Ha, Kinders, ich bin wieder da. Ich kann es mir nicht erklären, warum der jetzt abgekackt hat, der Stream. Wollte einfach nicht mehr. Hat einfach keine Lust mehr gehabt. Jetzt muss ich das wieder einstellen hier alles. So, speichern. Nicht nachvollziehbar. Absolut nicht nachvollziehbar. Vor allem lief doch alles einwandfrei und dann fängt das Ding das Zicken an, oder? Unverständlich. Nicht nachvollziehbar. So, den Ton haben wir auch wieder. Wir könnten mal zwischendrin speichern. Wir haben 10% geschafft. Wunderbar. Best. But the thing I like about Scab is what it hasn't got. No mayor or police force, and no jail in which to ride. That was beautiful. Any marshmallows left? Marshmallows? We don't have any marshmallows. What's that white puffy thing on the end of your stick? It's the stuffing for under my eye patch. We're just sterilizing it. We're pirates, Guybrush, not Girl Scouts. Ever tell you about the time I kicked LeChuck's butt? Look, Guybrush, besides the fact that we'd all rather die than hear that story again, there's another reason you shouldn't go spreading that story around. Largo Legrand is back on Scab. He used to be LeChuck's right-hand man. You don't want to get Largo on your bad versuchen wir es jetzt side. wieder. Müssen wir mal schauen, ob es jetzt besser läuft. Know any more piratey songs? Okay, here's one about a pirate, his parrot, and a tragic day at sea. You're not gonna sing Polly the Squawker lives in Davy Jones' locker, are you? You know that one always makes me cry. Sorry, Bart. Well, I'll see you Okay. salty dogs later. That reminds me, do we have any weenies left? Was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach geh, jetzt zickt's wieder komplett rum. Ach Leute. Fink and Bart. Fink Bart. Steamin' weenies, 20 feet. Rapscallion's Steamin' Weenie Hut. Place order here. This door appears to be locked. Looks closed. Okay. Hier haben wir nichts mehr gefunden. Jetzt hängt es wieder komplett. Na, jetzt hupft gerade ein bisschen. Es hupft gerade ein bisschen. Ach, so eine Scheiße, ich sag's euch. Jetzt warte ich ein bisschen, bis wir weiterspulen, bis das Ding sich da wieder erholt hat und ich dann sehe, dass die Uhr sauber läuft. Jetzt läuft's wieder. Einigermaßen. Es macht mich fertig, Kinders. Ich kann es euch nicht erklären. Naja, zumindest haben wir dann jetzt bisher die Versuche alle am Laufen gehalten.
ist aber auch nichts mehr. Den Baum kann ich nicht. Wir haben einen Stick hier gefunden. Und sonst ist hier nichts mehr. Dann gehen wir auf den Weg. Und hoffen, dass die... Wir haben ein Stück Schnur. Was machen wir mit dem Stück Schnur? International House of Mojo. Creepy, but apparently seaworthy. Irgendwie ein Messer oder sowas war schon hilfreich. Hütte. Fahr mal zur Hütte. Jetzt frisst uns das Ding wieder. Genau. Den Faden zeigt er uns schon gar nicht mehr an, also da können wir nicht mitnehmen. Jetzt machen wir mal so. No thanks. I don't need it. No thanks. I don't need it. No thanks. I don't need it. I feel bad for the spiders. No thanks. I don't need it. No thanks. I don't need it. I don't have an eye patch or any missing limbs. No thanks. I don't need it. No thanks. I don't need it. Hey, that's just a display model. Have you brought me any more ingredients? Nein. I'll bring you more later. Good. Now go. No thanks. I don't need it. I don't have a cat. I don't think I'm qualified to handle them. And anyway, they're gross. No, that stuff's way too technical for me. It appears to be bolted to the table. Nein, das war's auch nicht. Looks murky. Okay, im Sumpf haben wir auch nichts mehr gefunden. Dann gehen wir wieder auf den Friedhof. Da haben wir den Knochen gefunden. Öffne Gruft. It looks like it's been sealed shut. But then again, why would I want to go in there? Open this gruft. It looks like it's been sealed shut. It's locked shut with a big rusty lock. It looks like it's been sealed shut. It looks like it's been sealed shut. Aber da oben war auch sonst nichts. Da hatten wir den Knochen. Können die Grabsteine anschauen. There once was a girl named Carrie who thought that she soon should marry. She went into town and flirted around. She didn't get wed, she got buried. This ground looks too hard and dried up to dig. Da zeigt mir das Grab gar nicht an. I don't want any more gross bones. Braucht er auch nicht.
Dann gehen wir auch hier wieder weiter. Wir haben... Also wenn wir jetzt nichts mehr finden, dann muss das, was wir haben, reichen, um diesen blöden Knoten aufzumachen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Gehen wir nochmal zum Hausboot. It's me again. So I see. What can I do for you this time, man? I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Gib mir ein Messer, ein Knife oder was weiß ich was. Okay. Und das war's. Wir waren an allen Stellen. Also müssen wir irgendwie in dieser Stadt weitermachen. Alles andere ist abgesucht. So, wir haben 6 Stunden geschafft. Er gibt uns nichts mehr. Yeah, I'd like to look around a bit. sure thing. Nein. Grüß dich, Basti, schön, dass du wieder da bist. Ja, war der 4. Versuch. Plötzlich war der Stream aus. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Plötzlich hat er nicht mehr wollen. Aber wir ziehen es trotzdem durch. So. Use Inventar. This with this. I don't want to polish that. Use this with this. I don't want to polish that. Use this with this. I don't want to polish that. Use this with this. I don't want to polish that. Use this with this. I don't want to polish that. Use this with this. I don't want to polish that. Use this with I this. think I'm too clumsy to hold the stick and tie a knot at the same time. Use this with That this. doesn't seem to work. Use this with this. That doesn't seem to work. Use this with this. That doesn't seem to work. Use this with this. That doesn't seem to work. Use this with this. I don't think that'll work. Use inventory. This with this. I don't want to polish that. Ah, wie kriege ich den Knoten auf? Fix Halleluja. Nice. Be with you in a second. Excuse me. I'd like a room, please. Sorry, we only have one and it's full. Stock mit Seil hab. Wegen That doesn't seem gepennt, to work. hab Rückenschmerzen wie die Sau. Ja, ungesund, nicht schön. Ich wünsche dir pauschal mal gute Besserung. Schmerztabletten hast du wahrscheinlich schon genommen. That doesn't seem to work. I don't think that'll work. It's too soggy.
That doesn't seem to work. It's securely fastened. It's securely fastened. I think all he wants right now is sleep. Ich hab's mit Donkey Kong verwechselt. Ach so, nein, ich meinte diese Spiele hier. Genau. Use Inventory. Was kann ich denn machen? Um einen Knoten. Das ist auch affig. Aber wir haben halt nichts. Wo bekomme ich irgendwas her, mit dem ich dieses blöde Seil aufmachen kann, damit der blöde Alligator wegläuft, damit der Typ dem Alligator hinterher rennt. Das könnte funktionieren. That doesn't seem to work. Ja. Das scheint gut zu sein. Benutze That doesn't seem to work. Open Schachtel, Use Inventory, Stock mit Schachtel, Use Inventory, Seil mit Stock, geh dahin, Use. Gehst du da jetzt rein endlich? I don't want to polish that. Yo. Oh, freilich 300 bis 400 Ibus, Finalcreme und ein Weizen. Das Weizen hilft. Hey. Yoo-hoo. Hey. Yo. Hey, guys. I can't pick that up. That wouldn't be wise. Okay. Dann reden wir mit ihm. I've got a laundry type question. Shoot. Do you do alterations here? Alterations? You mean change the numbers on your food stamps? You got some nerve. I'm sorry. I've got a laundry type question. Shoot. Actually, nothing. I don't care about clean clothes. No, I don't have wheat loaves. I didn't think you would. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Mom threw it out when she cleaned my room. What? You beat your mom with a broom? You should treat her better than that. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. No, I don't have my claim ticket. You don't have to shout at me. I can hear you. But I can't give you your clothes without a claim ticket. Weizen ist mein Lieblingscolor. Ja, absolut. Oops. I thought I wanted to talk to you, but I don't. Absolut. So, wo kriegen wir ein Stück Käse? Ein Stück Käse kriegen wir aus der Küche. Also. Gehen wir wieder dahin. Apropos. Basti, auf dein Wohl. Ich bin in München geboren, jawohl.
Excuse me. Yeah, boy? Is that job available yet? Sorry, that guy I hired is doing just fine, so far. Gibt es da vielleicht noch einen anderen Weg? Nice place you have Das here. ist doch eine Idee. Well, see ya. Vielleicht, dass wir uns mal umschauen, dass es noch einen anderen Weg gibt, dass wir da reinkommen. Bei uns heißt es ja auch nicht Weizen, sondern Weißbier. Da, so zum Beispiel. There's no glass in the window. It's a cold potato and leek soup. Unglaublich. Ich bin relativ offen für Musik. Ugh, it's all cans of fruit Aber cocktail. das meiste Ugh, it's all ist cans of fruit cocktail. alte Musik. Zumindest für die meisten. Ugh, it's all cans of fruit cocktail. Einmal mit dem Koch reden. Excuse me. Don't bug me. I'm cooking. Ich koche. So, jetzt haben wir ein Messer. Meine Fresse, und ich renne über die ganze Insel. Meine absolute Lieblingsband ist JBO, James Blast Orchestra aus dem Frankenland. Das ist meine absolute Favorite-Band. Da war ich auf über 35 Konzerten. Du in Schweinfurt, dann, was erzähle ich dir dann, was JBO ist? Hey, how'd old Pegbiter get loose? I'd better go catch him before he catches somebody else. Yeah! Nimm Schüssel. Cheese squigglies. One of my favorites. Öffne Tür. It's empty. Who let you into my room? I thought it was my room. Well, it ain't. So get the out of here. Ist der jetzt wieder da drin? Scram, kid. Jetzt gehen wir daher. Fast nur bayerischen Dialektrap. Kennst du einen Bürger von der Musik her? Der macht auch bayerische Sprachsound. JBO kenne ich, die sind 18 Kilometer von dir. Ja, mein Bruder hat in Erlangen gewohnt. Die sind da schon, ja, ich bin ein leidenschaftlicher Fan, ich trage JBO auf dem Arm. Er ist immer noch da. Okay, ich wusste nicht, dass du noch da bist, es tut mir leid. Ich komme später wieder. Jetzt habe ich ein Toupet. Wohnen in Vorheim. JBO haben früher auf der Kehrwerk gespielt. Früher haben sie auf der Kehrwerk gespielt, das ist richtig. Ich habe, wie gesagt, über 35 Konzerte. Das 35. Konzert bin ich von der Band eingeladen worden. Das war sehr cool. Da bin ich auf der Gästeliste gestanden. Das fand ich richtig nice. Use Inventar. Käsereste mit Schachtel. Geh daher. Use. Und dann warten wir, dass das Viech da reingeht. Gehst du ganz rein auch noch? Oder bleibst du einfach da sitzen? Ja. Pick up Schachtel. It won't fit in my pocket. So, Inventory, jetzt habe ich alles wieder, oder? Inklusive einer Ratte. Okay. Den hast du auch abonniert. Der macht, das ist
Der macht gute Musik, den finde ich geil. Wobei ich mit Sprachmusik eigentlich nicht ganz so gut bin, sage ich mal so. Aber den finde ich geil. Da bin ich auch immer fleißig so. I'd better not touch them. It looks like somebody's trying to grow penicillin. I'd better not touch them. I can't pick that up. Messy, messy, messy. They look pretty old. Nice. I can't pick that up. Wo ist der Schein? Wo ist der Schein? It's a bit on the tattered side. It's empty. Messy, messy, messy. I don't see anything special about it. Then again, I never really have understood art. It doesn't seem to stay closed. They look pretty old. Wo ist der Zettel? Ich habe gehofft, wir finden jetzt hier den Pickup-Zettel für die Klamotte. Hey! I was just leaving. Okay. Mein Lieblingsfilm von JBO ist Root Bloody Root mit Sepultura. Von eigentlich grundsätzlich Sepultura, weil ich glaube, haben die das zusammen gesungen? Haben die das zusammen gemacht? So. Vor viel dicht und ergreifend. Monaco F, BBU, Acker, Bäuerischer Kuh und so weiter. Dicht und ergreifend kenne ich auch. Die finde ich auch ziemlich nice. Ja, ich mag das schon, wenn Boris Musik gemacht wird. So ist nicht. Das finde ich schon sehr geil, ja. Excuse me. Yeah, boy? Is that job available yet? Sorry, that guy I hired is doing just fine so far. Okay. Nice Dann place you have setze ich here. dir jetzt einfach eine Ratte in die See Küche. ya. Monaco F kenne ich nicht. Bibu, Acker, Borischer und Bu und so. Den kenne ich auch nicht. Den kenne ich auch nicht. Use Inventory. That doesn't seem to work. Use Inventory. Good thing this is a cold soup. Oh, das hat funktioniert. Jupp, haben live, gibt Video. Weil das finde ich schön. Ich wusste gar nicht, dass du aus Bayern kommst. Also für mich ist Franken ja auch Bayern. Also so her gesehen, so Inventar, was habe ich noch? Ich habe eine Perücke, die ist von seinem Kopf. Something of the thread, something of the head, Fragen vom something Kopf, of the body, vom and Körper something of the dead. und Tod. Ich habe vom Kopf, vom Körper, Something of the thread, something of the head, Hab ich? something of the body, and something of the dead. ich habe die Spucke, das ist einmal Glubberer, immer Glubberer. Ja, ihr seid auch nicht die besten, also die C-Fix, Latten, Scheißendreck. Ja, Fahrstuhlmannschaft halt. Ein Glubberer ist auch einer, der immer leiden wird. Wir können übrigens gern Fränkisch sprechen, weil meine Familie kommt noch aus dem Frankenland. Aus dem Unterfränkischen. Aus die Hasberge. Bibu ist auf Amberg. No? Ich werde es mir mal. Warte, ich schreibe es mir gleich auf. Kann ich ja, ich habe ja hier. B-B-O-U und das andere war Monaco F. Das wird wahrscheinlich an Monaco Franzi angelegt sein.
Ja, grundsätzlich ist einmal ein Abend mit bayerischer Blasmusik auch nicht verkehrt. Auf Dauer Excuse halt me. brauche ich es nicht. Yeah, boy? Hey, how's the stew tonight? Stew? Oh, gosh. We only serve gourmet chilled soups here. In fact, our new cook has been working all day on a very special vichyssoise. Let me go see how he's doing. Okay. How's the vichyssoise, Bernard? Excellent, sir. Won't you have a taste? I think I will. Oh my God! What kind of demented recipe book are you using? You're fired! But, sir, Out! Get out of my sight! This is the most Ja, in dem Jahr disgusting, schon. filthy Aber mess I've ever Schalke, seen in my life. Look at Okay. all the hair! And what's this stuff? How am I ever gonna get rid of this junk? so. Well, here's your soup. I'm really not that hungry anymore. Dang. Hey, you Meine cook? aus Unterfranken. Hallo? Hassfurt. How'd you like Hassfurt, career da in ist the die Hälfte meiner fast-paced Familie world of geboren. pub food Hassfurt, cuisine? Schweinfurt sind Are die you zwei, saying there's sind an die opening in alle the kitchen? geboren. Yeah. You interested? I don't know. How much does it pay? 420 pieces of 8 a week. First week paid in advance. Sure, I'll give it a shot. Great. Job is yours. Here's a week's worth of wages. Now go strap on that apron and get to work. Okie dokie. Beautiful, we have a job. Und ab aus dem Fenster. Woher kommt deine Familie? Aus die Haßberge, wirklich. Schweinfurt, Haßfurt, die Ecke. Hofheim in Unterfranken heißt's. Gossmannsdorf. Das kennt dann wirklich selten jemand. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Jetzt kann man vielleicht mit ihm reden. Yeah? I'd like to look around a bit. Sure thing. Oh, no, you don't. It's not a toy. What do you think you're doing? I need all of them. Oh, no, you don't. Okay. It's not for sale. Ja, ich weiß auch nicht. Plötzlich war der Stream aus. Ich hab's. Keine Warnung, nix. Plötzlich hat er nicht mehr wollen. Dann habe ich ihn direkt wieder angemacht. So, wir haben einen Haufen Geld. Wir könnten noch mal schauen, ob wir den Zettel finden. Irgendwo muss der ja sein. Pick-up Glocke, das könnte jetzt auch gehen, oder? I don't want to steal his bell. I feel bad enough setting his alligator free. I can't pick that up. Machst du nochmal? Ah, das hast du nochmal gemacht, okay. Okay. Wo ist der Zettel für seine... I don't like styrofoam. It's bad for the environment. Nice. Wo ist der blöde Zettel? Da ist kein Zettel nicht, gell? So. Kenn, mein Vater kommt aus Brabach und meine Mutter aus Steinsfeld. Na? Wobei Gossmannsdorf gibt es ja 3 oder 4 in der Ecke. So grob. Bei Hesselbach ist eins und bei wo waren die bayerische Fixlatten? Wo war die?
Komm nicht drauf. Ich könnte die Schublade mal zumachen. Vielleicht finde ich dann was. Nee, da wohnt die ganze Familie seit Jahrzehnten. Kommt alles aus dem Eck. Das hat sich mit mir... Ich war der Erste, der nicht da... was war schließen? Hilfe und Optionen. Steuerung. Was war schließen? Standardbeziehung bewege Cursor. Achso, nee. Das wollte ich nicht. Einstellung so auch nicht. Okay, It's stuck open. It's empty. I can't move it. I can't move it. I can't pick that up. It's empty. It's a bit on the tattered side. I can't move it. I can't move it. I can't move it. I can't move it. I'd better not touch them. It looks like somebody's trying to grow penicillin. das Gemälde... Kann man das Fenster aufmachen? Auch nicht. Ich dachte, dass vielleicht hinter der Tür was ist. Oh, wer hat mir geschrieben? No aim for Alex. Online, naja, okay. Jetzt haben wir einen Haufen Geld, wir haben eine Perücke, wir brauchen noch was von den Kleidern. Vielleicht kennen die sich untereinander. Ist gut möglich. Franken ist ein Dorf, sagt man, ne? Scheiße. Here, monocle. Here, boy. Hi, Wally. Who's there? I can't see anything without my monocle. Would you mind if I just looked around? No, no, be my guest. If you see my monocle, let me know. Crud. Wobei ich mit meiner Familie nicht mehr voll zum Tor habe. Also ich habe meinen Onkel noch oben. Ich habe auch vor, irgendwann noch mal hinaufzuziehen. Weil ich es total gut finde da oben. Give Inventar this It's too soggy. Give inventory this to... What would I do with that? I don't think I should do that. Okay. Die Dörfer sind ja auch nicht allzu groß. Genau, das ist der Punkt. Da kann schon gut sein, dass sie untereinander kennen, die Leute. Aber mit meinem Vater rede ich jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr und mit meiner Mom schon 20 Jahre länger nicht mehr. Ich habe keine gute Beziehung zu meinen Eltern. Ich komme nicht drauf. Hey, Wie komme ich an die Klamotten für die Voodoo-Puppe vom Lager? Von eine können wir jetzt nimmer. Use Inventory. I hate vichyssoise. The fire's out. I'm no cook. Nein. Es fickt mich an. Oh, jetzt geht das Geruckel wieder los. Warum denn jetzt?
mehr verklickt. So, wir können aber jetzt zumindest schon mal die Perücke abgeben. Und dann müssen wir irgendwo einen Schein finden, den der Anderhans Wurst irgendwo holt. Wir fahren nochmal weiter zu ihrer. Plopp. Have you brought me any more ingredients? Ich habe dieses I have his toupee. Not quite a part of his head, but maybe I can get some scalp fragments from it. Das ist so nett. Do you have the final ingredient? Not yet. I'll bring it later. Good. Now go. Wie bekommen wir in diesen blöden Schein? Der muss ja irgendwo in diesem blöden Zimmer sein. Der muss ja irgendwo in diesem blöden Zimmer sein. Ja, absolut. Deswegen steht da irgendwo mein PSN. Aber die muss ich ganz dringend sauber machen, weil die so laut ist. Only one guest. You're supposed to leave these things open. Wo ist dieser Scheißdreckszettel? Echt? Gedacht, dass der da irgendwo dran hängt. Hallo Muckelchen. Nice. Messy, messy, messy. They look pretty old. It's a bit on the tattered side. Nice. I don't see anything special about it. Then again, I never really have understood art. Go away! I was just leaving. Get out of my room! I thought I told you to get out! Leave me alone! Leave me alone! Gib mir deinen Abholzettel von der Wäscherei. I don't want to steal his bell. I feel bad enough setting his alligator free. Ich brauche den Abholzettel, damit ich seine Hose kriege. Wo ist der? Geh wieder neu.
Get out of my room! Ach, du bist noch da. Okay. Give How am I inventory supposed to this work? to Wally. Oh, there it is. Thanks. Nice map. I like it too. Nice map. I like it too. Hi, Wally. Oh, hello, Mr. Brush. Would you mind if I just looked around? No, no, be my guest. Okay. Habt ihr FA geschickt? Ja, wenn ich so wieder anmache die Tage, dann... Dang, I've lost my monocle again. I can't reach it. If I don't find it soon, I'm going to lose all the monocle-grabbing muscles in my eye. I can't pick that up. I'm such a dope. Crud. I hope I didn't lose it. I'm gonna die hungry, blind, and alone. I bet my mom would help me find it if she were alive. Ich Oh, verstehe no. es nicht. Ups, wollte ich nicht. I'm gonna die hungry, blind, and alone. Ja. Stirb, hungrig und allein. Yeah? I'd like to look around a bit. Sure thing. Okay, der kann das. Oh, da ist aber auch nichts. Tür. Gehen wir wieder. Ich steig nicht durch. FIFA, privat für mich spiele ich Formel 1. Und sonst, also jetzt auf der Playstation, und sonst bin ich mehr so der Rollenspieltyp. Ich hätte schwören können, dass da was dranhängt. Oder hier dahinter ist oder so, aber... Mann, oh Meter. It's a bit on the tattered side. It doesn't seem to open. It doesn't seem to open. Well, it doesn't seem to open. Well, it doesn't seem to open. It doesn't seem to open. Largo could be back any minute. I'd better not touch them. It looks like somebody's trying to grow penicillin. That doesn't seem to work. I don't like to get naked in other men's rooms. Go away! I was just leaving. Also sowas wie. Was habe ich jetzt zuletzt? Beim letzten 24er haben wir die ganze Zeit Assassin's Creed gespielt. Das Mal habe ich zur Auswahl noch gehabt, dass ich Days Gone spiele. Das hätte ich auch gern gemacht. So alte Sachen spiele ich total gern. Anno spiele ich viel. Jetzt habe ich für mich ein Early Access Spiel entdeckt. Das heißt, sag's mal. Das Medieval Dynasty spiele ich total gern, aber das ist alles PC. Und auf der Playstation, wie gesagt, Days Gone, ein bisschen Warzone hin und wieder, wobei ich da relativ schlecht bin. Hab mir jetzt noch... Da schnupper ich doch viel durch. Auf der Playstation schnupper ich doch viel durch.
Aber so Sachen wie heißt denn das Cowboy-Spiel? Red Dead Redemption, das sowas spiele ich gern. Ja. Marvel's Avengers habe ich jetzt angefangen. Das war für umsonst zum Spielen über den PlayStation Now Tralala Zeug. Das finde ich auch echt gut, das macht Spaß. Das pickst du euch nicht. I can't pick that up. Fix Latten. Wo hat der den blöden Zettel hier? Ich spiele hauptsächlich US-Sport und Rennsimulator, NASCAR, Assetto Corsa, Monster Truck, Truck Rennen und Wolfenstein. Wolfenstein ist auch absolut US-Sport. Ich habe von einem Spätzle Madden geschenkt bekommen, das spiele ich hin und wieder mal, hat aber jetzt weichen müssen, weil ich nicht nur Platz auf der Ding habe. Auf der Festplatten. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. It was stolen. Taking it bowling was a dumb thing to do. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. I lost it while being keel hauled. Your dog got mauled? What does that have to do with a claim ticket? Oh, never mind. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Hobby und Ghost of Tsushima. Das wird mir immer I dropped it in my grog and it melted. Log welted it? Well, now that is a good excuse, but I can't give you your clothes without a claim ticket. Wird mir immer wieder empfohlen. Oops. Aber I thought I wanted to talk to you, ich but weiß I don't. nicht. Also Spätzle von mir hat's mir gezeigt. Ich komme nicht ganz zurecht mit der Idee dahinter. Ich habe glaube über 100 Spiele auf PS4, wenn man Download dazu zählt. Ja, ich habe fast alles Download. Ich habe, was habe ich? 2 Spiele auf CD, glaube ich. Der Rest ist alles Download. Ja, ich hab's deswegen geschenkt gekriegt, weil ich es so gern schaue, das Zeug. Ja, jetzt ja zum Super Bowl mir einen Tag Urlaub nehmen muss. Ist jetzt was da? Nein. Wenn ich jetzt mich hinter die Garderobe stelle, kommt er dann und sieht mich nicht? Ich finde, dass das Spiel, das NFL-Spiel halt brutal so dermaßen tief in die Materie geht mit der Verteidigung und den Angriffsspielzügen, dass es ein bisschen schwierig wird für einen, der sich nicht ganz so gut damit auskennt. Ich finde ja allgemein Football, ich schaue es total gern, macht mir total viel Spaß, habe eine Lieblingsmannschaft, die ich feiere, habe meine Lieblingsspieler, die ich feiere. Empfinde auch Spiele, die sehr defensiv, aber gut gemacht sind, nicht für schlecht. Aber ich sag, wirklich viel Wissen oder wirklich auskennen mit dem Sport nicht. Bin Western und Kung Fu Fan. I was just leaving. Alter, jetzt gib mir deinen Scheiß Get out of my ich mag doch room. bloß mal kurz mit dir reden. Okay. So. Da oben kriege ich nichts. Die schlafen. Mit ihm kann ich nichts mehr machen. Da habe ich alles aus der Küche raus, was ich, soweit ich weiß. Also irgendwas muss ich da hinten noch machen. Genau, da habe ich das Geld gekriegt dafür. Mit ihm kann ich gar nichts anfangen. Ich war früher ein großer Jackie Chan Fan. Western finde ich cool, finde ich geil, mag ich gern.
darf mir jetzt aber nicht vom Hocker reißen, wenn ich nicht so viel davon kriege. Und bei den Filmen ist halt so, dass wirklich gute Western in meinen Augen extrem alt sind und sehr selten sind, weil es halt immer das Gleiche ist. Der haut wahrscheinlich immer nur zu. This door appears to be locked. Kruzifix. Ich will nicht googeln, wo ich den blöden Zettel herkriege. Aber da gibt es halt auch gar nichts mehr. Und dann bin ich noch Mitglied in einem Mittelalterverein. Als zweiter Vorstand sogar. Also im Mittelalter, da packst mich schon sehr. NFL spiele ich seit der zweiten Zweierbläse. Ja, ich hab's auch immer mal wieder gespielt. Aber meistens war halt das umeinander geklickt oder das Aussuchen der Spielzüge. Entweder habe ich das auf automatisch gestellt und gehofft einen langen Pass zum Landen, oder ich habe auch das Problem, dass ich Englisch gut lesen, verstehen kann, einigermaßen gut sprechen, aber lesen kann ich es halt gar nicht. Und es ist halt alles auf Englisch bei den Spielen. Gemälde, öffne Gemälde. Machen wir öffne Gemälde. It doesn't seem to open. Ziehe Gemälde. I can't move it. I can't move it. Pick I Gemälde. can't pick that up. Nice door. It doesn't seem to stay closed. Was? It doesn't seem to stay closed. Ich raff's nicht. Feiere alle WWE-2-Filme, weil du Wildwesten. Hab viele alte Filme. Alter Western, John Wayne, viele alte gemacht. Clint Eastwood, ganz grandiose Filme gemacht. Das sind halt dann so auch die sehr berühmten. Was ich zum Beispiel welchen ich sehr feiere, welchen Western Mittelalter ist, man muss mal auf YouTube Dr. Ludwig, der hat so viele schöne alte Lieder. Mittelalter, apropos Mittelalter und Franken, sollte sich diese blöde Corona-Scheiße nicht noch weiter ausweiten, dann fahren wir dieses Jahr noch nach ja, Münnerstadt aufs Mittelalterfest, aber ich weiß nicht, ob sie es durchzählen können oder ob es abgesagt werden muss. Da waren wir dort als Mittelalterlager. Der kann aber auch gar nichts, da kann ich überhaupt nichts machen bei dem Typen. Ich weiß überhaupt nicht, wozu der gut ist. Wenn ich ihn irgendwas frage, geht's nichts, da ist nichts, Holzbein, ja. That's about the best peg leg I've ever seen. Thanks. I made it myself. Get your hands away from there. Get your hands away from there. Nice peg leg. Thanks. I made it myself. Mittelaltermusik ist Gänsehaut. Ja, da kommt es dann aber auch wieder drauf an. Also wir sind ja viel auf die Festel unterwegs und da kommt es dann sehr drauf an, welche Yeah? I'd like to look around a bit. welche Band thing. gerade spielt. Ich zum Beispiel mag sehr gern die Shore Patrol. Die sind aber, da hört sich fast jedes Lied gleich an. What a dinky little door. Das Niveau, mit denen haben wir schon gefeiert. Reminds me of a dollhouse I once had. I mean, my, sister once had. Where is that thing?
I'll never be able to afford a new one. Geht aber nicht weiter. Where is that thing? Dang. I hope it didn't roll onto the floor. In Nobody Münnerstadt im Kloster Maria Bildhausen. Rats. Da wo How am I supposed to das work? Heim für die geistig Beeinträchtigten ist. Ist geistig This beeinträchtigt okay? stinks. Ich versuche gerade mit Wally zu reden, jetzt macht das I'm nicht einfach. such a dope. Hi, Wally. Who's there? I can't see anything without my monocle. Would you mind if I just looked around? No, no, be my guest. If you see my monocle, let me know. Da ist aber Rats. auch ums Verrecken nichts. Pick up this card. I'm stuck here forever. I can't reach it. I can't reach it. Oh, no. Give inventory Oh, Marke shoot. an Wally. Dang. Oh, there it is. Thanks. Nice map. Thanks. Wir haben in Vorheim die Kaiserpfalz, da hat ein König mal gewohnt und jetzt ist ein Museum. Ja, Museen finde ich persönlich ja grandios. Also ich bin ein wahnsinnig, ich gehe wahnsinnig leidenschaftlich und gerne in Museen. It's too small. Aber sonst hast du da auch nichts. Ja, das Monokel können wir uns später wiederholen. Kruzifix! Mit denen kann ich nicht mehr reden. Yo. Hey, guys. Yo. Hey, guys. Ja, auch viel Irish Music. Da bin ich voll dabei. Ich war dreimal in Irland. Irland ist grandios. Das finde ich total cool. Vor allem, weil du, egal in welches Pub du gehst, du hast immer Live-Musik. Das ist total schön. Da habe ich einmal, das ist immer Fetzengaudi, da bin ich total gern. Und die machen halt viel, wie sagt man dann, Hausmusik? Hausmusik! Ja, jetzt muss ich googeln, wie da weiterkommt. Es macht mich wahnsinnig. Ich will das nicht. Ich google das jetzt. Tut mir leid. Haben auch oft einen Mittelaltermarkt. Der Joel ist auch wieder live. Jetzt muss ich das googeln. So. Da haben wir jetzt Monkey Island 2 Abholschein. Ich will nur den Abholschein wissen. Okay. Es ist etwas komplizierter, aber der hat noch gar nichts da oben. Naja, mal kurz nachlesen. Da war ich nie drauf gekommen, ums Verrecken nicht. Da hätten wir jetzt noch stundenlang durch die blöde Stadt laufen können. Irland ist noch ein Ziel. Trink auch nur Irish Whisky. Ich kann keinen Whisky trinken. Auf Whisky werde ich brutalst aggressiv. Deswegen tue ich das nicht. Aber ja. Irland ist ein absoluter Traum. Alter, ich habe eine Karriere in FIFA gestartet. War 3 Jahre bei Gladbach und bin jetzt beim Menu Coach. Okay. Ja, wenn ich Coach-Karriere mache, dann bleibe ich meistens von der ersten Sekunde bis zur letzten bei... Wow, a whole bucket of mud. And it's mine. All mine. Ja, super.
bis zum bitteren Ende beim selben Verein, weil ich meistens irgendeinen kleinen Verein nehme, mit dem ich dann irgendwo hochkomme. Und da ist mir es dann immer zu schade, dass ich alles, was ich mir da aufbaue bei der Mannschaft, stehen lasse und dann womöglich die von der Mannschaft Spieler wieder zurückholen muss. Oder in die nächste Mannschaft holen muss. Bei der Karriere ist das was anderes. Da fange ich bei was Kleinem an und dann sage ich, Ziel ist ein Verein in der Premier League Liverpool oder so. Da setze ich mir dann hier und dann schaue ich, wie das geht. So, jetzt closen wir die Türe. Use Inventory. This with this. I think I hear Largo coming. Hey, what the hell? What's going on? Whoever did this is gonna pay. I can't get this thing off my head. Ja, lass mich raus, bitte. When I get this thing off my head, somebody's gonna be real Werde ich grundsätzlich bei Alkohol ja sehr redselig. Maybe I shouldn't have done that. You looked pretty steamed. Jetzt können wir gehen. Derweil. So. Es ist wirklich auch nur Whisky, wo ich aggressiv werde. Also ich trinke gerne einen Jägermeister, einen Rum oder was weiß ich was, einen Wodka trinke ich mal ganz gern. Aber Whisky, also ich habe früher voll Whisky getrunken und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich aggressiv auf die Scheiße werde. Und deswegen lasse ich den Whisky jetzt einfach weg und dann geht alles gut. Apropos, wir trinken jetzt an. So schaut's aus. Ich habe da nämlich noch eine Flasche Jägermeister stehen. So, Freunde der Nacht. Ja klar, ich habe mit Gladbach alles gewonnen und wollte einen Tapetenwechsel. Ja, für mich ist das immer schwierig. Auf euer Wohl, ihr zwei. Ihr 5 Zuschauer. Und merci für das Like, das erneut gekommen ist wahrscheinlich. Ich blick bei dem Corona gar nicht mehr durch. Jeden Tag neue Regeln. Mit Corona lieber, es ist noch ein Bier war. Pauschal, zum Glück ist es immer noch ein Bier. Weil ich das ganz gern trinke hin und wieder. Wenn es nicht so teurig war, da ich es auch öfters trinke. You're making me mad, Marty. That's my name, don't wear it out. Look, I want it free and I want it tonight. Party tonight? Sure, Den habe ich I'll gerade come. getrunken. Ich trinke jetzt nicht noch Talking einen. about getting my laundry. Don't worry about me. I've been dry for 3 years. Aber er steckt mehr I said, Schnaps. I need it back tonight. What? Yeah, we'll stay out all night. This is useless. You tell them I'll be back to pick it up. Or else. Ja, dass den kleinen Scheißer keiner aufs Maul haut. Na, Jäger kommt man nur unter den Nasen und hinaus beim Niesen. Ja, ich bin leidenschaftlicher Kräuterschnaps-Trinker. Ich mag das total gern. Das ist genau meins. So, jetzt schauen wir mal, ob er jetzt den Zettel da irgendwo hat. Ich sag's nur, dass mich irgendwie daran erinnern kann, dass der blöde Zettel hinter der Tür hängt. Ah, fick Scheißendreck, echt wahr. Meine Fresse. Mit klaren Schnäpsen bin ich sehr vorsichtig, da kommt mir der ein oder andere auch relativ zackig wieder hoch. Hallo Mari, ich würde gerne was abholen. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny? Yes. Got it right here. Great. I'll see what we have ready for Mr. Legrand. I know it's here somewhere. I saw it a while ago. Now, where was it? Der Here Papagei. it comes.
Das ist ein BH. Okay. Na, ist wurscht. Wir haben jetzt diesen wunderbaren Kleidungsstil. Oh Mann. Wir haben jetzt was vom Faden. Jetzt können wir das der Tante bringen und dann kriegen wir unsere blöde Voodoo-Puppe, damit wir den Lago-Affen von der Insel kriegen. Damit wir wieder auf die Insel, von der Insel wegkommen. Gasseidler. Gasseidler. Jetzt hast du mich erwischt, glaube ich. Gasseidler. Ein Seidler ist für mich ein Weinschorlen. Aber du kannst mich gerne was Besserem belehren. Alles war sie leider auch nicht oder zum Glück auch nicht. Ich bin froh, wenn ich was Neues lerne. Was ist ein Geisseidler? Ein Geisseidler. Gasseidler, jetzt habe ich es. Gasseidler. Zefix. Ein Weinschoppen. Oder ist das auch ein Schnaps? Und die kennen einfach nicht. Have you brought me the final ingredient? Boah, der Tee riecht ja voll nach Jägermeister. Frauen, normale Menschen nennen das auch Kräutertee. I have this pearly white bra. Yes, Ja. that will work. At last. Now I can make a voodoo doll to be reckoned with. Let me Ja, get my juju Tee bag. trinken tue ich zum Beispiel fast gar nicht. And now for the ingredients. Also wirklich nur, wenn ich krank bin. A dandruff flake from Largo's head. Oh, mir hängt schon wieder A Bordhaar weg. single piece of Largo's thread. Oh, haben wir's. Ist A nicht so schlimm. drop of fluid Oh, from nur- his body. Ah, A single chip okay. off the bone of the dead. Das ist ein Seidler? Ein Seidler ist doch kein Moos Some nicht. miscellaneous voodoo herbs and seasonings, including monosodium glutamate. This ought to be good. 2, 4, 6, 8. Gasmaus halt. Ja, ich hab da hinten, ich weiß nicht, sieht man den? Jetzt muss ich mal kurz da ein wenig Largo, umeinander Largo, scrollen. yeah. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Ja, man sieht es gerade nicht. Aber wenn wir Männerabend machen... Hey, that looks just like him. Thanks, Voodoo Lady. One more thing. Some of the ingredients were not the optimum specimens. It should still Da hinten haben wir work, so ein but it 3 will Liter have a Stiefel limited im Maus. range. You will have to get close to Largo. Shoppen ist ein Very Weinglasel und close. Seidler ist ein halbe Bier. Okay. Ich hab bloß gelernt, dass ich, wenn ich im Frankenland ein Bier bestelle, so wie ich es gern möchte, dann muss ich mich sehr deutlich ausdrücken, weil sonst kriege ich irgendwas Falsches. Wenn ich ein Haze bestelle, dann kriege ich ein Pilz. Wenn ich ein Weißbier geht bei den meisten, die kapieren, was ich mag. Aber oft schauen sie mich an und dann muss ich ein Weizen bestellen. Und wenn ich wirklich ein heiß will, muss ich ein Lager bestellen, habe ich gelernt. Das ist halt dann trüb, aber das ist ja wurscht. Das macht ja mir nichts aus. Hauptsache gesoffen. So. Jetzt können wir da... Gasadler ist ein halbe Maß. Also eine Gorsenhalbe. Gorsenhalbe gibt es bei euch im okay. Na, bei uns gibt's, müssen wir selber machen. Und wir saufen die dann immer bei unseren Männerabende da aus dem 3-Liter-Stiefeln. Aber meistens auch bloß eine. Sitzen wir zu zweit, zu dritt da. Wo bin ich denn jetzt eigentlich hingegangen? Und jetzt für Deutsche. Gorsenmoos. Ein Gorsenmoos ist Mischgetränk. Du nimmst einen Maßkrug, machst einen halben Liter, also so wie ich sie trinke, einen halben Liter dunkles Weißbier rein, ein dunkles Weizen. Schützt der Cola drauf und dann erst je nach Geschmack einen Asbach-Url drüber kippen oder einen Kirschlikör. Ich nehme immer Kirschlikör, der gibt dem Ganzen noch eine... Ja, kommt aufs Dorf an. Bei uns im Dorf nicht. I think Largo's out of voodoo range. Ah, okay.
Wo finden wir den Lago? Müssen wir jetzt ein Lago suchen? Da ist kein Lago. Ja, gehen wir wieder ins Zimmer. Gehen wir wieder in sein Zimmer, steigen uns rein, bis dass er da ist. Ja, das können wir machen. Ich habe ihn da irgendwo am Fensterbrett stehen, da ums Eck. Hey, what are you doing in here? Ah, Get das ist out of okay. my room. Yes. And stay out. I'm sorry. So, use inventory this with this. I think Largo's out of voodoo range. Was? Der ist direkt neben dir im Zimmer. You're a pain. You're a pain. Ah. Habe ein geiles T-Shirt. Guasmas-Aktivist. Das finde ich nett, ja. Das finde ich nett. Ich habe früher auch viele Shirts mit blöde Sprüche, sage ich jetzt einmal, dabei gehabt oder drin gehabt in meinem Schrank, aber das hat sich alles nach und nach. Jetzt habe ich noch T-Shirts für Merch-T-Shirts. Da geht er nicht mehr raus, gell? So, jetzt sind wir mal ein bisschen woanders gewesen. Jetzt kann man eigentlich wieder raufgehen. Vielleicht ist er jetzt nicht mehr in seinem Zimmer. Da habe ich dann so Sprüche drauf gehabt auf die T-Shirts wie Zitate von berühmten Fußballern. Der Herr Wohlfahrt hat einmal gesagt, 2 Chancen, ein Tor, das nenne ich 100%ige Chancenausbeutung. I ought to beat you up for coming in here. It's people like you who make people like me who we are. Ach so. Take that, you stumpy little dim-witted toad! What? Who do you think you are? I'm Guybrush Threepwood. People don't always recognize me. That's why I carry this! I'm gonna tear you limb from limb. How are you doing that? Largo the Grand, you are a no-good, vicious, two-bit thug. I command you to give me back my money and leave this island. Ha! I already spent all your money. Oh, well, I command you to leave this island. Just you try and make... That'll teach you to mess with the slayer of the ghost pirate LeChuck. What's that? You killed LeChuck? As a matter of fact, I did. Quite an interesting story, actually. The fortune teller said she did in LeChuck. She did she? Does she have one of these? Is that... Yes, LeChuck's beard. Still alive and... Wir laufen die ganze Zeit mit Let dem... me see. Boy, it is alive. We've been looking for a living piece of LeChuck for years. Now we can bring him back to life. Look out, world! The most fearsome pirate of all time will soon sail the seas again. Whoops. Absolut, Kultur ist was ganz Wichtiges. Und wenn es das so machst, finde ich es auch okay. Gibt saugeile bayerische T-Shirts mit saudummen Sprüchen. Gibt's Unmengen. If they have any animated tissue, Ist they richtig. can reanimate his whole body. But I blew his body into a zillion gooey pieces. Not his body, Guybrush. Genau. You destroyed his spirit form. His body was Laut, also, safely wir haben das buried gesagt, das far war bestimmt away. der Basler, By oder? now it must be... Dem Rotten, traue ich das zu. partially decomposed. Yes. Dem traue And ich I das don't think absolut that's zu. going to make him any more pleasant to deal with. He's gonna be looking for me. Yes, He's gonna try to kill me. undoubtedly. What can I do? You're already doing all that you can. What's that? Hunting for Big Whoop. Oh, yeah, I was doing that, wasn't I? Big Ja, Whoop finde isn't ja. just a treasure. It contains the secret to another world. Find that world, and you'll be able to escape LeChuck forever. But I know so little about Big Whoop. Take this book. Big Whoop, Unclaimed Bonanza or Myth. And where'd you get this? I checked it out at the Fat City Library. I foresaw your need.
Gee, thanks. I used your name when I checked it out, so be sure and return it when you're through reading. The overdue fines in Fat City are pretty steep. Gee, thanks. Ah, danke. Du bist eine ganz tolle Tante. So. Jetzt, wo wir den anderen los sind und wir uns selbst ein neues Problem geschaffen haben, könnten wir schauen, dass wir weiterkommen. Und zwar da herunten. Oder wir gehen erst auf zu dem Würstelstand. Ich mag wissen, ob der Würstelstand endlich offen hat. Walter Frosch müsste das gewesen sein. Walter Frosch. An den erinnere ich mich nicht. Aber schaut aus, als hätte der Würstelstand immer nur zu. This door Gut. appears to be locked. Wer sitzt da unter dem Tisch? Hat er schon. Sitzt unter dem Stuhl. Maus liegt daneben und schlaft. Walter Frosch, auf den war ich jetzt nicht gekommen. Walter Frosch, der sagt mir gar nichts. Da laufen wir mal ein bisschen schneller, bitte. Warum haben wir jetzt da einen Zimmermann gehabt? Eine Pottlegende, ja. Ich kenne viele, aber der sagt mir ausnahmsweise mal nichts. Grüß dich, Joel, schön, dass du nochmal vorbeischaust. Wie geht's dir? Wir laufen deine Streams. It's me again. So I see. What can I do for you this time, man? Why can't I charter your ship? Like I said before, man, I lost my lucky eye that has seen the world sailing necklace. Okay. I gotta run. Wir brauchen Lots also, of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. wir brauchen also sein Siegel. Grubby freut sich, dich wiederzusehen, denke ich. Oh ja. Genau, bring uns mal auf den neuesten Stand. Ja, dass er Fußballspieler war, war mir jetzt klar. Kennen wir Ja. inzwischen was anderes? Largo the Grand will never bother you again. Yeah. I heard Marty stuck a bunch of pins in his underwear or something. Drove him right out of town. No, it was me. You? What were you doing with Largo's underwear? Well, no, never mind. I'd like to look around a bit. Sure thing. Hey, don't touch that. It's Okay. not a toy. Hello. Hi, Wally. Oh, hello, Mr. Brush. Hey, I did it! Largo the Grand left scab. That's great. I guess I can stop with the bricks through his window now. Ja, jetzt war's schneller. Das nehmen wir jetzt wieder weg. Gang, I've lost my monocle again. Ja, das dritte Mal jetzt. I made Largo leave this island. You made cards out of sand. Do I care? I guess I'll be going now. Hey, guys. Okay, da auch nicht mehr.
Der sucht immer nur seinen Alligator. Hat sich da jetzt was verändert? I can't pick that up. Nice. I can't pick that up. Ja, er hat dich gemeint. Only one guest. The barkeep would be mad if I left work early. Okay. Schade. Okay, hier sind alle informiert, weil da vorne wird er wahrscheinlich auch nicht reingehen. Oh doch. Tut er. You're supposed to be cooking. I had to go to the bathroom. Don't worry, I washed my hands. Nice try, but not good enough. You're fired. Excuse me. Yeah, boy? Largo Legrand has left Scab Island for good. Well, I guess all those laxatives I was slipping into his drinks finally got to him. What? Don't worry, I Dritter don't put Keks him am in all Boden, the kommt drinks. Jesus vorbei und sagt, Lebkuchen. Oh. Grog, please. I'll need to see some ID for that. In that case, I'll take my business elsewhere. Sorry, kid. Okay. Ja, der ist schon echt der... Puh. Aber konntest du ja selber machen. Heutzutage ist das ja kein Thema, dass du ein T-Shirt selber beschriftst. He's back. I told ye, we don't have any marshmallows. Well, you guys can stop worrying about Largo. He's history. Oh, really? He must have finally got that nasty letter I wrote. You sure can write a mean letter, Fink. Well, I'll see you salty dogs later. Okay, wenn ihr einen Lebkuchen statt Spekulatius kaufe, habe ich mich dann verspekuliert. Oh, Leute. Kommen wir jetzt zu den Dingern. Warte, kann ich auch einen, mindestens einen. Welche Farbe nimmt ein Schlumpf an, wenn man ihn würgt? Geht der Seespiegel kaputt, wenn man in den See sticht? Warum ist ein Kreiskrankenhaus nicht rund? Ist ein Raumschiff, das eine Besatzung nur aus Frauen hat, unbemannt? I'd go for help, but I'm afraid to walk around like this. Hi, Wally. Who's there? I can't see anything without my monocle. Would you mind if I just looked around? No, be my guest. If you see my monocle, let me know. I can't believe somebody would steal it. So, How am I supposed to work? damit ihr den nicht die ganze Zeit plären hört, stelle ich mich jetzt mal hier direkt hin. So. Und dann mache ich einen klassischen. So. Bin gleich wieder da, Kindes. Ach, Bruder, Entschuldigung. Ich wollte dir nicht auf die Pfote steigen.
ist er wieder. Da ist er wieder. So. So. Keine Ahnung. Achso, wegen dem Schlumpf. Weil ein Schlumpf blau ist und wenn du einen Menschen wirkst, ist er auch blau. So. Was wollten wir denn machen? Achso, ja, wir wollten irgendwas machen. Was haben wir denn? Wir haben eine Schaufel, mit die haben wir schon gebraucht. Spucke haben wir verbraucht, Papier, weiß ich nicht, Faden haben wir gebraucht, Messer haben wir gebraucht, Holzpolizei haben wir gebraucht. Voodoo-Einkaufsliste, Käsereste, Voodoo-Puppe. Big whoop. Unclaimed bonanza or myth? This is fascinating. It says here there were 4 pirates. Rapscallion, the cook, young Lindy, the cabin boy, Mr. Rogers, the first mate, and Captain... Good heavens! Captain Marley! Wonder if there's any relation. They buried their treasure along with plenty of... booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map which they divided into 4 pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steam and Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the Gangrene and Honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leading at the time. Passt jetzt hänge ich gerade ein bisschen. Sitzen? Keine Ahnung. Okay. Aber haben wir nicht gerade was von der blöden Wurst? Da oben ist die Wurstbude. Und weil ich jetzt das Buch gelesen habe, ist die offen, oder was? This door appears to be locked. I can't dig that, Daddy. My scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. Mit was könnte man noch eine Türe aufstellen? So? Well, it doesn't seem to work. Das war's. Looks closed. Schade. Ach Leute, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Zeigt's den langen Witz nicht an? Nee, ich sehe keinen Witz, muss ich sagen. Nein, ich sehe keinen Witz, musst du auf zweimal schreiben. Musst auf zweimal schreiben. Jetzt habe ich mir kein neues Bier mitgeholt. Fix. Ah, wurscht. Trinken wir das später erst wieder eins. Would you like my monocle? Thanks, man. This'll do just fine for me lucky sailing necklace. What can I do for ya? I need to charter a ship. You're in luck, my friend. Rumor has it that Lago's been run off the island, so I'm now free to sail again. Only problem is that you don't look like the type that has 20 pieces of 8. Actually, I do have that much. Well, man, consider me ship chartered. Great. Where's your ship? You're standing in it, man. Yikes.
Okay. So schnell geht's. Deep in the Caribbean, hidden by an endless storm, lies... Wenn da vielleicht steht. Ah, da steht er. Hier steht er, seien zwei Scheißhaufen auf dem Baum und rauchen einen Joint. Achso, sitzen zwei Scheiße auf dem Baum und rauchen einen Joint. Kommt ein Dümpfe vorbei und fragt, darf ich auch mal ziehen? Und sagt der Scheißhaufen, nee, ist nur was für Harte, ist nur was für Harte. Ah, okay. Ja, LeChuck's Fortress. Hab's, wird nicht angezeigt, wenn du wenn du Top-Chat drin hast statt Live-Chat. Ich habe dasselbe Problem gehabt. Jetzt habe ich ihn. I'll ignore that comment just this one time, Largo. Only because they tell me you found Guybrush Threepwood. It's Threepwood, and I found him on Scab Island. Very good. No one gets the upper hand on LeChuck without getting what he deserves. I want Guybrush brought to me, and I want him brought alive. I am entrusting this. Wie gesagt, stell von Top-Chat auf Live-Chat, dann sieht man den. Aye. Guybrush Threepwood is finished. I need you to start building me a very special doll. With pleasure. I'm off to find Big One. So, was hätten wir hier noch? Nichts. Gehen wir nach innen. Welcome to the Jolly Rasta. Where do you want to go? I don't know. What are my choices? I only know how to get to Tree Islands, man. What are they? There's where we just came from, Scab Island, the only island where pirates are free to be pirates. Then there's Booty Island, the festive French Mardi Gras party all the time island. It's run by one of the most respected and loved governors around, Governor Elaine Marley. Elaine? And last, there is Fat Island, a fascist dictatorship run by an over-bloated pig named Governor Fat. Here, take this easy-to-read reference map, courtesy of Dread Tours. Wie dir wohl aufgefallen ist, wir sind Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat, so wie er sich gerne selbst nennt. Und unser Ziel ist es, seine Abenteuer zu bestehen. Und das funktioniert halt, indem wir rumlaufen und diese Rätsel, die uns die Spielemacher gemacht haben, lösen. Wie benutze Eimer mit Sumpf, damit wir da Schlamm drin haben, damit wir dann den anderen dazu bringen, dass er sich... Ja, es ist halt Rätselspielchen. Wir fahren nach Booty Island, würde ich behaupten. Oh, das dauert ein bisschen. Wo fährst du hin? Ich wollte Booty. Ich verstehe jetzt nicht, warum er so fährt. Alter Verwalter. Okay, also bei mir im Live-Chat zockt das mal jetzt O. Und ich habe ja noch einen zweiten Chat auch. Deswegen sehe ich es da vielleicht. Da konnte ich ihn lesen. Oh, wir sind angekommen.
Oh Jesus, da kann ich mich halt gar nicht dran erinnern. The sign says the Booty Boutique. Mementos, souvenirs, artifacts. Found that beauty at the bottom of the sea. She cleaned up real nicely, though. I'd like to buy this well-polished old saw. Great! That'll be 25 pieces of 8. Okay, I'll take it. Thank you. Check out these balls. They're made of a fine iron cast. Hast du zufällig Hand-Showdown? Nein, das sagt mir gar nichts. I'd like to buy these cannonballs. Actually, those belong to my son. They aren't for sale. I was told that these are used as a form of barter in the inner cities. I'd like to buy these hubcaps. I see you have an eye for quality. They're 50 pieces of 8 each. On second thought, I'd better save my money. Your loss. That's a Mark 7 Devastator triple cannon emplacement. If only they'd thought to leave a hole for the fuse. It's said that the infamous Greenbeard won that barrel from Long John Cooper in a poker game. Shame that it's empty. It's empty. Sorry, he's not for sale. Holzbein, also die Säge lasse ich mir noch eine Linkskurve, Schild, Piratenhüte, ekliger Schädel, Indies Peitsche. That's the real thing, as seen in Raiders, Temple, Holy Grail, and the Young Chronicles. I'd like to buy Indy's whip. I only have one of those, so I need to keep it as a display model. Oh, schade. That's part of the Big Whoop treasure map. I don't know a lot about the piece, but there's supposed to be a book in the library that tells all about the whole map. I'd like to buy this map piece. That's 6 million pieces of 8. Do you want it? Well, I can't afford that much. Too bad. Okay. Wäre auch zu einfach gewesen. Hello there. Das ist ein Western-Shooter und spielt man in Sümpfen von Sehr 1880 mit Kopfgeldjäger und spielt gegen andere Kopfgeldjäger und Zombies. Okay. Western. Hey, old man, how about blowing off the cannon? How about just blowing off? My name is Augustus DeWatt, not old man. And this cannon is for official purposes Zombies only. in einem Western-Spiel. I don't know. Oh Gott, an das Kostüm kann ich mich erinnern. Excuse me. I'd like to rent a costume. Our costumes are all gone, or on reserve. Sorry. But you have tons of costumes. They're all reserved and waiting to be picked up. Why are your costumes so popular? I'm the only costume shop in a 5-island radius. And besides, everybody who's anybody is going to the big Mardi Gras celebration at Governor Marley's mansion. You look busy. I'll come back later. Okay. 3-hour tours. Sightseeing. Hi, my name's Guybrush. I'm Captain Kate Capsize. Like to charter a ship? I do weddings, funerals, bar mitzvahs, you name it. Could I have one of those leaflets? Yeah, okay. I just remembered I'm late for a party. You and everybody else on this island. If you need a ship, you know where to find me.
Check it out. Cruises. See the world. Howdy! Welcome to Stan's previously owned coffins. Zurück. We handle the dead for a lot less bread. What are you looking for, son? Need a bin for your next of kin? Want a family plot without spending a lot? You're in luck! Just look at all this quality merchandise. Never before touched by a living soul. Most of it used only for a few hours. Premature burial, you know. That sort of thing. Bei Red Dead Redemption gibt's auch Zombies? Or are you dead? So weit habe ich scheinbar nicht gespielt. You came to the right place. Didn't you used to be a used ship salesman? Well, yeah. But I decided to get into a business where unsatisfied customers are less likely to come back and complain. I'm looking for a good used coffin. Amazing! When you first walked in here, I said, now there's a guy who needs a good used coffin. There happens to be an excellent deal right behind you. Let's go take a look-see. Now this here is the Cadillac of coffins. Look at all that leg room. There's room in there for Long John Silver himself. Here, let me get in and show you. Yes, a man can really rest in peace and comfort with one of these. Why should a man's coffin be any smaller than his bunk at sea? Can I show you anything else? Actually, I'd just like to browse. Sorry. Health regulations prohibit me from allowing uncertified persons free access to used interment paraphernalia. Oh, shucks. I gotta go. See you later. Here, take this complimentary hanky. Just my way of saying, I care. Okay. Glass bottom boat. Glass bottom boat. See the world. So. Okay, now, who's gonna be next? It's a great day for spitting. Oh, me! I'll give it a try. A volunteer! All right, settle down, folks. This kid looks like a serious contender. What's your name, boy? Juicius Maximus III. The Juice Man, Max Mucus. He's juicy to the max. Spit away! We're with you, Juicius! Let's go! Misfire! Misfire! Everybody run! Maybe a little over the max on the juice there. Let's give him a big hand anyway, folks. At least he tried. Just look at this juicy crowd. Step up to the line and test your swill. Valuable prizes. Juices Maximus has returned. Okay, da werden wir wahrscheinlich die richtige Reihenfolge brauchen von... Spit! Come on! Come on! What's this? A surprise turnaround in performance? That doesn't quite qualify. But... I think that deserves a little applause. Too bad there are only prizes for first place. Better luck next time. Okay, wir Now, brauchen jemanden, der how uns about the beibringt, rest wie of man you? spuckt. Even a child can do it. In fact, they do it very well. Come on, it's all paid for by Booty Island Parks and Rec. Sehr schön. Oh Mann. Kleines Gebäude. Großer Baum. Wir gehen zu großer Baum.
Okay. What do we have here? Planke. Looks like a plank stuck in a hole in a tree. I can't pick that up. Big woodpeckers. Oh, okay. How rustic. No thanks. Only shiny pages left in the catalog. Noch eine Planke gefunden, oder? Was ich auch noch gerne anschaue, sind Pauker- und Lausbub-Geschichten. Oh ja, die habe ich natürlich früher... Für mich haben sie sich totgeschaut, ich habe es zu oft gesehen. Die habe ich zu oft gesehen, aber ich bin ja auch alt. Ich bin ja auch alt. Sonst war hier nichts, was wir irgendwie besuchen könnten. No way. The ghost pirate LeChuck! Get a grip. Don't you know a Mardi Gras costume when you see one? Is there something I can help you with? Nice costume. Almost scared me to death. Thanks. Where's your costume for the governor's party? Beppo Brehm und Michi Lang. Ja, lang ist her. Party? What party? Governor Marley's having a huge Mardi Gras party. Invitation only, costumes required, that sort of thing. This isn't my costume. Nobody would willingly wear such a dopey costume. Elaine Marley? From Melee Island? Yep, the same heroic Elaine Marley who killed the ghost pirate LeChuck. But I killed LeChuck. Why would Governor Marley lie? Pepe der Paukerschreck zum Beispiel, ne? Fame and fortune? In your dreams. I'm here for the governor's party. You mean Governor Marley's Mardi Gras fish fry? It's invitation only and costumes Und are die kenne ich auch required. alle. Definitiv. I don't have an invitation. Then you can't go past me. Gotta go. Keep up the good work. Okay. Das ist gut möglich, ja. Das ist gut möglich. Die grauen Haare kämen nicht von irgendwo. So, okay. Warte mal, wir haben noch was gekriegt. When the tears come, shouldn't you be prepared? Stan's previously owned coffins. Capsized charters. Glass-bottom boat for sightseeing or special interest voyages. There's a picture of her on it. Grubby, ich wünsche dir eine wunderbare gute Nacht. Lass dich bloß nicht ärgern. Schlaf gut. Und merci, dass du so lange durchgehalten hast mit mir. It was handmade by a good friend of mine from another island. I'd like to buy this peg leg. That's great, huh? Too bad it's not for sale. The bag is empty.
Oh Mann. I have an eye patch in every shape. I'd like to buy these eye patches. Actually, those belong to my son. They aren't for sale. Die habe ich auch schon mit 14 gehabt. Werde 40 im Oktober. Oh, okay. Dann sind wir gar nicht so weit auseinander, wie du das denkst. Tiki-Lichter, Maske. Maske? Well, I'd like to buy this mask. I only have one of those, so I need to keep it as a display model. I'd like to buy this bosun's wheel. That's one of my favorite things in the store, but I don't have enough backstock to sell it. Ne, das war falsch. Ich bin's nicht mehr gewohnt, dass Leute gehobeneren Alters hier auf der bei mir in die Streams Hello sind. again. What was that? Muss ich dazu sagen, ja. And what are the official purposes of this cannon? I watch the sea. When the mail boat arrives, I blow this cannon. Dang ship's 3 days late. You don't have a brother named Marty, do you? Boy, the only Marty I know Bei dem is Spiel war Mardi Poster Gras. und zwar. Who? Mardi Gras. It's a joke, boy, a joke. You are here for Mardi Gras, aren't you? Okay. Is this the right time of year for Mardi Gras? Son, it's always Mardi Gras on Booty Island. I used to be the governor of this island, but I never had any time to come down here and enjoy the party, so I quit. And now I watch out for the mail boat, which reminds me, I have to get back to work. Hey, don't touch that. We only set that off when the mail boat comes in. Okay. See the world. I'm interested in chartering a ship. Great. Not many people want to charter a glass-bottom boat around here. Pretty soon I'm off to Fat Island to try my luck there. But let's talk turkey first. My fee is 6,000 pieces of 8. Do you give credit? Okay. Don't you think 6,000 pieces of 8 is a bit high? No, I don't. I don't have that much. I guess you'd better find some more then, huh? Sightseeing. 3-hour tours. Okay. Wir lassen das einfach so stehen. Nein, die anderen morgen viel, wenn der Tag lang ist. Muss man dazu sagen. Aha, was ist da jetzt wieder los? Ja. Ich sage immer, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Und wenn mich einer fragt, wie alt ich bin, dann sage ich immer gerne, mein Sohn ist 31. Mehr sage ich dazu nicht. Daher kommen die ganzen Mythen um mein Alter. Wir fahren jetzt nach Fat Island. Jetzt schauen wir uns das auch nochmal an. Ja. Alt. Passt schon. Die anderen haben gemeint, du bist 65. Na, 65 bin ich dann doch noch nicht. Ich hab dann doch noch ein bisschen Zeit zum Arbeiten vor mir. Sonst hätte ich jetzt nicht... fange am Montag einen neuen Job an. Das tut man mit 65 nicht mehr. Warum fährt jetzt der Volldepp um die ganze Insel um? Ach ja. Sehr schön, wir kommen an.
Excuse me, sir. Yes? Aren't you Guybrush Threepwood? No, my name is Smith. You must have me confused with someone else. Smith, eh? That's an unusual name. Perhaps you have some identification? Look behind you! A three-headed monkey! Nice try, Guybrush. You'd better come with me. Governor Fat would like a word with you. All right. I'll come with you. Coming. Ach, ich finde das schön. Well, Mr. Oh, excuse me. Well, Mr. Threepwood, I can't tell you how pleased I am to have you here as my guest. An den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Oh? Why is that? I thought we might talk about a few things. Such as why there's a wanted poster on the wharf with my picture on it? Such as your future, Mr. Threepwood, and that of the ghost pirate LeChuck. LeChuck's dead. I killed him. Perhaps you didn't kill him quite so thoroughly as you imagined. He looked perfectly healthy the last time I saw him. Last time you saw him? Oh no, LeChuck's back. I beg your pardon, did you say something? I took care of LeChuck once, I can do it again. You'll get your chance. You see, he's put a sizable bounty on your head. Oh? A bounty I intend to collect. Oh. I guess that bounty would buy a lot of bacon grease and pure fat, huh? Why, you can figure it out while you wait in jail for LeChuck to pick you up. Take him away. Yes, sir, Governor Fat. Come on, you little weasel. Yes, I come with you. I'll be back. Come on. Don't try to escape or anything. Walt will chew you to bits. Okay. Okay, Walt. I'll be back to relieve you at 11. I hope I don't have to sleep here. Das ist relativ einfach, denke ich mal. Watch me flip it right into my pocket. They don't call me the Bone Master for nothing. Use inventory. Knochen mit... Here, doggy doggy. Here, boy. Use inventory. Vielen Dank. Ging aber, muss ich sagen, deutlich schneller als ich dachte. Mr. Guybrush Threepwood, arrested for infractions too numerous to list. Mr. Guybrush Threepwood, arrested for infractions too numerous to list. Vielen Dank. So. It's stuck to the wall. If I could read, I'd spend all my free time at the Fat City Library. Reginald Blackbeard. No thanks. I've got enough trouble in this town. Okay, dann gehen wir mal dahinter. Hoppala, schon wieder ein Bäuerchen gemacht. Ja, das ist das Haus. Das ist das Schiff. Wasserfall. Wir gehen zum Wasserfall.
Wir haben noch nicht... Hey, that tickles. Oh, wir haben unsere Sachen wieder. There's a banana in here and an organ. It's empty. Okay, wir haben unsere Sachen wieder. Alle Sachen. So, look. Very picturesque. Ich bin im Metallbau tätig und jetzt dann in der Metallhärterei. What's this doing in a pirate game? Haben wir irgendwas, was sich mit dem Ding benutzen lässt? I don't know how to play. I don't know how to play. What a big organ. Nö. Kruzifix. Da werden wir noch irgendwelches Werkzeug für brauchen. Dann kämen wir wahrscheinlich da irgendwo eine. Kruzifix. Kruzifix. Ja. Absolut. I can't reach it. Ah, da können wir nicht hin. Okay. Kochen ist wunderbar. Ich finde Kochen total entspannend. Und meine Frau freut sie. Hold it! You can't go up there. Okay. Hey, aren't you supposed to be in jail? You must be confusing me with my cousin, Guybrush. Oh, I see. The resemblance is uncanny. I think there's a fire in the kitchen. Really? I'd better check it out. Also ist nicht der Intelligenteste. Ist er momentan auf der Suche? Oh, why that's the second biggest pound cake I've ever seen. I think I almost woke him up. I don't think this has been washed in about 10 years. I don't think this has been washed in about 10 years. Well, it doesn't seem to open. The cover says, famous pirate quotations. And I promise cheese and chocolate sprinkled in every pot. Use Inventory. Wir haben noch ein Buch. There's food or something stuck in the drain. I can't pick that up. I'm not holding it. Was haben wir noch? Das Bett können wir nochmal anschauen. There are crumbs and condiments all over it. Koche ich lieber selber und viel Fisch. Ich habe etliche. Mein Onkel hat einen Metallbetrieb zugemacht nach fast 30. Ist bitter. Gerade auch momentan ist extrem viel was Leid zu machen.
Nice. Okay. Das ist schon alles. War im Einzelhandel, kam ein neuer Chef und ein paar Leute entlassen, darunter mich. Also sowas ist bitter. Sowas ist immer bitter. Oh. Oh, mein Buckel. Ich brauche dringend einen neuen Stuhl. Aber das kommt mit dem Gehalt, was ich mehr verdiene, tue ich mir einen neuen Stuhl holen. So, jetzt habe ich ein Buch. Ich habe ein Buch. Ich habe ein Buch. Das fasst mir gerne nochmal da runter und dann schauen wir in das Buch rein. Und dann schauen wir, was wir da unten noch alles machen können. No, wait. Hier hin. Famous pirate quotations. Happiness is a warm manatee. Barney Gout. Kiss me, I've got scurvy. Rapscallion. Darn! Commander Buttonhead. Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Old Skunk Eye. Mouthwash. We don't need no stinking mouthwash. Fester Leech. Okay. Nice. Ein Jahr vor Corona. Aber dann bist du schon länger auf der Suche, oder? Caught anything yet? Are you kidding? I reached my limit hours ago. I'm a game warden. I'll have to confiscate your pole. You're a game warden, huh? Let's see a badge or something. Look behind you, a three-headed fish. Ah! Well, I think you're just trying to get your hands on my fishing pole. Do you fish? I'm the best fisherman in these isles. Oh, I beg to differ with you. I'm the best fisherman in these isles. You? Why, you couldn't fish your way out of a paper bag. What? Grüß die Tammy. Konntest nicht schlafen, ha? Look like an anthill. That's why I'm known as the blowfish. Darf ich vorstellen, meine zukünftige Schwiegertochter. Na, Tammy, alles fit bei dir? Alles gut? Oder hat die Kleine dich gerade wach gemacht? I'm known as the Sturgeon Surgeon. Listen, bait for brains. I'm the best around, and that is that. Ach, dein Onkel hat ein Jahr vor Corona zugemacht. Ja, okay. Weil, hat einfach gereicht oder hat nicht mehr funktioniert? Not if your bait is as tiny as your brain. Perhaps you'd like to make a small wager, eh, Mr. Fisherman? Sure, I'll take your bet. Let me tell you what I had in mind first. If you can catch a bigger fish than I can, I'll give you my prize-winning fishing pole. What's the catch? If I catch a bigger fish than you, you have to eat it raw. Ooh, you mean on rice with a little wasabi and soy sauce? No, plain cold and with the head still on it. What do you say? All right, it's a bet. Great. I am really looking forward to making you eat my catch. What with all the sewage from Governor Fat's mansion, the fish are usually pretty gross. I never eat mine, just sell them to restaurants. Best get fishing, buddy. Hat ein Max gerade. Die Nacht ist mein neuer Tag. Ah ja? So ist das. Ja. Wenn es schnell wächst, dann hat es euch beide eingeholt bald.
Ja toll, hier ist eine Gasse. In dieser Gasse kann ich... Oder war was? I'll knock. What do you want, kid? Who are you and what are you doing back there? I'm Bruno, and that's none of your business. Get lost. You again? I'm selling these fine leather jackets. Sorry to bother you. What is it this time? Have you ever heard the legend of the mighty Guybrush? Well, don't you want to hear it again? You are starting to annoy me. Steinfeld, falls das kennst, 2 Mitarbeiter mit Familie. Na, Kenny nicht. Open up! This is a raid! Get lost. Okay. Sonst ist hier nothing. Gut. This looks like a lighthouse on a beach. Shh. Okay. Okay. Was war das gerade schon wieder? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. There's so many books here. I'll never be able to find anything. Shh. Ist 5 Kilometer von Haßfurt. Okay. Excuse me. This is a library. Whisper! Now, what is it? Why do you have a model lighthouse here? There's a new lighthouse being built in town. That is a scale model of what it will look like. It's very attractive for a lighthouse. Yes, and it will be very bright, too. It will have one of the most powerful magnifying lenses in the Caribbean. I'd show you with the model, but unfortunately, the bulb has burnt out. I'm looking for a book. Do you have a library card? No. How do I get one? I'll need some personal information. Name? Herman Toothrot. Address? Yeah, 221B Baker Street. Age? 21. Occupation?
Freelance. Vices? Jaywalking. I see. All right. Your library card will be mailed to the address you gave me. In the meantime, take this temporary card. You may check books out of the library, but only 4 at a time. That's about as many titles as I can remember anyhow. What book are you looking for? I don't know. What have you got? You expect me to name every book in the library? Use the card catalog like a normal person. Jesus, ich habe keine Ahnung, was wir hier treiben sollen. Aber wenn du gesagt hast, um was es geht, kapiere ich den Sinn von dem Spiel. Ja, ist nicht ganz so einfach. Das Buch von Gouverneur Bücherei, Modell, Leuchtturm, nehmen Sie Liste raus, dann gehen Sie rechts zur Bibliothek, an Sekretare. Karteikasten, Schublade PQR. Gut. Freude am Hexen. Freude am Hexen. The Joy of Hex. I'll have to remember that. So, dann CD. Und das Buch heißt Große Schiffswracks. Wie soll man denn da drauf kommen? Große Schiffswracks. Great shipwrecks of our century. I'll have to remember that. Bla 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 bla. Das haben wir alles schon rausgefunden. Und dann fahren wir nach Booty Island. Okay. I've had it with this card catalog. Das ist schön. Meine Englischlehrerin war quadratisch praktisch Rollwurst. What do you want this time? I'm searching for a book. I'm looking for a book. What book are you looking for? Do you have Great Shipwrecks of Our Century? Das Grinsen. Okay, here you go. Anything else? Could you find The Joy of Hex? Wahnsinn. That's very ein big amusement. Okay, here you go. Anything else? I won't be needing any more books just now. Don't slam the door on your way out. Okay. So. Wir waren auf dieser Insel und haben 3 Bücher geholt. Where do you want to go? Where do you want to go? Booty Island. Ah, zumindest müssen wir nicht wieder. So. Das ist ja äußerst amüsant. So. It says, beware of parrot.
I'd like to buy this sign. Sorry, that sign's not for sale. Oh. Well, I guess I could sell it. That'll be 5 pieces of 8. Okay, I'll take it. Thank you. That is a nice looking beard. Meine war Spitzname Hausdrachenhaut, direkt, aber gemütlich. Die hat in Englisch jeden Satz erst 2 Minuten leise durchlesen, bevor er ihn vorlas. Ja, dann hat sie wenigstens keinen Fehler gemacht, ne? I'd like to buy this Hoffentlich. mirror. Excellent choice. That'll be 15 pieces of 8. Okay, I'll take it. Okay, I'll take it. Thank you. So. Dann kaufen wir das noch. I'd like to buy this ship's horn. And I'd like to sell it to you. That'll be 40 pieces Oh, of 8. das ist teuer. Okay, I'll take it. Let me get you one from Overstock. Here you go. Thank you. Beautiful. Sehr schön. Where do you want to go? Where you want to go? Hier. Ah, das habe ich gewusst, da sind wir noch nicht hingefahren. Ach ja, das, die Frau Held gefühlt 1998, 1998 im Jahre 1870 geboren. Die war ein Spezialfall. Ja, aber ich glaube, jeder von uns hat Ohren-Spezialfalllehrer gehabt. Jeder hat mindestens Ohren-Spezialfalllehrer gehabt. Schlafen die eigentlich immer nur da oben? Hey guys. I think I'd better make myself scarce instead. Okay, dann gehen wir. Wenn ich die hätte dürfen, die hätte ich gewachtelt im Unterricht. Aye! My leg! Help! Someone get a doctor! Sehr schön. Seltsamerweise ist hier niemand. Komisch. So, und jetzt kommt wieder was, an das ich mich erinnern kann. Here's the ship. Where do you want to go? Where you want to go? Booty Island.
Das ist ja Wahnsinn. Sightseeing. Well, well, well. I knew you'd come back. My customers always do. Eventually. Eventuell. Können Sie mir den Could you show me that coffin again? No problemo. Now, this isn't just your average 60-gallon coffin. This has the full 75 gallons you need to avoid unsightly bone readjustments. Could you get in and show me how big it is again? Alrighty. I could spend a lot of time in a coffin like this. Look at how freely I can wiggle my toes. Can I show you anything else? Could you show me that coffin again? No problemo. This thing's bigger than my kitchen. You know, a person's coffin should reflect their station in life. If you're thinking about one of those cheaper models, first ask yourself... But it's open. It's just as roomy closed. Here, let me show you. Sure. Try out the lid operation. See? This is truly the casket of captains. When you've spent your life on Der haut die Nägel, der Schreckner. Ist ja grausam mit how uns could you zuschauen. spend your death in anything smaller? I hear you knocking up there. That's solid oak you're hearing. Yes, it sure is nice in here. Der hat mich schon vorhin die ganze I think Zeit the lid's angelacht. stuck. Excuse me, friend. Could you see if the clasp is closed on this thing? I seem to be stuck. Hello? Is anybody out there? Are you still out there? Hello? Check it out. Cruises. Cruises. Check it out. Check it out. Sightseeing. Yes. Cruises. Glass-bottom boat. Sunken galleons. Okay, let's Sunken drive galleons. more. Where do you want to go? Weg. Friedhof. So, was war das jetzt? Ach so, ja, wir haben ja wieder Bücher hier. The Joy of Hex. I think it's meant for advanced voodoo practitioners. The writing's way too technical for me. Great shipwrecks of our century. It says here the Mad Monkey sank at 36 North, 84 West. Okay. Das Problem war, It looks like it's been sealed ich komme shut. vom Dorf und der kannte mich seit der Taufe. Das ist aber normal. There's no keyhole. The door's been sealed shut. Dann benutze ihn halt da. There's no keyhole. The door's been sealed shut. Eine von den Gruften muss ich doch jetzt aufsperren können, oder? Ja. Beautiful. It's inscribed with a quote. Happiness is a warm manatee. Kiss me, I've got scurvy. Old Bill the Acrobat. He lies in here dead. He died like we buried him, propped up on his head. I wouldn't want to upset its balance. I don't think there's anyone of interest in there. Darg! I don't think there's anyone of interest in there. Violets are blue, roses are red. I don't think there's anyone of interest in there. Mouthwash. We don't need no stinking mouthwash. I don't think there's anyone of interest in there. Den nimmt er. Okay, ja. Silty.
Dann besuchen wir mal wieder unsere Freundin. Creepy, but apparently seaworthy. No thanks. I don't need it. After all, it's only a display model. Back again, Mr. Threepwood? Yes. About that jar I was looking at? That's one of my most powerful potions. Brings the dead back to life. I'll take it. There are some complications. It only works on ashes, and the resurrection is only temporary. Plus, you need to bring me a sample of the subject's ashes before I can mix you up a batch. I have the ashes of somebody I'd like resurrected right here. Bring them to me. Now, Sehr there's schön. only one small problem. I forgot the recipe. What? It's been a long time. I don't have that cookbook anymore. I've got a book of voodoo recipes. Good. How many crab scalps does it say to use? 13. Good. That's just what I thought when I whipped up this experimental batch. Thanks. Remember, just a dabble do ya. Sehr schön. Use the Sarg. Wahnsinn. Achso, nee, das ist wieder mein eigener Schmarrn. Sehr, sehr schön. So. Use Inventory. Salzstreuer mit Sarg. Phew, that was a close one. If I didn't have my flame-resistant apron on, I would have been killed. You were killed, Rap. What? You're deader than dirt. I'm dead? Stiff as a frozen foot long. I'm not ready to die. I feel my soul is not at peace. There is something I must do before I pass on. Do. Perfect plumps when cooked wiener technology? No. I just have this nagging feeling that I left the gas on in my restaurant. It's driving me crazy. I'll check the gas for you, Rap. Thanks. Here's the key. Okay. Das ist sehr nett. Then we will go back to the Würstchenbude. Die wollte ich vorhin schon aufbrechen. Unglaublich, was wir hier alles treiben.
sehr, sehr nice. So. Ah, jetzt wirklich nicht. There's something written underneath. It says, remember to turn off. Sehr schön. They're empty, but I can still smell the pickles. It's open. It's stuck shut with old grease and pork fat. Ugh. It's empty, except for the baked-on weenie juice. So. Ist jetzt ein Scherz, oder? Da wäre ich jetzt auch wieder nicht drauf gekommen, glaube ich. Ach, Kinders. It's not so fucking easy that I think. Use the way. Thanks a lot. Back. Ein Keks. Well? You were right. The gas was on. I turned it off. Thanks. I guess where I'm going, I won't need this map anyway. Thanks. Now I can rest in the folds of the earth, like a steaming weenie in a soft, fresh bun. Okay. Oh, das ist so nett. Strohhalm? Wo haben wir denn einen Strohhalm her?
No thanks. Too many bad memories of piano lessons. Mit dem Ding da. Komm. Hey, what'd you do to my piano player? Echt jetzt? Go ahead and take my entertainment. Thanks for nothing, buddy. Excuse me. Yeah, boy? Grog, please. I'll need to see some ID for that. Alles, was mir einfällt. Alles, was mir einfällt. Rezepte anschauen im Internet oder in meine Bücher und dann ähnliches. Will you accept a temporary library card? Let me see it. Freelance? Is that anything like a sanitary engineer? No, not quite. Well, all right. Can I get you that drink now? Viel Fleisch ist meistens dabei. Yeah, I could really use it. Name your poison. What do you got? Well, we have some specialty drinks here at the Bloody Lip, like Yellowbeard's Baby, Bloody Stump, and Blue Whale. I'll have Yellowbeard's Baby. Well, you can try, but I don't think nature's on your side. Just give me the drink, please. Hey, I have to crack jokes. It's a union thing. That'll be 1 piece 8. Okay. Here you go. And here's a complimentary Crazy Straw. We give them to all new customers of the Bloody Lip. Bartender, give me a drink. Name your poison. Mix me up a Blue Whale. Sorry, blender's not big enough. Oh, but seriously, that'll be 1 piece 8. Okay. There she blows. Nice place you have here. Well, see ya. Unglaublich. Mehr Traditiones oder Querbeet. Wirklich Querbeet. Ich habe da nicht die Leidenschaft, nur eins zu machen oder so. Ich habe mal angefangen, mir verschiedene Drinks zusammenzumischen. Was sag ich denn eigentlich? Ich habe relativ viele Kochbücher. Ich habe viele Kochbücher, die das Mittelalter betreffen, und habe da koche ich sehr viel nach. Auf klassische Art und Weise. Wir bauen sehr viel. Wir haben einen Schrebergarten, da wird sehr viel gebaut. Das wird euch selber genutzt. Geflügel und rund. Where do you want to go? Deep inside LeChuck's fortress. Ich koche schon auch vegetarisch. Aber es darf schon einmal ordentlich Schweinebraten sein oder Schäufeler. Einmal im Jahr machen wir mit der Familie. Einmal im Jahr wollen wir jetzt dann mit der Familie Kesselfleisch machen. Creep. Und Rind jetzt. Okay, ja, war eigentlich klar. So. Cruises. Glass bottom boat. 3-hour tours. Ja, du bist mir zu teuer. Sightseeing. See the world. Just put your 2 lips together and blow. Are you pirates or not? 2, 4, 6, 8. Come on, let's expectorate. Everybody already has the necessary equipment.
Kann ich dahinter gehen? Turn a disgusting habit into a prestige-winning skill. Richtig. Don't let this grass Und bei uns wither ist es up auch so, and dass die. wir What was Sachen that? nutzen, die Did I hear wir... somebody swallow? Nee, What hier. a waste. Thousands will spit. Hundreds will win. No volunteers? If Blackbeard were here, he'd shoot you all right now. False alarm. As I was saying, come on, don't be shy, let it fly. I know you want to volunteer. It's on the tip of your tongue. You think spitting is gross? I'll tell you what's gross. Swallowing that stuff is gross. Prove to me that you guys are at least as fun as a pack of llamas. I hear there's some scouts here from the Habe pro Allergie gegen spitting Schwein und circuit. Meeresfrüchte. Oh, das ist This bitter. may be your last chance at popularity Ich bin seit and 2012 success. Vegetarier und mein Vater seit über Don't 30 let this Jahren. grass wither up and Stark. die. Stark, wenn man es durchhält. I hear there's some scouts here Und wenn man es from the aus pro vernünftigen spitting Gründen macht, circuit. nicht nur weil es gerade in ist, What was that? dann bin ich Did da überhaupt, I hear somebody finde ich das swallow? überhaupt nicht schlimm. What a waste. Prove to me that you guys are at least as fun as a pack of llamas. Und wie gesagt, ich finde Juices Maximus has returned. ich das absolut okay. Spit away. Oh, verdammt. Spit? That's gross. I'm out of here. Come on! Come on! Come on! Ooh, Bin no. Dry mit tongue at the Landwirtschaft last minute. aufgewachsen bei meinem Opa-Onkel und hat einen Bauern. Well, what about you folks? Ja, das kenne ich. Come on, don't be shy. Let it fly. 2, 4, 6, 8. Boy, this stuff makes my spit thick. No volunteers. If Blackbeard were here, he'd shoot you all right now. Oh, me. Juices Maximus has returned. Ja, wir haben auch noch selber geschlacht. Spit away. Kenne ich auch noch, ja. Let her rip. Let her rip. He's cleared first place. That Yes. was truly awe-inspiring. Sports fans, we've seen something incredible here today. Let me congratulate you and give you this fine commemorative plaque. Way to go, Juices! Come on, let's give him a hand. Of course, there are plenty more prizes for the rest of you. So how about it, gang? Even a child can do it. In fact, they do it very well. Sehr schön, sehr You schön, think sehr spitting is schön. gross? I'll tell you what's gross. Swallowing that stuff is gross. Come on, don't be shy. Let it fly. Come on. It's all paid for by Booty Island Parks and Rec. Are you pirates or not? I hear there's some scouts here from the pro spitting circuit. Ooh. Cruises. 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 See the world. Nice shop you got here. Thanks. I pride myself on the quality of my merchandise. I only sell the finest of pirate memorabilia. Even the trade-ins are first class. And I always make you the best deals. How can you afford to do that? Volume. Do you take credit? Yeah, like you have one. But I do accept personal checks or trade-ins. What kind of trade-ins do you accept? I'll take most old swords, some used parrots, almost anything valuable made of bronze, and a few old ship parts. Would you give me the map piece for any of those things? No, but there's one thing I might trade for the map piece. What would you trade for the map piece?
There was a certain ship that sunk, and I'd really like the figurehead. I'd give you the map if you got the figurehead for me. Can you tell me about the ship with the figurehead? The ship was a huge galleon named the Mad Monkey. Nobody von dem knows haben wir where schon it gelesen. sank or why. But the figurehead is supposed to be the most fabulous piece of art ever. That's why I want it. I'm a collector of fine art, as I'm sure you can see. I have to go now. How much will you give me for this plaque? I'm not interested. What do you mean? It's worth a mint. For a lump of pus on a shingle? That's not just any lump of pus. Oh yeah? What's so special about it? The spit of the person who killed LeChuck is on it. Really? That would make it very valuable. And I do like bronze anyway. I'll give you 6,000 pieces of 8 for it. Beautiful. Hab früher viel Fleisch gegessen, irgendwann kam der Zeitpunkt, da hat's nicht mehr geschmeckt. Für Leberkassemmel einen Dreierpack Senf gebraucht. Und beim Presssack, dass der Senf das Fleisch übertrumpft. Ab und zu mache ich selber Burger und Bolognese oder Pflanzerlauber aus dem Rind vom Metzger. Wenn, ich kaufe auch lieber Fleisch da, wo ich weiß, wo es herkommt. Das kann ich nachvollziehen. 3-hour tours. I'm interested in chartering a ship. Great. As I mentioned, my fee is 6,000 pieces of 8. Okay, I'll pay you the 6,000 pieces of 8. You've chartered yourself a ship. Are you ready to leave now? Yeah, I'm hot to find the wreck of the Mad Monkey. Have you got a course planned or anything? I can show you where I want to go on this map that Captain Dread gave me. Oh, damn. Damn. 42,85. Well, here we are. What now? I'll dive in and look for the sunken galleon. Are you sure you can swim? Hey, I can hold my breath for 10 minutes. Ja. Wenn's Orbitauchen so leicht war. Na, wir tauchen ein bisschen. There wasn't anything down there. I'm sure it's near here. Can we try another spot? Well, I feel kind of sorry for you, so okay. Just point it out. Ist sie fix? Da steht 42,85. 42,85. Well, here we are. What now? This ship is so small, the rats are leaving it humpbacked. The guy who writes your lines is as funny as your tailor.
Let's head back to Booty Island. Okay. I have a treasure guarantee policy with all my charters. Since you came back empty-handed, we can go out again, free of charge. Just let me know if you want to go. That's Check it lucky. out. Last day before I leave for Fat Island. Cruises. Great shipwrecks of our century. It says here the Mad Monkey sank at 36 north, 84 west. 48 West. Sunken galleons. 36. Ich hab's schon wieder vergessen. I just remembered I'm late for a party. You and everybody else on this island. If you need a ship, you know where to find me. Ich schau mir das jetzt auf. Sightseeing. Glass bottom boat. Die 24 Stunden Sunken in Milch mit galleons. Knoblauch und Chili 3-hour und tours. Gewürze und Sunken und was galleons. ich momentan am besten kann, ist Sightseeing. Geflügelschnitzel mit Kartoffelsalat. Check it out. Gemachte Tomatensauce und Check it out. Kartoffelsalat drauf. Check it out. Oh, jetzt kriege ich langsam 3-hour Hunger. tours. Cruises. Jetzt kriege ich Check it wirklich out. langsam Great Hunger. shipwrecks of our century. It says here the Mad Monkey sank at 36 north, 84 west. 84 West. Sightseeing. Fast das See gleiche. the world. I'm ready to head out again. Okay, show me where you want to go this time. 36, 84. Well, here we are. What now? I'll dive in and look for the sunken galleon. Jetzt kriege ich wirklich Hunger. Hör doch auf. Muss ich wieder Chips fressen. Würde ich gerne machen. Würde ich wirklich gerne machen. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich das umsetze. Dass ich meine Ausrüstung hier in meine kleine Küche einbringe. Dass das funktioniert. Wollen wir da noch was finden? Sonst ist da nichts. Looks like Kate's anchor. Oh. This monkey head is too heavy to carry to the surface. Kate's ship sure looks small from way down here. Then we'll take this. I got the monkey head! Well, let's head back to Booty Island. Well, congratulations on your find, Guybrush. Be sure and tell any friends you might have about capsized charters. Ja. See you around the turnpike. Also ich esse gerne mal Fastfood, muss ich sagen. See the world. Gerade wenn der Arbeitstag stressig See war. the world. Sunken galleons. Check it out. See the world. Dann guck mal auf die Schnelle irgendwie sowas. Machen wir schon hin und wieder. Schluck auf Kaffee. Wobei es zwischendrin einmal ganz schön finde. Einfach nur, ich weiß nicht, warum wir den Jojo mitgenommen haben. Well, well, well. I didn't think anyone would ever get the Mad Monkey's figurehead. Can I get the map piece now? Sure, it's yours. Yeah, now I got 2 map sections. Juhu. Ach ja.
aus dem Holz. Ich krieg's nicht weg. So. Achso, habe ich die jetzt natürlich zugemacht, ne? So. What a piece of junk. What a piece of junk. Naja, aber er fährt uns hin, wo wir wollen. Es ist nur meine Burger. Na, Mc's oder Burger schmeckt mir einfach nicht, seitdem ich selber mache. Richtig. Also, ja. Wie gesagt, das sind die Tage, wo ich wirklich gar keine Lust nicht habe zum Kochen. LeChuck, sir. I just wanted to report that we have finished building the new torture chamber you requested. Very good. Do you have anything else to report? No. Well, Überhaupt kein Thema. There is one other small little thing. Muss man ja I nicht. assume this has to do with Guybrush's capture. Hatte ich, bevor ich den Schmarrn hier gemacht habe, auch nicht. Sort of. You've allowed him to Ich find weiß the bis heute noch second nicht wirklich, wie es map piece, funktioniert. haven't you? You fool! You ought to ready your ship and sail after him yourself. Find him or die. Ja. So. Huh. Look about this. Was für ein wunderschönes Ding. What do you want, kid? Oops. Oh, okay. Sorry, I didn't mean to disturb you. Then get out of here. Aber wir haben ja noch die Wette mit dem. Excuse me. Aren't you Guybrush Threepwood? No, my name is Kate Capsize. You must have me confused with someone else. Kate, eh? That's an unusual name. Perhaps you have some identification. My ID is on my ship. Wait here while I go and get it. Nice try, Guybrush. I don't know how you got out of the jail, but I'm taking you back in. Where do you want to go? Wir bleiben da. I'll figure a way out of here. Idiots. Who is this Peepwind character anyway? It's empty. Who is this Peepwind character anyway? Hey, there's some near grog in here. Idiots. Idiots. Fools. I'll figure a way out of here. Hey! Uh-oh. I can explain. Thanks for letting me out of there. You'll have to excuse me if I don't stick around. I've got to find out who framed me. Das war jetzt
Nett. Da ist auch noch eine Gasse. Das sind 2 Gassen. No more bets? Okay, here we go. Sehr nett. Aber für andere kochen als Koch wäre nichts für mich. 7 red. Na, ich lad mal richtig gern Leid ein. Would you like? What you got left? We have money, an invitation to Governor Marley's Mardi Gras party, and a free pass to see the Linguini Brothers Circus. I'd like the money. The money it is. Okay. Place your bets, please. Place your bets, please. All you have to do is watch the wheel go round. Nice. Hello. How you doing? What do you what? Hier hört sich an wie aus dem King Fu. Aus den 70. Bist ein sympathischer Kerl, mit dem man reden kann, findet man nur seltener. Na, ich red immer sehr gerne. I'd like to place a bet. Betting costs money, kid. 1 piece of 8 for 1 game. Oh, yeah. Here. Okay, kid. Which number you want? Okay, I'd like 7 black. Okay, here we go. Das ist ja nett. $20 black. Too bad. Better luck next time. Well, thanks anyway. I hate losing. Excuse me, pal. I want to make another bet. 8 red. 8 red it is. Der hat gar nicht zahlt. Na, ich schnack total gern. Und gerade heute, wenn ich 24 Stunden da 8 sitze. red. All right. You win again. Today is your lucky day, all right. Would you like money again? Yeah. So, jetzt gehen wir dir mal nach. Care to make another bet? Give me the next number. First, give me the password. If this is 2, what's this? 1. Right. The winning number will be 25 red. Thanks. What do you want, kid? What's the next winning number gonna be? First, give me the password. You have to get it right 3 times. If this is 1, what's this? 4? Okay, that's 1 right. 2 more. If this is 4, what's this? 2? That's 2. 1 more. If this is 2, what's this? 5? Okay, you must be a member of the Gamblers Club. But I don't recognize you. No, I was transferred here today. New orders. What? Sorry. I had a flashback there. What I meant was that I just joined today. Oh, okay. The winning number will be 11 black. Okay. Sehr schön.
Ja, ist ja schon der zweite Teil. Den ersten Teil haben wir ja schon in den ersten 5,5 Stunden durchgespielt. Es gibt 4 Teile von dem Spiel. Und ich wollte die alle 4 irgendwann mal im Stream spielen, nacheinander eigentlich und immer Stück für Stück, aber die Community hat gewählt zwischen Monkey Island. Okay, here we go. Hat auswählen können zwischen Monkey Island und Days Gone und sie haben sich für Monkey Island entschieden. Also spielen wir Monkey Island und dann halt alle 4 Teile, beziehungsweise so weit wie wir halt kommen. 25 red. All right! You win again. Today is your lucky day, all right. Would you like money again? Yeah. I think that's enough for me today. Okay, Ralphie. See you tomorrow. Okay, so. Easy money. I'd like to place another bet. Here's 1 piece of 8. Okay, kid. Which number you want? Es soll genau das sein. Like es ist halt okay. viel Amüsement, viel Rätsel, viel Spielerei. Ich mag sowas. Ich bin da total Fan von. Und die Spiele erinnern mich halt an meine Jugend und Kindheit. Wobei Kindheit stimmt ja nicht ganz, aber an die Jugend. 11 black. You're a winner, kid. Which of our fabulous prizes do you want? Take your pick. You can have 60 pieces of 8, or you can have the invitation to Governor Marley's Mardi Gras party, or you can have a free pass to see the Linguini Brothers circus. Well, which will it be? I'd love to have the invitation. He wants Also die the brauchen wir auf alle invitation. Fälle. Kann sein. Thanks. Werde ich trotzdem irgendwann machen, also wenn ich meine Playstation wieder sauber gemacht habe. Care to make another bet? Jetzt mag ich wissen, ob das nochmal geht. Weil der Gate ist. What do you want, kid? What's the next winning number gonna be? First, give me the password. If this is 5, what's this? 4? Right. The winning number will be 4 black. Sehr cool. Geht also nochmal. Ja, ich würde es auf der Playstation spielen, aber meine ist so laut, dass wenn ich jetzt streamen da, das im Hintergrund so laut war, dass das, ja. Easy money. I'd like to place another bet. Here's 1 piece of 8. Okay, kid. Which number you want? I'd like 4 black. Okay, here we go. Da kann man ja jetzt wirklich Geld mit verdienen. Das ist ja Wahnsinn. Mein erstes Spiel war Hexenküche auf PC Schneider C64 mit Kassette, Laufwerk und grünem Bildschirm. You're a winner, kid. Which of our fabulous prizes do you want? Take your pick. You can have 60 pieces of 8, or mein allererster Computer war ein Atari. Da haben wir dann well, which will it be? Give me the money. He picks the money. Well, I'm out of money for today. You're lucky that you won the last of it. Congratulations. Thanks. You can't win if you don't play. Ne, ob du gerade auf PC spielst oder Playstation. Jetzt gerade auf PC. Das gibt's tatsächlich, glaube ich, auch auf Konsole. Aber dann wirklich nur die alten klassischen Variationen, wo du noch Pixel hast. So, jetzt mag ich aber den letzten Preis auch noch haben. What do you want, kid? What's the next winning number gonna be?
First, give me the password. Yeah. If this is 4, what's this? 1? Right. The winning number will be 18 black. Okay. Wir machen niemand halt alles mit, was man mitnehmen kann. You can't win if you don't play. I'd like to place another bet. Here's 1 piece of 8. Okay, kid. Which number you want? 18 war's, I'd like glaub ich. 18 black. Okay, Mein here we zweites Spiel, go. was ich gespielt habe, war Wolfenstein. Super. Das habe ich aber auch in der Schule schon gespielt, den Schmarrn. Das war da. Wir haben das halt. Wir haben es wirklich in der Schule gespielt. Wir haben einen Computer gehabt in der Schule irgendwann. Das war. Aber da war ich dann schon auf der Wirtschaftsschule. 18 black. You're a winner, kid. Your choice is easy this time. You can have a free pass to see the Linguini Brothers circus. Congratulations. Thanks. Well, that's it for me. We're out of money and prizes. We'll be closing soon. Thanks to everybody for playing. Can't we play again? I want to win some more. Well, no. Oh, come on. Hey, what's that behind you? What? Where? Hey. Dass wir da immer wieder drauf reinfallen. Und da war in der Schule war Wolfenstein auf dem Computer. Und dann haben wir halt zum Glück keinen Ton nicht gehabt und dann haben wir den Schmarrn gespielt. Aber volle Lotte. Da hat keiner mehr im Unterricht aufgepasst. Das war absolut, ja. So. Nice. Where'd you want to go? Where'd you want to go? Booty Island. Inventory. Nein. Ah, you have a costume on reserve. Well, that's a different story. Let's see. Your costume is right over here. Den Zombie-Teil habe ich immer Walk this way, please. Wir haben. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Muss ich ganz, oh Gott. Well, here it is. You'll surely be the talk of the party in this. Well, have fun and enjoy your costume. Echt jetzt? Wir müssen ein Kleid anziehen. What a beautiful dress. So. Ja, ich bin ein Fan von Horrorfilmen und Wolfenstein habe ich auch alle Teile. Ja, kann ich nachvollziehen. Glass-bottom boat. Sunken galleons. Wobei ich nie der große... Step up to the line and test your swill. I know you want to volunteer. Oh, me. Sorry, kid. Only 1 plaque to a spitter. Step up to the line and test your swill. Just look at this juicy crowd. Unglaublich. Ja, ich habe halt meine Spiele, ja, ich habe brutal viel. Also gerade von denen Spiele habe ich wahnsinnig viele. Anno habe ich alle Teile. Das ist auch was ich wahnsinnig viel spiele. Is there something I can help you with? You mentioned a party before? Did you bring a costume and invitation? I've got my invitation right here. Well, what do you know? You do have an invitation. Do you have a costume? I have my costume right here. Better put it on.
Well, if you insist, but you'll have to try to restrain yourself. No, not here. Go in the bushes or something. Jeez. Oh, that is nice. And the boots are a nice touch. Okay, I guess you can go through. Okay. Have fun. Ah, sehr schön. That's beautiful. Was ist mein Lieblingshorrorfilm? Mein Lieblingshorrorfilm? Wo geht's denn da weiter? Mein Lieblingshorrorfilm. Ja, es kommt jetzt drauf an, in welchem Bereich Horrorfilm. Es gibt ja da dann auch wieder Unterscheidungen. Leave me alone. Ob mehr so dieses Psychische, dann wäre ich bei The Ring. Den finde ich da sehr schön gemacht, sehr gut gemacht. Wenn es mehr ein bisschen Blut sein darf. Schwierig. Da ist immer noch der erste Freitag, der 13. einer der guten, oder die ich als für mich gut empfinde. Wenn es ein bisschen lustig sein darf, dann finde ich Braindead super funny. Da kann man, ja, wenn man es grundsätzlich nimmt, ist keiner wirklich gut. Oh, what a cute little thing. I'm gonna sweat off 20 pounds in this stupid costume. That makes 3 map pieces, only 1 to go. Thanks. More subtle than most. Yeah, thanks. Not your usual larger-than-life Mardi Gras head. Nope. Probably saved a lot of materials, huh? No kidding. I forgot to put air holes in mine. So, where are all the chicks? Yeah, I thought there'd be some here. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ist das nicht? Smell something? Nice doggy. What's the matter there, Guybrush? This crazy mutt is trying to kill me. I was talking to the dog. Who are you? I'm Governor Marley's ex-boyfriend. She's expecting me. Sure. Oh ja, Dracula mit Christopher Lee, auch ein starker Film. Braindead ist super funny. Won't you empty your pockets? Try and catch me, old man. Oh, look out for that rake. Okay, that's not so funny. Not so easy. Governor, I caught one of your party guests making off with your grandfather's map. Another would-be treasure hunter, eh? Bring him in. In here, Guybrush. Guybrush? Guybrush Threepwood? The one and only Sugar Bear. Of all the parties in all the houses on all the islands Bin of so the ein Fan von alten Caribbean, Serien. The Monsters, Dukes of Hazzard und so weiter. Ja, Serien, da sind meine Frau und ich, wir schauen wahnsinnig viel Serien. Pooper duper. Maybe I should go rake the back 40. Look at us, together again. Boy, we haven't been like this since, Wir haben jetzt vor kurzem die 15. Staffel Supernatural durchgeschaut. Das ist auch was genau für uns. Das war unser Ding. Sehr viel Trauer dahinter, dass es aufgehört hat. War sehr schade. Ich habe nicht aufgepasst. I'd jump out that window to prove my love. Oh, really? Those other women meant nothing to me. Same old Guybrush.
Elaine, take me back. I can't live without you. You're getting warmer. If you won't take me back, just kill me now. Well, that's not the most stupid thing you've ever said. Ich habe lange auf den Weg genommen, lass ihn sein Bier springen. Ich habe eine kleine Arme und brauche eine Seele. Have pity on my poor, broken soul. Oh, Guybrush, I know I shouldn't have anything to do with you, but there's something about your weakness and ineptitude that I find infectious. Does that mean you're gonna let me have the map? The map. Is that what this is all about? I should have known better. If the map's all you care about... No way! Warum tust du das? You'd better go out and get it. Oh my god, Nurse, no way. These costumes, who can tell? That's true. What the? Hey! Dang wind! Come back here! Slippery little devil. Hey! Das war ja so klar. Ah. Bin da mehr so Yogi Bär und The Jetsons von den neuen Scrubs. Mr. Ed. Mr. Ed habe ich auch wahnsinnig viel geschaut früher. Klar. Ja, Mr. Ed. Stimmt. Well, shoot. Ach ja. What can we do about it? Well, we just ask. She's gone. I guess I really made her mad this time. Well, maybe she won't miss this old thing. I think I'm wearing enough women's clothes right now. It's impolite to stare at a woman's chest. It's just a porcelain replica of a chest. I hate that knick-knacky junk. Ja, Mist. Stimmt, das sprechende Pferd. Die haben ja das Pferd zum Sprechen gebracht, indem sie eben Erdnussbutter aufs Zahnfleisch geschmiert haben. Ha! Bark as loud as you want. Filbert's out raking the back 40. So. Also nochmal daher. It's a beat-up metal trash can. Hey, what is all the racket? Don't mess with the governor's cans! Huh. Okay. You again? Who do you think you are? You better just get out of here. No good punk. Hey, come back here. I'm not done yet. If it's not raccoons, it's teenage vandals.
think I need any more. Oh, there you are. Anyway, like I was saying, you heard me? Get lost, transient hooligan. Sehr schön. Das ist Punk. Murder as a horse and a horse, of course. Eine Zeichentrickserie, die fast brutal ist. Nein, das wusste ich nicht. Wobei ich Zeichentricks gar nicht mehr gucke inzwischen. Also wirklich gar nicht mehr. Und wenn mal irgendwo was gelaufen ist, dann war ich inzwischen sehr enttäuscht, dass es keine klassischen 2D-Zeichentrickfilme mehr gibt, so wie früher. Wenn ich mir anschaue, wie heute der Wiki ausschaut, das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was wir mal angeschaut haben früher. Maybe while I'm in the woods, I'll ditch this stupid costume. So. Jetzt könnten wir mal zu dem alten Baum gehen. Weil ich glaube, dass wir jetzt News Inventar No way. Ouch! That really hurts. Ooh, wait a minute. Something very strange is going on here. Do not attempt to adjust your set. Dad? Mom? What are you two doing here? We came looking for you. Where have you been? You came looking for me? But I thought you abandoned me. Why would we do that? We are such loving parents. Yes, we are. So what do you two want? We have some information for you, son. Really? Great! What is it? Well, we're going to give it to you in the form of a song. Oh, okay. Was ist das? Arm bone's connected to the head bone. The head bone's connected to the rib bone. Rib bone connected to the leg bone. Oh my goodness. Leg bone's connected to the hip bone. Hip bone connected to the arm bone. Arm bone's connected to the head bone. Wow, they're good. What the fuck? The head bone's connected to the rib bone. Rib bone connected to the hip bone. Hip bone's connected to the leg bone. I gotta write this down. What the fuck? Da kann ich mich auch überhaupt nicht dran erinnern. Das ist ja sehr schön. Ja, genau, das meine ich. Dass es einfach nicht mehr dasselbe ist. Wie eine Maya. Hip bone's connected to the rib bone. Yikes. What is it? What's wrong? Why did you leave me again? Boo! Well, Chuck, but I killed you. You didn't kill me, you little moron. I was already a ghost when you met me. You just destroyed my spiritual essence. A favor that I will now return. Wow. What a dream. Ja, aber jetzt ist das Ding kaputt. Damn.
Na, ich stehe jetzt nicht auf Tanz, dafür tut mir meine alten Knochen und alten Gelenke zu sehr weh. Ah, bitter Bass. Ich hab gedacht, wir kommen da hoch. Dem war wohl nicht so. Ach so. So. We will go to the ship. We will draw. Where do you want to go? Where do you want to go? Fat Island. Muss mit dann. So, Fische. Very, very sweet. Scheiße. Scooby-Doo war früher ein Traum. Yeah, but nothing gross enough to make you eat yet. Der haut rausmessen. So. Give fish to... Wow! This is the biggest... well, it's almost as big as the Leviathan I just hauled in. Really? Where is this Leviathan? I think you're lying. Yeah, you're right. It was just a fish story. I guess you win. Here, take the pole. So, wir haben eine Route. Dann können wir jetzt versuchen, die Angel zu holen. Die 3 Fragezeichen werden neu synchronisiert. Okay. Where do you want to go? Da war ich mit dem Spätzle bei na? Ja. Ich weiß nicht mehr. Also wir waren im Theater und da haben sie dann die Originalleser vorne gestanden und haben das... See the world. Sightseeing. Sightseeing. Step up to the line and test your swill. I know you want to volunteer. It's Captain Future, oh ja. Are you pirates or not? Ja, wo ist denn jetzt die blöde Karte What eigentlich? was that? Did I hear somebody swallow? Wo ist denn die Karte hingeflogen? Wissen wir noch, wo die Karte hingeflogen ist? Oh, was ist jetzt passiert? Scheiße. Dang. What? Ja. Ja. Kassetten, oh Gott. Wenn du heute einen fragst, wofür man einen Bleistift und eine Musikkassette gebraucht hat, das wissen die meisten nimmer. Ich habe aber meistens Stabilos benutzt, die waren einfacher. So, jetzt ist das Paddel kaputt. Jetzt hoffe ich, dass da oben ein nice Paddel hängt. Nein. Was machen wir, wenn das Paddel kaputt? Ah, okay. Das ist gar keine blöde Idee.
und vor ein paar Jahren einen Blattspieler und Mischpult gekönnt. Wir haben vor ein paar Jahren unsere komplette Plattensammlung verkauft. Wir haben alles weg, was wir noch gefunden haben. Das war auch nicht gerade wenig, ja. Das, Ne, Platten haben wir gar nichts mehr da. Wir haben zwar den Plattenspieler noch da, weil wir so eine große Stereoanlage mit allem drum und dran haben, mit CD-Wechsler und Kassettendecks. Aber Musikkassetten habe ich noch. Und Kassetten, die wir benutzt haben halt zum Aufnehmen von irgendwelchen Sachen. Spezi und ich haben früher eine Where do you want to go? Wie sagt man, eine eigene Radiosendung aufgenommen. Ja, genau. Das sind Erinnerungen, das ist voll cool. Vor allem, weil die Jugend heute wirklich nicht mehr versteht. Da sind sie. Yeah? I'd like to look around a bit. Sure thing. Nee, GIF, zerbrochenes. Excuse me, could you take a look at this? Looks like a massive fracture. You're gonna be using this? I better reinforce it for you. Here you go, boy. Steel shank, alloy splints, Na, jetzt better wird than meine new. Frau bald aufwecken. Haben wir da jetzt ein mörderlich verstärktes Ruder? Okay. Schade, waren bestimmt gute Platten bei. Ja, es war relativ viel Klasse. Oh, verdammt. Zeug dabei, was auch nicht so gutes war. Wir haben etliche Status Quo Alben gehabt, etliche ABBA-Platten, da war viel Zeug dabei. Und wirklich viel Zeug hatten wir von Elvis war viel dabei. Aber da waren jetzt keine besonderen Sachen dabei oder so. Also da war nicht wirklich was dabei, wo man für Geld bekommen hätte. Use inventory, this one to here. Use inventory, this to this Loch. Und jetzt gehen wir da oben drauf. Jetzt könnte das funktionieren. Use Planke. It's already in use. Echt jetzt? Use. Oh nein, müssen wir jetzt so da hochgehen? Das ist bitter. I think I get the idea. Danke. Oh Mann. It's hundreds and hundreds of maps. Richtig, richtig, richtig. Aber ja. Michael Jackson hatten wir nicht eine Platte dabei. Tatsächlich nicht. Da war tatsächlich nichts dabei. Ich bin auch gern auf Flohmärkte gegangen, aber seitdem ist Corona-Scheiß der für ja nimmer. Wir haben dann früher da und ich habe einen ganzen Keller noch mit Scheißdreck voll, wo wir Sachen verkauft haben. Oh, what a cute little thing. Okay, dog. You're coming with me.
Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass er ihn einfach einpackt. Das schockiert mich gerade ein bisschen. Warum hat er den Hund eingepackt? Oh my goodness. Meine Frau will auch, dass ich das ganze Zeug aus dem Keller jetzt dann langsam mal wegschmeiße. Danke, dass du das von alleine machst. Jetzt haben wir schon einen Affen und einen Hund im Gepäck. It's crazy, but it just might work. Hello? Little Guybrush? Good boy! Run along home now. Now that's a good dog. That makes 3 map pieces, only 1 to go. Beautiful. Das ist ja der Wahnsinn. Puh. Back on the ship. Where'd you want to go? Fat Island, I think. Deep within LeChuck's fortress, blah, 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 blah. Largo. Yeah. You called for me? Is it true that Guybrush Threepwood has found the 3rd piece of the map to Big Whoop? Ah, yes, sir. I was about... Why did you not come and tell me yourself? Well, I was trying to confirm that he really... Largo, you have been my trusted henchman for many years. Scheiß I won't Corona halt mal wieder. hesitate to drag your entrails from behind my ship. If you do not bring me Guybrush before he finds Ohne that Kaffee würde ich das hier nicht treasure. überstehen. So, great way, take this one. Ah, das ist ganz schlimm, wenn ich die ganze Zeit Englisch höre, dann haue ich immer wieder englische Sätze raus. Wie gesagt, der ganze Keller voll mit irgendeinem Scheißdreck. Gefühlt 150 DVDs flackern nur unten, die ich dann irgendwann einmal versucht habe zum Verkaufen. Da habe ich eine Comic-Sammlung habe ich gehabt, das ist alles weg. Use Inventar Monkey to Pumpe. Echt jetzt? Ja, ich auch. Also ich glaube, dass wir das komplette Jahr noch damit beschäftigt sein werden, dass wir nicht raus dürfen aus den Wohnungen. Lauter solche Scherze. Oh, das schaut schon sehr modern aus für eine Piratenwelt, oder? Ah, okay. Let's go to the house. To the house.
do you want? I'm conducting a survey. May I ask you a few questions? What do you really want? I'm looking for a map. I knew it. Look, kid. I'm sick of you would-be treasure hunters coming over here. I just inherited this house 2 months ago, and every single day, all I've heard is rap, tap, tap. Do you have a treasure here? Why can't you people just go away and leave a retired pirate in peace? Please? No. Pretty please? I said no. All I want to do is come in for a minute. Leave me alone. I won't touch anything. I'm tired of being hassled. I'm Guybrush Threepwood. Prepare to die. So, you want a sword fight, do you? Sword fighting's for wimps, weenies, and sissies. Giving up so easily? Wow, this game's a cinch. I have a better way to solve a dispute. Real pirates solve their differences with a drinking contest. Ich kann noch mal schauen, ob ich an den Kanton hinkomme und da Listen schreiben. Die schicke dir dann. This is my special grog. Auswendig. Just for contests. Es ist ganz viel Trash auch dabei. Twice the calories. I hate having to waste it. Here's your drink. From what I'm told, nobody can drink the special contest grog without feeling faint. But I've been practicing. You know, most of the treasure hunters just leave when I ask them to. But you're persistent. It'll get you places in life, boy. But it won't get you into my house. All gone. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I can hold my own. You drink first. Oh, you already drank yours. That was fast. Take mine. I'll go get more. On the ship, we had a drink that we couldn't live without. Tastes just like chicken, but it slides down the throat like fire. Burt Reynolds. Burt Reynolds weiß ich nicht, ob was dabei ist. Then the taxes on it were raised. But I needed something else, so I drank Jetzt renn halt nicht immer um den ganzen Tisch um. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I'm a pro. You drink first. Oh, verdammt. Da war noch was drin. Blues Brothers zum Beispiel. Novice. Blues Brothers weiß ich nicht, ob dabei ist. Oh, my head. Da muss ich schauen. Ich glaube, wenn er dabei ist, dann der 2000er, also die zweite Folge. Der zweite Film. Back again, eh? Let's get this over with. Come on in. I'll get us set up. I wish I'd never bought this house. It's only caused me trouble. All these treasure hunters wanting to come in. Okay, let's get on with it. Here's your drink. On the ship, we had a drink that we couldn't live without. It's sharper than a forked tongue, but it's stronger than a mule teeth. All gone. Used to drink it all the time. Then there was a shortage of it a few years ago. But I needed something else, so I drank rum. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I can hold my own. You drink first. Oh, you already drank yours. Yes. Boy, you're good at this contest. Take mine. I'll go get more. You ever tried booze from the West? It's sharper than a forked tongue, but it's got a wonderful aroma. Used to drink it all the time.
Then my supply ran out, and my girlfriend went with it. But I needed something else, so I drank rum. All gone. Sehr Are you schön. sure you don't want to back out? Die Musik ist grandios. Ich stehe total auf Musikfilme. Und was ich auch sehr mag, sind You drink Sportfilme. first. Oh, you already drank yours. Boy, you're good at this contest. Take mine. I'll go get more. You ever tried booze from the West? Makes your lips pucker. But it hurts as it goes down. Never could get enough of that stuff. All gone. Then I realized that I relied on it to get up in the morning. That's why I started Grease war mein drinking erstes rum. Musical. Die Musik feiere ich auch total. Are you sure you don't want to back out? 60er Jahre No, ist thanks. natürlich I'll be auch ein fine. absoluter Traum an Musik gewesen. You drink first. Oh, you already drank yours. You must be thirsty. Take mine. I'll go get more. You ever tried booze from the West? Tastes just like chicken, but it's got a wonderful aroma. Used to drink it all the time. Then the taxes on it were raised. All gone. Oder machen die das von alleine? That was when I Also ich took up klick rum. dahin, wo er hingehen soll. Are you sure you don't want to back Ein out? Teil macht er No, selber. thanks. I can hold my own. Aber ich sage ihm halt, was er machen soll. You drink first. Oh, you already drank yours. Boy, Wie oft you're muss man good das at jetzt this noch machen? contest. Take mine. I'll go get more. I found this great drink from a foreign land. It's smooth as a pirate's savvy, but it slides down the throat like Alter Verwalter, All so jetzt gone. gehst du wieder davor. Used to drink it all the time. Then my supply ran out, and my girlfriend went with it. Ja, das But I erzählst du needed mir jetzt something das else, 16. Mal so oder I so. drank rum. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I'll be fine. You drink first. Oh, you already drank yours. Boy, you're good at this contest. Take mine. I'll go get more. I found this great drink from a foreign land. It's rather sweet, but it hurts as it goes down. All gone. Used to drink it all the time. Then I realized that I relied on it to get up in the Das kann doch morning. nicht sein, wie oft muss man das jetzt So machen? I switched to drinking rum. Ja, Are you sure you Grease don't ist want für to mich. back out? No, thanks. I'm a pro. You drink first. Oh, you already drank yours. That was fast. Take mine. I'll go get more. You ever tried booze from the West? It's sharper than a forked tongue, but it's got a wonderful aroma. All gone. Used to drink barrels and barrels of it. Then I came to my senses. I don't want to So, use all of mach this. jetzt. So I switched to drinking rum. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I'll be fine. You drink first. Oh, your grog's a funny colour. It might have spoiled. Take mine. I'll go get more. My usual drink used to be a strange drink made by cannibals. It's smooth as a pirate's savvy, but it hurts as it goes down. Used to drink it all the time. Then I came to my senses. All gone. My next drink of choice was rum. Are you sure you don't want to back out? Zu fix. No, thanks. Das war zu, I can hold zu my own. langsam. You drink first. Oh, you already drank yours. Boy, you're good at this contest. Take mine. I'll go get more. I found this great drink from a foreign land. Makes your lips pucker, but it's weaker than a sponge soaked in water. All gone. Used to drink barrels and barrels of it. Then my supply ran out, and my girlfriend went with it. So I started drinking rum to fill the gap in my life. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I'll be fine. Haben wir das jetzt geschafft? You drink first.
Ah, hast du die Chilis schon mal probiert? Now it's your turn. Ja, ich esse die auch wirklich. Tatsächlich. Da sind schön scharfe Sachen dabei. Das hat jetzt gedauert. Spinnst du? Use Inventory. Ich möchte jetzt noch gerne den Spiegel da hinten einsetzen. Das geht bestimmt. Jawohl. Just like the trapdoor I had when I was a kid. It won't budge. He certainly does like his rum. 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 Flaschen voll rum, Fässer voll rum, ganz viel rum. Ich raff's nicht. Welches Teleskop denn? Haben wir ein Teleskop? Haben wir ein Teleskop? Wir haben noch gar kein Teleskop, oder? Was? Wo kriegen wir ein Teleskop her hier? Was ist das? When I can see far, you are near. Ups, das war. Ohne. Ohne. Ich habe aber auch lange trainiert, bis ich scharf essen konnte. Das war wohl wirklich... Wo kriege ich jetzt ein Teleskop her? Ah, ich weiß, wo ich ein Teleskop herkriege. Where do you want to go? Ja, das habe ich wohl hier vergessen. Ich glaube, Booty Island war das. Haben wir Ghost River Barbecue-Soße mit Chips probiert. Scheiße, die waren dann nie mehr. Ja, man sollte leicht einsteigen. Also ich habe wirklich angefangen damit, viel Tabasco zu essen, habe dann angefangen, das Ganze zu steigern mit Chilis von Schärfegrad 1 bis 5, schön langsam nach oben gesteigert. Also so eine 10-fach, du sollst da drauf gehen. Du sollst da drauf gehen. Geh drauf. Bis man da dann hingekommen ist, genau, da ist es. Wusste ich's doch, dass ich da was gesehen habe. Put the telescope. Und dann nach unten. Also die sollte man erst essen, wenn man Übung an der ganzen Geschichte hat. Das ist richtig. Aber ich habe, ja, wir haben früher natürlich auch direkt ganz scharfe Sachen gegessen. Da ging es uns dann auch nicht wirklich gut. Aber mit der Zeit dann haben wir angefangen, uns daran zu trainieren. Spätzle und ich sind da relativ gut. Der war dann auch eine Zeit lang in Vietnam unterwegs, in den asiatischen Gefilden. Da hat er natürlich nochmal ganz anders scharf essen dürfen, können, müssen. Und seitdem, weil man verlernt es auch wieder, wenn man lange nicht scharf isst.
Aber im Großen und Ganzen ist gerne scharf, aber das ist übertrieben, wenn es nur noch scharf ist und man nichts mehr anderes schmeckt außer Schmerz. Richtig? Deswegen Übung. Okay. Das geht jetzt? It won't budge. Nö, geht nicht. Hä? That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Wie kann ich das da befestigen? Okay. Da muss man auch erst drauf kommen. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Nein? Okay. Das war schon richtig, denke ich mir doch. Dass ein Spiegel in den Spiegelrahmen gehört. Well, only drink part of it. Tabascos Anfänger haben mir damals einen Löffel auf die Zunge und meine Freundin geküsst. Habe Schein bekommen. Habe schon Soßen aus Australien, Jamaika, China und USA. Aber ich traue mir nicht dran. Ja, es kommt auf die Scoville-Zahl an. Also ich sag, meine Scoville-Zahl, wo ich ohne Probleme... A brick is a brick is a brick. Whoa, oh, fuck. Okay, dann gehen wir halt jetzt doch I'm dieses too short. I'm too short. What?
Whoa! Whoa! Aha, fast. Also wo ich mich richtig wohlfühle, ist irgendwo um die 300 bis 450.000 Scoville, so in dem Bereich. Da fühle ich mich sehr wohl. Wie drehen wir denn das jetzt hier? Whoa! Whoa! Das war aber jetzt ein anderer. Ich raff's noch nicht so ganz. Wir drücken die ganze Zeit auf den falschen Ziegelstein, glaube ich. Aha, wir drücken die ganze Zeit auf den falschen Ziegelstein. Daran liegt's. Nase. Haben eine geile Ghost Pepper Barbecue Soße aus Texas. Die ist kurz übelst scharf, aber lecker. Ja, es ist wirklich so, dass man auch, wenn man es dann trainiert hat, da ist auch noch ein Brandloch. Ich bin aber auch... Whoa! Whoa! Gee, I still can't make heads or tails of it. I think I need an expert. So, ich weiß, wo wir den Expert finden. Müssen wir jetzt durch den Gang gehen? Ja. Es wird hell draußen, das ist sehr schön. Also Chilis haben ja einen Eigengeschmack auch. Meine ich jetzt, ich bin manchmal ein bisschen, nimm es mir nicht übel, abgelenkt. Und wenn man die Schärfe dann mal so weit verträgt, dass man nicht das Kotzen anfängt, dann kann man auch den Eigengeschmack rausschmecken. Und da gibt es halt welche, die sehr fruchtig schmecken und welche, die sehr kräftig vom Geschmack sind. Und jetzt die ich da zum Beispiel habe, die ich jetzt momentan mit anbaue, die Black Scorpion und die Red Scorpion, die haben einen wahnsinnig fruchtigen Geschmack. I can't pick that up. Sorry. I can't pick that up. This is a library. There's a model lighthouse lens inside. Please be quiet. Dann macht das schon Spaß, das Zeug zu essen, ja. Where do you want to go? Ja, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, kann ich das nachvollziehen. LeChuck, sir, I got good news, and I got bad news. The bad news is that Guybrush has found the last piece of the map. Nah, the good news is that I got a plan that can't fail. You see, he must take the map to a cartographer to have it deciphered. I'll head him off before he gets there. If your plan fails... It will not, your voodoo lordship. So, jetzt muss ich dann meine Frau wecken. Ich bin gleich wieder da.
Da bin ich wieder. So. Was, Sambal Oleg benutze ich oft. Das benutze ich auch total gern. Ich mache zum Beispiel gerne einen Gemüsereis, den ich dann rot färbe mit Sambal Oleg, damit man da ist eine schöne Würze mit drin, finde ich. Und da tue ich dann so Zwiebeln obraten vorher oder Erbsen mit rein und sowas. Das finde ich schon richtig lecker. Hast du dann Treibhaus? Die Chilis brauchen ja viel Sonne und Wärme, denke ich. Unser Schrebergarten hat Südseite. Wir haben ganztägig Sonne. Und die Ernte ist zwar von Jahr zu Jahr unterschiedlich, aber sie ist jetzt nicht verkehrt. Oh, shoot. Use inventory. I swear I put it right here. If I don't find it soon, I'm going to lose all the monocle-grabbing muscles in my eye. Ah, that'll work. Thanks. Hi, Wally. Oh, hello, Mr. Brush. Would you mind if I just looked around? No, Und jetzt momentan habe ich so unter Anzuchtlampen stehen. What's this? A map? Looks like only part of a map. I've got the rest of it right here. Very interesting. Can you put it all together into one map for me? I'll do it for you if you'll run an errand for me. Go to the International House of Mojo and ask the fortune teller if my love potion's ready. Okay. I'll try to have this done for you when you come back. Ja, sehr schön. So gedacht, wie will mich der abfangen? Ich bin schon da. Ja, er fängt mich wohl doch noch ab. Aber der kann mich nicht abfangen. Ich habe noch die Voodoo-Puppe. Haha. Creepy, but apparently seaworthy. So. Wir haben zwar auch ein kleines Treibhaus, aber da steht so viel Zeug drin, das ist mehr ein Vorratsschrank inzwischen für Töpfe und Co. Fällt mir gerade ein, dass wir auch so eins haben, ja. Das steht bei uns am Balkon. Back again, Mr. Threepwood? Yes, I'm back again. Wally sent me to pick up some love potion. Yes. Oh, okay. Tell him I said to enjoy, but to be careful. It's powerful stuff. Wouldn't want that little guy getting hurt. Ich finde es total nett. Wait, I just felt Er soll a viel Spaß sudden damit haben. disturbance in the force. As if a tiny, tiny voice just called out in fear and then hastily scratched a message in a table. I think Wally's in trouble. And I think LeChuck has something to do with it. Uh-oh. I better go check. Ja, Ruder halt. Kann man den Flügel eigentlich mitnehmen? Nein. Okay. Oh, egal. Auf ein weiteres. Where'd he go? Someone's hastily scratched a message here. It just says, LeChuck. Oh no, LeChuck's kidnapped the cartographer. The poor little guy. Hey, he has my map. Ja. Wo ist LeChucks Festung, ist jetzt die Frage.
Oh. Wo ist der Jäger? Ach so. Ja, warte. Da geht mal wieder einer. Haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Da ist der Jäger. Auf dein Wohl, Basti. Hashtag mehr Schnaps. Na komm, geh. Where'd you want to go? Ja. Wir bleiben da, weil ich nicht weiß, wo das blöde Versteck ist. Ach so. Gerade eben habe ich es noch gesehen. Gerade eben habe ich es noch gesehen. To the Ghost Pirate LeChuck, care of LeChuck's Island Getaway and Spa. Contents, miscellaneous voodoo supplies. I can't pick that up. Okay. I can't pick that up. So, jetzt sind wir bei fast 10 Stunden. Na, wir sind bei über 10 Stunden schon. Ist okay. Fat Island, Booty Island, Scrap Island. Wie kommen wir jetzt zu der... Ah! I'm so dumb sometimes. Geh rein, hopp. Wir lassen uns dahin schicken. To the Ghost Pirate LeChuck, care of LeChuck's Island Getaway and Spa. I think there's something moving in here. Hey, Rich. I sure could use a hand with this one. Looks like another box of live snakes. Sounds like it, too. Well, let's get it on the truck. Wir sind in Part 3. Ich glaube, das ist auch der letzte in dem Spiel. Ah, Wahnsinn. In the small crate of voodoo supplies that would be his home for the next 5 days and nights, Guybrush is forced to eat bat lungs and eel bladders to stay alive. Eventually, Guybrush and the rest of the slithering cargo are delivered to the very doorstep of the Caribbean's most fearsome villain, living or dead, the ghost pirate, LeChuck. Ah, LeChuck's crate of voodoo supplies. You know, we usually don't deliver out this far, and... You guys bucking for a tip? Well, we figured since... Well, you figured wrong. LeChuck don't tip nobody. Gee. What a butt. What a butt? Was für ein Geizkragen. Die Übersetzung finde ich super. Ick. I hate snakes. Da bist du nicht alleine. So. So, schauen wir mal. Ja. Okay. Sehr sweet. Wally! Mr. Brush, is that you?
Are you all right? It was horrible. They abducted me in my office, brought me here in a duffel bag, interrogated me. Then they... What? What? They took away my monocle for a while. I see. The map, Wally. What about the map? Oh, LeChuck's got it, but who cares? Who cares? Yes, I memorized the whole thing before he took it. It's on an island called Dinky, not too far from here. After you bust me out of here, we could steal a boat and go there. Okay, stand back. Okay. I'm gonna bust down the door. What are you, nuts? Go get the key. He probably keeps it in his office down the hall. I'm gonna go get that key. Okie dokie. Ja, das Leben ist grausam. Aber es ist halt so. Komm. Johnny, geh von meinem Schoß runter. Bitte. So. Schädelrippe. Bein. Ja. Hüfte, Arm, Schädel. Rippe, Bein, Hüfte. Nein, das ist anders. Arm, Schädel, Rippe. It's some kind of strange skeleton statue. Jungs, Inventar. Spucke. Ah. Armknochen, Schädelknochen, Rippenknochen. It's some kind of strange skeleton statue. Nein, das war nicht der Plan. Kommen wir da jetzt wieder raus? Gut. Das ist so schlecht. V? Nein, Inventar. Arm, Schädel, Rippe. Arm, Schädel, Rippe. Nein, das will ich nicht. Arm, Schädel, Rippe. Die können gedreht werden. Nein, das habe ich noch nicht drin. Schädel, Rippe, Bein. Ich kapiere es aber nicht. Wir können das drehen. That doesn't seem to work. Ah. Let's have a look. Woher kennst du Danny und Chris? Chris habe ich kennengelernt über Ceviche
über den Sevi und Danny über Chris. Arm, Schädel, Rippe. Nein. Arm, Schädel, Rippe, das da passen. Bein, Hüfte, Arm. Das ist nicht Bein, Hüfte, Arm. Bein, Hüfte, Arm. Was? Rippe, Bein, Hüfte. Nee. It's too soggy. Schädel, Rippe, Hüfte. Ja. Toll. Use Inventory. Gruftschlüssel? Schlüssel. That doesn't seem to work. I don't think it'll work there. Let's see here. There's some matches in here, and something that says Love Bomb on it. Gruftschlüssel. Kleiner Schlüssel. Was? Wir stehen vor einer großen Tür. There is no way, not even in an adventure game, that I'd be able to get all those locks open. It doesn't seem to open. Okay. Danny kenne ich seit 2015 und Chris durch Raid von 7 FIFA. Und durch Marina und Michael. Marina und Michael kenne ich nicht, aber ich habe sie schon öfters, die Namen schon öfters vernommen. Gerade wenn Danny betrunken war. Pick up the key. Das war ja irgendwie klar. Guybrush Threepwood. You have finally been caught. I have searched every island, sailed every sea, and now you are mine. This one. What do you have to say for yourself? Ich euch eine Adresse geben können. Ja, das ist doch eine schöne Aussage hier. Largo. Yes, sir, LeChuck, sir. Take Guybrush down to the torture chamber and get the machine set up. Yes, sir. Mal wieder. You'll be in a heap of trouble, Guybrush Threepwood. Now that you are mine, you will pay for what you did to me. Hey, what's a little root beer between friends? Silence! There is only one thing more painful than being resurrected from the dead and crammed into a rotting body. Do you know what that is? It is what is about to happen to you. Can't we talk this thing out? You see that candle over there? When it burns through that rope, the bag will fall on the bellows. When it is compressed, it will shoot a single lead bullet, which will ricochet off that pan, then off the shield behind me, bounce off that other shield, finally striking the green balloon. When it pops, it will cause that lever to fall, releasing that ratchet on the chain wheel, and sending you down into the pit of acid. Gee,
Do you know what happens next? Well... I will take your bones, still alive and in great pain, and make them into a chair. I will call it my screaming chair. Every morning I will sit in it and listen to you scream. Any questions? If this is 4, and this is 2, what's this? 1. Gee, I had a million questions a second ago. Think fast. Your time is almost up. How much wood would a woodchuck chuck if it... I'm growing tired of your stupid questions. Prepare to die. Oh, here goes. Inventory. He didn't say what he was going to do to me. An ottoman comes to mind. Use this, this. Boy, this stuff makes my spit thick. Hey, watch it with the spit. 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 Was? Einmal auf die Pfanne? Blase, wo ist eine Pfanne? Hey, watch it with the spit. My mouth is all dried up. Wo ist eine Pfanne? Boy, this stuff makes my spit thick. Kennt Danny doch einen Arbeitskollegen von ihm? Okay. Einmal auf die Pfanne vorne. Ich sehe keine Pfanne. Oh, hier. Hey, watch it with the spit. Wo ist hier? Beautiful. Wir haben das Licht ausgemacht. What be going on in here? Largo, relight the candle. Guybrush has escaped. Find him. Ha! I bet LeChuck is really cheesed off now. Yep. Hey, Wally? Yeah? Where are we? Good question. Müsst ihr da jetzt rumhauen? Ja, genau schon. Gib mir mein Kabel. Da hänge ich dran. Hallo. Danke. Das Schauen ist gerade in meinem Headset-Kabel hängen. War schon in Partys mit und ihn und ohne YouTube hat sich eine Freundschaft entwickelt. Ich finde, Danny ist ein super Typ. Ich komme richtig gut mit ihm klar. Holy skunk sweat! Ouch! Danke. Das ist ja eine super Idee gewesen. Eine ganz tolle Idee. Ach ja. Hours later. Wir haben auch schon ausgemacht, dass wenn das ganze Corona-Scheißzeug mal vorbei ist, dann packe ich mir ein Auto und dann fahre ich darauf. Und Chris durch einen Raid sind ins Gespräch gekommen, weil sein der Torwart beim Club war. Richtig, war er. Fand ich auch sehr nett, als ich das rausgefunden habe. I want my granddaughter to marry a real man, a captain, not a washout like you. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into 4 pieces.
pieces. Okay, let's go over it again, so no one forgets where we buried the treasure. Okay, let's go over it again, so no one forgets where we buried the treasure. Welcome to Dinky Island, home of the treasure of Big Whoop. Ladekabel versus Katze. Ja, so ähnlich. Kopfhörerkabel hier, das da. Oh, no, that's not right. Und Dakota hat sie draufgestellt, weil Kotz ihn wieder genervt hat. Let's make a map and tear it into 4 pieces. Oh, the heck with it. Pretty Polly. Okay, let's go over it one more time. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into 4 pieces. It's a moonshine still. I want my granddaughter to marry a real man. Captain. I can't pick that up. They say anchovies on the top. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? Herman Toothrod, what are you doing here? Oh, hi. I've been waiting for you. What do you mean you've been waiting for me? Our meeting comes at this, the final moment of my existence so far. All else has been in anticipation of this event. Ja, wir haben ja gesagt, dass wenn 60 aufsteigt und Schalke ist ja abgestiegen, dann hoffen wir, dass nächste Saison wieder Auswärtsfahrten. Am meisten Kontakt habe ich zu Rico. Der Rico, Bruder von Chris Rico. Der Nobody. Do you mean to tell me that your whole life has been merely a prelude to meeting me here today? Yours too. But see, already the moment passes. Now our meeting is nothing more than another note in the grand overture to the next passage. Oh. What are you doing here? I'm teaching philosophy here. How many students have you got? Well, none at the moment. But as soon as word gets out that a guru such as myself is teaching at a beautiful locale like this, I'll have to beat them off with a stick. Right here? On the beach? Sure beats a Tibetan mountaintop. I can go surfing when things are slow. What sort of philosophy are you teaching? Neo-existentialist Cartesian Zen Taoism. It's all the rage at cocktail parties this year. I'm looking for a treasure. Have you seen any? There are many treasures here, found and unfound. The beauty of the ocean, for example. Or the treasure of the past, seen in the rings of trees or the half-remembered cacklings of a parrot. Actually, I'm looking for the treasure of Big Whoop. Big Whoop? I'm afraid Ja, da I am ist, not familiar with that one. Kontakt vorhanden, aber den kenne ich auch nur über Chris und dann halt auch nur über die Streams. I think I have better things to do than talk to you. I think you will find that the concept of better things is the frailest of illusions. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? Okay, let's go over it again, so no one forgets where we buried the treasure. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? There's a little dent in it where I hit my head. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? Ja, It's shaped like a giant pencil. wenn das möglich ist. Was war da? Achso, nee, der schaut aus wie ein Bleistift. So, wir gehen mal zu Dschungel. Ach du Scheiße. Warte, was? Yuck. No, they smell like anchovies. I want my granddaughter to marry a real man. Captain. Yuck. No, they smell like anchovies. Okay, let's go over it again, so no one forgets where we buried the treasure. Hey, there's a cracker in here. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into 4 pieces. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into 4 pieces. Oh, no, that's not right. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into 4 pieces. And due east from the pond
on to the dinosaur. Oh, no, that's not right. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? Okay. Nein. Was? Dann zerschlagen wir die Flasche am Stein und füllen Martini-Glas mit Wasser aus dem Ozean. Das Glas mit Wasser schütten wir in die Destillerie. Okay. Wir haben also hier am Strand noch zu tun. Use, Inventar, Flasche mit Stein. Use, Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into 4 pieces. Ozean. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? The distillery. That seems to have gotten most of the salt out of it. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into 4 pieces. Okay, let's go over it again, so no one forgets where we buried the Das treasure. Spiel ist definitiv dicht und erreichend. Ich habe keinen Plan, um was es geht. Ist wie ein in die Länge gezogener Comic. Ja, so mehr oder minder. Mir gerade ganz wichtig, weil sonst geht was in die Hose. Nee, falsch. Hierhin ist das hier. Ich platz gleich. Sehr, sehr schön. Meine Frau hat mir einen warmen Kaffee hinterlassen. Ach, schön. Sie weiß, was ich brauche. Meine Frau weiß, was ich brauche. Dann kann ich das jetzt wieder runter machen. Halt. Da wieder her. Es gibt ein Bud Spencer Spiel. Faszinierend. Ein Bud Spencer Spiel, das kenne ich gar nicht. Ja, das ist ja überarbeitet. Das war ja vorher alles viel pixeliger. So. So. Let's go. Mehr Dschungel. Ja, wunderbar. Da gehen wir hin. What this? Pick up this. I can't reach it. Wie kommen wir an einen Beutel? Langsam merke ich den Rücken, aber okay, kriegen wir schon hin. Use Inventar. Oh, toll, mehr Kekse. Wir haben mehr Kekse. Guten Morgen, X-Gamer04. Schön, dass du wieder da bist. Hast ausgeschlafen? Das ist eine gute Frage. Wir sind ja erst bei 10:45, weil eine Stunde müssen wir abziehen.
Ich weiß auch nicht, ob ich es Vollgas... ich hoffe, dass ich es durchhalte, aber okay. Polly wants a cracker. Polly wants a cracker. No, that's not right. Polly wants a Ah, cracker. okay, ihr kennt euch. Okay, let's go over it again, so no one forgets where we buried the treasure. So. Ach so, nee. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into 4 Was habe ich pieces. jetzt? Head due east from the pond to the dinosaur. Schachtel, Keks, Head due Keks. east from the pond to the dinosaur. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? No, that's not right. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into 4 pieces. Okay, let's go over it again, so no one forgets where we buried the Muss treasure. später Rivals, gar North keinen from Bock. the dinosaur to the pile of rocks. Och, Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? musst du Gee, noch, Captain Marley, musst noch where should we freispielen bury für? the treasure? Oder North from the dinosaur to the pile of rocks. Head due east from the pond to the dinosaur. Head due east from the rocks to the X. Head due east from the rocks to the X. okay, wir brauchen Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? Osten zum Dinosaur. Das ist dann wahrscheinlich hier. Ne? Nie ohne Wasser waschen. TNT. Well, it doesn't seem to open. Wir haben auch ein Messer irgendwo. Natürlich haben wir das Messer jetzt nicht mehr. Ist ganz komisch, oder? That doesn't seem to work. Okay. Geh nach Osten bis zum Dinosaurier. So, also weiter nach Osten. Das Spiel ist an die alten Filme angelegt, von Western bis zu die Polizeifilme. Okay. Müsste ich mal schauen, ob ich das finde. Da hat mich schon reizt. Bis zum Saurier. So, dann gehen wir Richtung Norden. Bis zum Steinhaufen. Warum musst du noch Rivals spielen? Bis zum Steinhaufen und dann gehen wir wieder nach Osten, glaube ich. Ah, beautiful. Oh, you meant this treasure. Well, why didn't you say so? You could have come by the shortcut like I do. Shortcut? Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into 4 pieces. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? Toll. Use Inventar. Wir haben aber die Schaufel noch, habe ich gesehen. Das erste Drum, was wir geholt haben. Ah. I've hit cement. So, was haben wir denn noch alles? Wir haben Unmengen Geld. Ich hätte jetzt gern das Seil. No way. Wait. Oh, nee. Es kommt schon hin. Wie komme ich an das Seil? Mehr Dschungel. Mehr Dschungel. Mehr Dschungel. Mehr Dschungel. Ist ein Jump'n'Run, viel Schlägereien, Schießereien und dumme Sprüche. Und als Bonus ein Soundtrack, der auch im Spiel läuft. Sehr gut. Ich mag die Musik von damals aus den Filmen. Ist grandios. Lalalala. Ich habe mich verlaufen. No, east, more
West now, oder? Callbox. Ich habe mich verlaufen. Wir laufen einfach mal weiter. Okay. So. Ein Jump and Run, ja, da weiß ich nicht. Jump and Run war nie so ganz meins, aber versuchen könnte man es. Kannst du das einfach so picken? I can't pick that up. Open Schachtel. I'll just take this rope off of it. Hey, it's nailed shut. Use Inventar, wir haben ein Brecheisen. Komm, das geht, oder? Hey, dynamite, just like it says on the side. Gut. Jetzt gehen wir aber zurück. Und nehmen die Abkürzung. Sehr schön. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? Use Inventar. Dynamit haben wir gerade gefunden. Das nehmen wir natürlich gleich her. Mit Dynamit im Loch. I don't think it'll do much good unless I light it first. Use Inventar. This and That's this. the last match. Use. Great Scott! That came from the direction of Dinky Island. That idiot must be messing with my grandfather's Ja. treasure. Ugh, I better get over Das there. trifft's ganz gut. Die Musik ist. Ja, trifft's wirklich sehr gut. Use Inventar. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir ein. I don't think it'll catch on there. Use Inventar. This and this. There. I think that'll hold. Use Inventar. Nein. Inventar. Use this. Okay. Das ist komisch gesagt in die Richtung von dem Spiel, von der Grafik. And you showed up about 3 days later. Oh, Will you help me schön. now? Anything to shut you up. That has to have been the longest story I ever heard. Oh dear. Wunderbar. Nur, dass man erschießt und sie schlägt. Ja, wäre jetzt bei dem Bud Spencer Spiel falsch, wenn es nicht so war. Da die behaupten. Da die mal so behaupten. I can't see a thing. Boo! Hello, Guybrush. Hello, LeChuck. You won't escape me this time. Oh? Why do you say that? Even if you were to escape, I would always be able to find you again. We are bound to one another. Like soup and salad? Not really. More like Ja, es ist brothers. grundsätzlich I hört sich das schon nett am your an. brother. No. That's not true. That's impossible. Search your feelings. You know it to be true. Ja, ich glaube schon, das kann schon sehr witzig sein. And I brought a little surprise for you. Also du bist mein Bruder. Das war schon Überraschung genug für einen Tag. Wirklich, ein Geschenk. Würde es mir gefallen. Am I going to enjoy this? No, but I will. Is this going to be anything like Pin the Tail on the Donkey? Something like that. This is a voodoo doll.
which I'll be using to torture you. And then send you screaming to another dimension, one of infinite pain. Observe. I'll do anything. Just please don't do that again. Okay, how about this? That was exhilarating. Let's have some more fun, shall we? Please, no more. Okay, time to send you screaming to a dimension of infinite pain. At last, I'm rid of that pesky little wimp Guybrush. Kann ich mir vorstellen. Hey, I'm alive. Hey! I thought I was a goner. Oops. Strange. There must be something wrong with my voodoo doll. It was supposed to send you to another dimension, not the next room. Shoddy materials, I'll bet. Well, I guess I'll just try it again. No. That's okay. Crucifix. Holy cow, these are my parents! This looks loose. Sehr schön. Oh, there's stuff in it. It's a pair of surgical gloves. Oh, schön, wir haben Handschuhe. There's a syringe in here. Okay. Was? Was? Aha! Caught you! Let bygones be bygones. Oh Gott, wo kommen wir denn jetzt raus? Ja, Scheißspiel. Wie gesagt, ich feier's total. Es ist halt alt. Jetzt sind wir wieder da. Wer wollte denn dahin? There's loads of root beer in here. So, wir haben Malzbier. What? All of them? Nein. They're little generic voodoo Cupid dolls. I'll just take one. There's loads of root beer in here. Aha! Caught you! Let me explain. Dotterbarting. Kaputte Schatztruhe. Boy, what a jip. What do I want with a bunch of bits of broken treasure chest? Schon hinein. Ja, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen spazieren hier, dann gehen wir wieder da rein. Dann lucken wir noch hier rein. There's loads of root beer in here. One bottle of root beer should be sufficient. So, was haben wir jetzt alles Neues dazugekriegt? Okay. Falsch.
Hey, there's only one balloon in here. So, und was machen wir damit? Wir gehen zum Elevator. Gut. Nachdem wir den Operationsanschluss... Okay. Use Inventar. Mit Heliumflasche. Use Inventar. Luftballon vielleicht auch noch. Use Inventar. So, das haben wir mit 2. Ein Hebel links. Achso, nee. Hey, Guybrush, it's voodoo time. Okay. Wait a second. Wait a second. Ich habe den womöglich gesehen, aber ich habe so viele Filme gesehen, dass er mir jetzt so in dem Sinne nichts sagt. Okay. Aha! Gotcha! Okay. Let me explain. Schon. Drücke Knopf. Gehe da rein. Use. Hey, Guybrush, it's voodoo time. Ow! 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 Hey! I can't pick that up. Well, it doesn't seem to open. It's nailed shut. Ja, aber wir haben doch ein Brecheisen. Haben wir nicht mehr? Ne, wir haben kein Brecheisen mehr. Guten Tag, Herr Meier. Wunderschönen guten Morgen. Ausgeschlafen? This is hauntingly familiar. Oh ja, das kommt mir auch schrecklich bekannt vor. Öffne Absperrung. That would be unlawful. Ooh, a circus. I love a circus. Ja. Die vertrockneten Bar. Ah, okay, warte. The street is closed off. Ja, und dann kommen wir hier nicht raus. The street is closed off. Okay. Guten Morgen, Axel. Grüß dich. Auch wieder da. Ausgeschlafen. Now you're gonna get it. There's no need for violence. Lecker, so langsam. Dann muss man schauen. Ja. Komm, ich komme dir sogar entgegen. Give. Now you're gonna get it. Let bygones be bygones. Hey. Now you're gonna get it. I know you're upset. Hold on. Ach, kurz lesen, das geht aber schon sehr schnell.
So. Wo bleibst du? Wo bleibst du? Komm. Hey, Guybrush. Here, try this. Ugh. Now, isn't that better? Not be hasty. Taschentuch mit Ruderpuppe. That doesn't seem to work. Dann brauchen wir den Schädel. That doesn't seem to work. Was? Ach so, GIF. That doesn't seem to work. Nein. Well, that's one ingredient. Well, that's one ingredient and the doll. That's two ingredients in the doll. That's three ingredients and the doll. Was brauchen wir noch? Irgendwas, was wir nicht haben. Now you're gonna get it. Can't we talk this over? Hold on. Mal schauen, ob ich nochmal einschlafe. Ja. So, wo finden wir jetzt Unterwäsche? Aha. Let's discuss this like rational adults. Ich war doch schon weg. Ich war doch schon weg. Die Unterwäsche verpasst. Okay. War das hier? Nein, war nicht hier. It's out of order. Aha! Caught you. Let me explain. I know you're upset. Jetzt muss ich da wieder hinfinden. Teil 2. Oh, und Ende der Ding. Now you're Danke. gonna get it. Teil 2. 5,5 Stunden für den ersten und seitdem am zweiten. Sage ja, ab dem zweiten läuft's nicht mehr so flüssig. Ah, super.
Oh, wait back. Ah. Hey, Guybrush, it's voodoo time. Let me explain. You're upset. Sehr schön. Use Inventar. Wo ist sie? Uah. Da sind ja gelbe Flecken drin. Okay, brother, watch out, because I've got my own doll now. Now you're gonna get it. Let's discuss this like rational adults. Oh, ich bin einfach zu langsam. Hey, Guybrush, it's voodoo time. Better not. Let's bury the hatchet. I don't think LeChuck's close enough for it to do anything. I'd get everything all sticky. Better not. I'd get everything all sticky. Wo bleibt er denn? Ja, das ist korrekt. Ist wirklich... Wo bleibt er denn jetzt? Nee, ich habe kein C4. Ich habe auch das Dynamit nicht mehr. Das haben wir ja gerade eben schon verbraucht. Aber irgendwie kriegen wir auch LeChuck ein zweites Mal down. Weil wir gerade rausgefunden haben, dass er mein Bruder ist. Zumindest hat er das erzählt. Jetzt braucht der Pfeil lang, um herzufinden. Die ganze Zeit ist es schnell da gewesen. I don't think LeChuck's close enough for it to do anything. Na, wo bleibt er denn? Mein Freund und Kupferstecher. Brüderchen! Bruderherz, where are you? Brother, where are you? Du weißt jetzt schon, dass ich es bereue, dass ich da rausgehe. Now you're gonna get it. Let's discuss this like rational adults. Es ist so affig. Aha! Gotcha! No, that's pretty good, Guybrush, but not good enough to stop me. Okay. Hey? Oh, it's you. What, that again? Oh, look at me quaking in me booties. I laugh at you and your puny voodoo tinkerings. Aha! What are you gonna do now? I can take it.
I wonder what would happen if I tore the leg off this thing. Oh. Das ist doch nicht wahr. Wo kommt der Hund her? What? Come over here. No way. I'm not that stupid. But I want you to take my mask off. See the true face of your brother. Tun wir das? Oh, Ja, okay. All right. I'm coming over. Gently now. Remove my mask. What the God, fuck are you? You're my creepy brother Chucky. What? Did you think I was kidding before? Why have you been chasing me all over the place? Our mother told me to hunt you down. When our mother told you to hunt me down, did she actually mention killing me, or was that your idea? Look, Guybrush, could you help me out? Stick the leg back on the doll, okay? Will you promise not to hold me down and spit on me anymore? All right, I promise. Anything, just put my leg back on. Hey, you kids! You're not supposed to be in here. Ah, so there you are. What the fuck? What's going on? We're scolding you for running off. Your mother and I were very concerned. Thank you for hunting down your brother like we asked, Chucky dear. You boys didn't get in any trouble now, did you? No, sir. Good. I wish you wouldn't run off like that, young man. We were worried sick. You don't know what kinds of murderers and ne'er-do-wells might be hanging around a place like this. Brian hat heute Abend wieder neue Gesetze gerade gelesen. Langsam ist nervig. Jeden Tag neue Regeln. Oh Gott, da muss ich dann auch noch nachschauen. I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. I don't have to worry about stuff like that. Of course, dear. But please be careful. Well, come on then. Let's go ride the madly rotating Buccaneer. Yeah. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Teil 2 ist fertig. Nach über 11 Stunden ist Teil 2 fertig. Puh. Naja. Ich bin nur verwundert, dass... dachte, das sind Piraten, vorhin das Telefon am Baum und jetzt ein Riesenrad. Ja, da läuft's drauf raus. Über eine Minute Delay schon, Kinders. Über eine Minute. Ja. I wonder what's keeping Guybrush. Oh, I hope LeChuck hasn't cast some horrible spell over him or anything. Ja, wer ist sie dann, wenn die zwei Jungs Brüder sind?
Und merci für so in so früher Stunde 6 Zuschauer und 3 Likes. Naja. Ja, da läuft, es bleibt bei Wir haben das zweite Spiel durch. Da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, der Wahnsinn. Der Kaffee ist schon wieder alle. Ah. Die sexy Stiefschwester. Ist die Mutti. Na, bitte nicht die Mutti. Ist ja seine ehemalige Freundin. Step Bro, I'm stuck, so in die Richtung. Ja, ganz toll. Für Teufel. Axel, das ist Pfui. Huh. Manager Financial Planning and Analysis Bill Murphy. Studio Analysts Doc Jackson and Angelique Mendoza. Controller Naomi Kim. Assistant Controller Lise Bauer. Sehr schön. Accounting Manager Laurie Ann Tretasco. GL Accountant Mabel Vista. Human Resources Senior Human Resource Manager Blair Kappert. Na schön. Ja, Wahnsinn. Der dritte Teil? Was? Jetzt kommt der dritte Teil. Wir haben noch 2 Teile vor uns. Der dritte ist Escape from Monkey Island oder The Curse of Monkey Island. Da muss ich nachschauen, ich weiß es gar nicht. So, hier. Ja, natürlich. Die ersten 2 haben wir durch. Dahin. Na komm schon. What the fuck? Das wollte überhaupt keiner. Jetzt geht mein Handy nicht mehr. Wenn Bayern Englisch reden, der Traum. Ja. Monkey Island. Reihenfolge. The Tales of Monkey Island, The Secret of my Special Edition. Nein, hier, jetzt kommt The Curse of Monkey Island. Danke, Lodder, yes. Genau, der hat's uns versaut.
Der hat uns für alle Zeit versaut. Ja, Wahnsinn. I believe I spider. Ich glaube, ich spinne. Ich bin fasziniert, dass das immer noch läuft und der andere immer noch pfeift. Wenn ihr es nichts gehört habt, habe ich nichts gesagt. Und wenn ihr es gehört habt, dann ist ins Mikrofon rülpsen asozial und es tut mir leid. Ach ja. Gut. So, Spiel beenden. Jetzt habt ihr wieder die Pinkelpause-Kamera. The Curse of Monkey Island wird gestartet. Jetzt könnten wir wirklich wieder in Pixelgrafik zurückverfallen. Ja. So. Aber jetzt wird's spannend. Oh nee, was habe ich getan? Das funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Das geht wieder nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kämpfe, Kinders, ich kämpfe. So. Wir schaffen das wieder. Wir haben es vorhin auch geschafft. So, jetzt geht Fenster 1 auf, jetzt geht Fenster 2 auf. So. MI3. Nee. Ich hätte gern genau das eine, was jetzt nicht da steht. Aber da komme ich jetzt nicht rüber. So, ihr hört es ja schon. Also hoffe ich. Nee, das stimmt halt alles nicht.
Das möchte ich entfernen. Und das möchte ich auch entfernen. Ah, kann sich nur um Stunden handeln. Womöglich. Ich versuche dabei das Spiel hier zum Laufen zu bringen. Nein, du sollst... Stopp. No, nicht anfangen. Ich sprenge euch in die Luft, ihr miesen Hunde. Ihr Können wir werdet bitte... den Tag noch verwünschen. Hallo. Hinfort, ihr Mistkerle. Ich würde Zeit gern zu sterben. umstellen auf Fenstermodus. Bitte lass mich doch mal... Ihr trinkt Kielwasser und eure Mütter ziehen euch an wie Weiber. Nehmt dies. Mal sehen, wie euch das hier gefällt. Ja, ja. Ich lege eure Festung in Schutt und Asche. Ja, ich hab's verstanden. Halt die Klappe. Ich fühle mich, als könnte ich die Welt erobern. Bleib, wo du bist. Ich bin Guybrush Threepwood. Wer bist du? Ich bin der böse Pirat Blutnase. Der gemeinste Unhold, der jemals unter dem Banner des Todes gesegelt ist. Ich kau dir deine Nase ab, kaum dass ich dich gesehen habe. Okay. Trägst du einen falschen Bart? Es tut mir leid, dass ich Blutnase, euch der nicht... Pirat würde niemals einen falschen Bart tragen. Tust du doch. Er ist an deinen Koteletten angeklebt. Genau genommen ist es ein Qualitätsbart aus den Brust- und Rückenhaaren von echten Piraten. Ich hoffe, er wächst an, wenn ich ihn eine Weile nicht wasche. Hey, warte mal. Du bist kein Pirat. Wally! Erkennst du mich nicht? Ich bin Guybrush Threepwood. Oh, sowas. Hallo, Mr. Wood. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir Gefangene in LeChucks Labyrinth. Ja. Warum heuert jemand wie du auf einem Schiff der lebenden Ich kämpfe Toten noch. an? Nun, Mr. Brush, zuerst hatte ich meine Zweifel. Aber dank der Seminare Weil und ich's noch nicht als Fenster Motivationsvorträge auf von LeChuck hab. und der Ich könnt- Papageien-Audiobücher Oh, ich bin ich ein bösartiger Pirat könnte es als geworden. Bildschirmaufnahme Sie können das probieren. auch. Fragen Sie mich wie. Nö. Geht auch nicht. Achso, jetzt muss ich den wieder irgendwas fragen. Ich bin nicht in der Stimmung für eine Verkaufsveranstaltung. Hier. Nehmen Sie wenigstens das hier. Sie werden Ihre Meinung vielleicht noch ändern. Es war schön, mit dir zu sprechen. Ihr in der Festung! Euer Ende ist nahe! Irgendwie lässt mich diese ganze Gewalt abstumpfen. Ich möchte gern irgendwie Optionen haben oder so. Ich weiß, dass ich immer noch Pinkelpause eingeblendet habe. Ich krieg das Spiel nicht zum dahin, wo ich es haben will. Ich muss es erst in den Fenstermodus kriegen und das kriege ich irgendwie nicht. Ja. Piratenliteratur, das ist doch alles scheiße hier. The Curse of Monkey Island. Öffnen. Ich hätte gerne... Fängst jetzt wieder von vorne an, oder?
Stimme als würde SpongeBob einen weiß machen, dass er in Hells Angels. Schwarzer Bildschirm. Ja, ich weiß, schwarzer Bildschirm. Weil keine Optionen bekommen. Ich muss hier raus und Elaine helfen. Wenn ich nur durch diese Tür kommen könnte, dann könnte ich leicht die bewaffneten Wachen oben überwältigen, über Bord springen und ans Ufer schwimmen. Hör auf zu murmeln, Gefangener! Okay. Optionen. Nein, das ist ein... Ich spreng euch in die Luft, ihr miesen Hunde! Ihr werdet den Tag noch verwünschen! Bleibt zurück! Bist du nicht ein bisschen kurz geraten für einen Piraten? Hüte deine Zunge, Gefangener! Oder ich hüte sie Kinder, für dich. ich weiß nicht, was ich machen soll. Es war schön, mit dir zu sprechen. Hinfort, ihr Mistkerle! Zeit zu sterben! Wie kann man denn noch gegebenenfalls irgendwas aufmachen? Leertaste ist Pause, das haben wir ist auch schon mal schön. Kielwasser und eure Es ist ein altes, kurzes, durchgescheuertes Seil. Mein Ernährungsplan enthält schon... Es hat sich in all den Trümmern... Nehmt dies! Untertiteltempo. Nein, das will ich auch nicht. Nein, das will ich auch nicht. Mal sehen, wie euch das hier gefällt. Ich gehe jetzt einfach mal jede Taste. Okay. Ich lege eure Festung in Schutt und Asche. Vielleicht finde ich noch irgendwo Optionen, dann wäre das sehr schön. Ich fühle mich, als könnte ich die Welt erobern. Ich habe Optionen gefunden, Kindes. Mal Stunden später. Okay. Sprache, Untertitel, beides. Effekt, Lautstärke, tralala. Hilfe. F5. Menü zum Speichern laden. Textzeile überspringen, Punkt. Zwischensequenz überspringen, ESC. Leertaste, Pause. 0 bis 9, Gegenstand 1 bis 10 laden. Gegenstand 1 bis 10 speichern. Beenden, Vollbild umschalten. Alt, Enter. Das ist doch mal eine Idee. Alt, Enter. Jetzt müsste ich es hinbekommen. Und ihr in der Festung! Euer Ende ist nahe! So. Irgendwie lässt mich diese ganze Gewalt abstumpfen. So. Ups, das war eins zu weit. Ihr habt's geschafft, Kinders! Stunden später. Und ja, diese zwei Balken rechts und links habe ich auch. Es hat sich übrigens noch nichts verändert. Ich bin die ganze Zeit hier. Nee, hier. Talk. Talk. Bleib, wo du bist! Willkommen beim dritten Teil von Monkey Island, genannt The Curse of Monkey Island. Stunden später. Jetzt habe ich hier wieder einen Fehler. Das muss nämlich hier rüber. Und dann das oben drauf. Geschafft. Nein, doch.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Du klingst ziemlich hart. Ich bin so hart, dass ich den Klabautermann auf der Seemannsschule Kiel holen ließ. Ist der Haken echt? Natürlich ist er echt. Ein bösartiger Hai riss mir die Hand ab. Was war das für ein Kampf? Ich erinnere mich. Es ist eine Attrappe. Ist es nicht? Nun, okay, es ist eine. Weißt du, ich habe meine Hand noch nicht verloren. Das ist eine Art Trainingshaken. Ach. Ich trage ihn nur, um mich an das Gefühl zu gewöhnen. Kapitän LeChuck sagt, dass er meine Hand abschlägt, sobald er ein bisschen Freizeit hat. Ich habe jedoch einen eingerissenen Fingernagel. Puh. Er wird sich vielleicht entzünden. Hey, warte mal. Du bist kein Pirat. Wally! Erkennst du mich nicht? Wally kennen wir übrigens aus dem Streetwood. zweiten Teil. Oh, sowas. Hallo, Mr. Wood. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir Gefangene in LeChucks Labyrinth. Warum heuert jemand wie du auf einem Schiff der lebenden Toten an? Nun, Mr. Brush. Zuerst hatte ich meine Zweifel. Aber dank der Seminare und Motivationsvorträge von LeChuck und der Papageien-Audiobücher bin ich ein bösartiger Pirat geworden. Sie können das auch. Fragen Sie mich wie. Hast du irgendwelche Literatur da, die ich mir ansehen kann? Hier. Dieser Handzettel erklärt die Grundphilosophie, der ich folge. Ich bin nicht in der Stimmung für eine Verkaufsveranstaltung. Lass mich frei, Wally. Ich kann nicht, Mr. Brush. Ich bin jetzt der böse Pirat Blutnase. Und außerdem, selbst wenn du an Deck kommst, würde LeChuck dich in Streifen schneiden. Was ist hinter dieser Tür? Hinter dieser Tür verbergen sich LeChucks Schätze. Dort gibt es Haufen und Stapel von Gold und Silber. Er hat seine gesamte Beute zusammengebracht, um sie Elaine zu geben. LeChuck ist davon überzeugt, dass er Elaines Liebe kaufen kann. Aufwachen, Wally! Für dich immer noch Blutnase, du gemeiner Seehund. Du bist als Pirat ein Versager. Halt die Klappe, du gelbbäuchiger Schmeißfisch. Noch ein Piep und ich buchte dich ein. Du und welche Kriegsflotte? Du anstößiger Mistkerl. Noch ein Wort und ich zeige es dir. Du bist ein Kartograf und kein Pirat. Bin ich nicht. Ich bin ein böser Pirat. Du hast "Ich liebe Karten" auf dein Hemd gestickt. Das ist Zufall. Nun sei ruhig, bevor ich dich mit Blei fülle. Du hast nicht den Mumm. Das reicht. Ich werde dich zerfetzen. Ich werde... Oh, Wenn ich gerade zurückdenke und ich kann es einfach nicht. mir klar mache, wie sehr wir damals diese Grafik gefeiert haben und wie es jetzt in den Augen schmerzt. Ich bin nicht grausam oder blutrünstig oder hasserfüllt oder sonst was. Ich bin nicht einmal... Ich bin nicht einmal unfreundlich. Oh. Ach, ist ja schon gut. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Nacht, Basti. Schön, dass du mich die ganze Nacht auf Trab gehalten hast. Schlaf gut.
Und hast du dir verdient. Okay, so. Wir nehmen jetzt mal das Halteseil für die Kanone. So einen großen Knoten könnte ich nie lösen. Dann nehmen wir halt den Plastikhaken. Nehmen das Seil. Es hat sich in all den Trümmern verheddert. Ich kann es nicht aufheben. Kannst du eine Kanonenkugel mitnehmen? Sie sind zu schwer zum Tragen. Untersuche Plastikhaken. Nutze Ich brauche keinen Haken zu tragen. Ich habe 2 gesunde Hände. Ja. Ich kann mich nicht an der Kanone vorbeizwängen. Okay, dann gehst du halt wieder rein. Wie ist Usen mit? Untersuche Plastikhaken. Ja, ich komme nicht ganz drauf. Wann streamst du wieder? Ja. Bis heute Abend erstmal durch. Und dann muss ich schauen, dann wird es erstmal wahrscheinlich bis Montag ganz ruhig sein und dann muss ich schauen, wie es mit der neuen Arbeit läuft. Wie ich da rauskomme und dann kann ich mir da wieder Pläne machen. Nimm Halteseil für Kanone. Ist Halteseil für die Kanone. Untersuche Halteseil für die Kanone. Ja, momentan ist sehr fraglich, wie das läuft. Ist das Halteseil für die Kanone. Ja, ich möchte, dass du das aufmachst. Nimm Ladestock. Ja, ist richtig. Ah ja, okay. Der passt in die Hose. Wunderbar, dass der da reinpasst. Nö. Also ich weiß ja, wie ich die Tür aufkriege, aber dafür müsste ich dieses Halteseil lösen. Ich weiß noch nicht, wie ich das lösen soll. Das kann ich nicht durchkauen. Ach, schade. Heliumballons, Piratenliteratur. Das Seil einzuhaken würde nichts bringen. Das Seil einzuhaken würde nichts bringen. Ich war nie gut darin, Schlösser zu knacken. Aber ich bin immer noch ein mächtiger Pirat, das kannst du mir glauben. Das muss nicht geladen werden. Das muss nicht geladen werden. Piraterie nach Art des LeChuck. Kapitel 1. Wie man mehr als 15 Mann auf des Totenmanns Kiste bekommt. Okay, ja, ich glaube, das Spiel hätte ich nur für 2 Minuten installiert. Na, wie gesagt, grundsätzlich mag ich diese Spiele, ja. Hey, das war ganz schön knapp, Kumpel! Pass auf, wo du hinschießt!
auf meiner. Achso, ich bin zu weit rüber gekommen. Okay. Kurz lesen. Es gibt Nachteile, wenn man im Fenstermodus spielt. Hoppla! Wenn du so weitermachst, werden wir alle getötet! Noch einmal! Es ist, als wärst du keiner von LeChucks bösartigen Lakaien! Die Festung, du Narr! Ziele auf die Festung! Tu ich doch. Wende zurück auf die... Das war ich. Entschuldigung. Wer bedient diese Kanone? Halte weiter vor, du Idiot! Hör auf damit! Das ist nicht so einfach. Das tut mir leid. Ich werde langsam ziemlich gut darin. Nein, wirst du nicht. Fies. Die ganzen Knochen und all das Zeugs treiben auf das Schiff zu. Gut, dann schau noch mal da raus. Nun, diesmal haben Sie sich mit dem falschen Totenkopf angelegt. Damit komme ich ran, aber ich finde keinen Halt. Okay. Wenn ich erst einmal den Kanonier in die Finger bekomme. Wenn ich erst mal meine Finger in die Finger bekäme. Hey, das ist mein Arm. Gib ihn zurück. Ach, schön. So, gut. Rein mit dir. Use Säbel mit Seil für Kanone. Ha! Schmecke den kalten Stahl, schwächliches Kanonenhalteseil. Alter, du stellst dich jetzt nicht hinter die Kanone und ziehst an, oder? Und jetzt werde ich mit den dämonischen Flammen dieser Voodoo-Kugel mein wahres anderes Ich in die wahre andere Welt schießen. Dann wird sie sehen, was sie mir bedeutet. Sehr schön. Du Idiot. Bei Neptuns Nabel, das war ganz schön knapp. Okay. Hey, ich habe mein Entermesser verloren, als das Schiff kenterte. Schwimmhilfe. Nimm Schwimmhilfe. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde so etwas tragen. Okay, dann nicht. Ich glaube, LeChuck hat ihn nötiger als ich. Sie ist kaputt gegangen, als das Schiff kenterte. Es ist der ruhmreiche LeChuck, ruhmreiche. Ich habe schon mehr als genug von ihm gesehen.
Meine Stereoanlage ist kaputt und es ist unmöglich, irgendwo in der Karibik eine quadrophonische Nadel auf... Nein, Champagner macht mich zu aufgekratzt. Nimmst du irgendwas mit sauber was? Wirklich unsaubere Beute, unhygienische Beute, schmutzige Beute. Es bringt kein Glück, Beute unter einer Leiter zu machen. Es ist ja nicht so, als würden hier nicht genug Sachen rumliegen. Wo soll ich sie einstöpseln? Ich weiß nicht, das scheint ein bisschen gruselig zu sein. Okay, so. Was ich aber jetzt noch ganz dringend machen muss, und diesmal ist es kein Spaß und auch nicht, weil ich es nicht anders rauskriege. Oh, das war ein Fehler. Das wollte ich gar nicht. Hier wollte ich hin und dann so. Ich muss nämlich ganz dringend mal auf den Pott. Das könnte jetzt 2-3 Minuten dauern. So, Freunde der Nacht. Ach ja. So. Ich will irgendwas haben.
Schallplattensammlung nimmt er nicht. Haushaltsgeräte nimmt er nicht. Porträt nimmt er nicht. Schwimmhilfe nimmt er nicht. Champagner nimmt er nicht. Beutel. Nimmst du Beutel? Es ist ein Beutel mit Spielgeld. Guten Morgen, Tobi. Schön, dass du wieder wach bist. Hey, da ist ein großer Diamant drin hinter diesem Beutel. Wir sind in Teil 3 angekommen. Ist noch gar nicht so lange her. Jetzt habe ich irgendwas. Pralinenschachtel. Nein. So, hier. Nutze. Jetzt nutzt doch die blöde Leiter. Wie gesagt, Teil 3. Benutze Weil Leiter. dieses Schiff gekentert ist, führt diese Leiter ins Nichts. Hey, ich kann den Grund des Ozeans sehen. Und da schwimmt ein ziemlich ärgerlich dreinblickender Totenkopf draußen herum. Okay. Diese Leiter führt ins Nichts. Da ist ein Loch. Ich kann da nicht hochklettern. Damit vielleicht? Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Musikbox. Porträt. Kranz. Mit Schokolade überzogene Entenmuscheln, Lakritzangelhaken, Seebengels, Glasaugen. Ugh. Wie lange musst du halt schaffen? Klaffendes Loch zur Oberfläche. Weil dieses Schiff gekentert ist, führt diese Leiter ins Nichts. Wie kommen wir aus einem Raum, der... Ist ein Scherz, oder? Oh Mann. Doch, die Schwimmhilfe, wusste ich's doch. Oh, die Grafik ist so grausam. Guybrush? Guybrush! Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Bist du es auch wirklich? Ja, 17 Uhr fällt der Hammer. Da hoffe ich, dass ich mit dem Teil durch bin dann. War das ernst gemeint, was du da draußen gesagt hast? Dass ich der einzige Mann bin, den du je geliebt hast? Weißt du, ja, Guybrush, ich glaube, das war's. Elaine, ich bin ein Mann der Tat. Ein Abenteurer, ein Gauner, ein Wanderer. Ein Mann, der seinen Atem 10 Minuten anhalten kann. Mich hält nichts, ich bereue nichts. Ich segle mit dem Wind, wohin mich das Abenteuer führt. Aber irgendetwas bringt mich dann immer Guybrush, wieder zu... halt die Luft an. Elaine, willst du mich heiraten? Oh, Guybrush. Oh. Wally? Du lebst! Aber wie hast du die Explosion überstanden? Ich bin rausgeschleudert worden. Oh Mann, bin ich froh, dass ich nicht angeschnallt war. Wow, Elaine, das nenne ich einen Ring. Danke sehr, Wally. Das ist ein Verlobungsring von Guybrush. Hey, der sieht fast aus wie der große Diamantring, den LeChuck in seiner Schatzkammer hatte. Du weißt schon, der mit diesem fürchterlich grausamen Voodoo-Fluch belegt ist. Naja, aber diesen Ring würde dir Guybrush natürlich nie geben. Egal, ich muss gehen. Hier soll ein Laden sein, wo man sich Tätowierungen entfernen lassen kann, ohne Narben und Flecken. Wir sehen uns zur Hochzeit. Guybrush! Oh, oh.
Okay. Zumindest können wir uns ja jetzt mal grob denken, um was es geht. Elaine? Das wird dir bestimmt nicht gefallen. Kannst du sie picken? Also mitnehmen? Sie wiegt bestimmt eine Tonne. Nicht für ungut. Ich frage mich, wie viel Karat sie... Nein, keine gute Idee. Das Long John Silver Zentrum der Darstellenden Künste präsentiert Spear. Da steht, willkommen in Puerto Pollo von der Bruderschaft der Geflügelzüchter von Plunder Island. Ja. Wo kommt das Schild her? Dies ist eine Informationstafel, aufgestellt von der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Komposition in Gold und Diamant, Künstler unbekannt. Dieses neueste unserer öffentlichen Kunstwerke stellt unsere verehrte Gouverneurin Marley in überraschend lebensechter Detailtreue dar. Plunder Island Wildhuhn. Eine der am meisten verbreiteten Tierarten von Plunder Island. Dies ist das Tier, das unserer Hauptstadt Puerto Pollo den Namen gab. Gut. Go mal dann auf. Drücke geheimen Knopf, wenn ich den schon zufällig finde. Spaßig. Okay. Ah, Brücke kaputt. Ah, Wir gehen dann jetzt einfach mal irgendwo hier und dann schauen wir mal, was passiert. Fragezeichen, Fragezeichen. Gar nichts. Nix. Da sind noch ein paar Fragezeichen. Jetzt bin ich wieder zur Festung gegangen. Wildes Hühnchen, Schild. Glühende Kohle. Nimm glühende Kohle. Autsch! Aber nur weil du dir alles in die Hose stecken musst. Das kannst du nicht nehmen. Oh Mann. Gehen wir dahin? So. Es sieht aus, als ob es von einem Taifun hierhin geschleudert worden ist. Wo? Ich wusste, dass der spricht. Ich bin Mary, der unbesiegbare dämonische Totenschädel. Ich überbringe dir eine Warnung aus den Abgründen der Hölle. Geh nicht weiter in den Sumpf. Kehre um! Dunkelheit wird dich umhüllen. Wie bist du denn bis da oben hinaufgekommen? Durch schiere Willenskraft. Ah ja. Ja. Na gut, es war ein Haufen dieser verrückten Voodoo-Kids. Sie haben mich an der Küste gefunden und hier aufgespießt. Und die ganze Zeit fanden sie das irrsinnig komisch. Soll ich dir runterhelfen? Hilfe?
Von euch sterblichen Dummköpfen brauche ich keine Hilfe. Ich bin Murray, der allmächtige dämonische Totenschädel. Oh, über 12 Stunden sind um, die Hälfte haben wir geschafft. Versteh mich nicht falsch. Ich weiß das Angebot zu schätzen. Weißt du etwas darüber, wie man Flüche aufhebt? Oh, richtig. Ich weiß viel über das Aufheben. Deshalb bin ich ein körperloser, sprechender Schädel, der mitten in einem Sumpf auf einen Pfahl aufgespießt ist. Du scheinst verbittert zu sein. Tut mir leid. Es war ein harter Tag. Ich würde gern bleiben und ein bisschen plaudern, aber ich muss gehen. So, zurück. Da, Schiffswrack. Wir gehen mal zu Schiffswrack. Ich möchte diese bescheuerte kleine Schere nicht. Die brauche ich nicht. Sie ist nur ein Spielzeug. Die brauche ich nicht. Sie ist nur ein Spielzeug. Ich bin kein Vandale. Ich bin ein Pirat. Das ist ein großes, ausgestopftes Krokodil mit einer ungewöhnlich langen Zunge. Woher haben wir das gewusst? Kenne ich dich nicht von irgendwoher? Wir kennen uns beide seit langer Zeit. Guybrush Threepwood. Du hast viel durchgemacht, daher ist es verständlich, dass du mich vergessen hast. Wir haben uns auf Mealy Island getroffen, als du das erste Mal versucht hast, Pirat zu werden. Warte eine Sekunde. Sind wir dabei, eine dieser Rückblenden-Geschichten zu machen? Die machen mich immer ganz krank. Nein, ich werde mich kurz fassen. Ich habe dir zweimal geholfen, den bösen Piraten LeChuck zu besiegen. Zuerst durch das Bereiten der Voodoo-Anti-Wurzel. Ich fange an, mich zu erinnern. Und dann noch einmal durch meine Hilfe bei der Anfertigung einer Voodoo-Puppe von seiner Zombie-Gestalt. Das stimmt. Du hast mir schon so oft geholfen und ich kenne nicht einmal deinen Namen. Ich bin unter vielen Namen auf vielen unterschiedlichen Inseln bekannt. Aber Namen sind nicht von Bedeutung. Du solltest das wie kein anderer wissen, Guybrush Threepwood. Ja, du hast recht. Hey, machst du dich über mich lustig? Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Junge, habe ich viele Geschichten, die ich dir erzählen muss. Geschichten? Ja, nun, ich spüre eine große Erschütterung der Macht. Ich muss gehen. Aber ich muss dir von LeChuck erzählen. Und von Elaine. Ich werde jetzt in einem großen Lichtblitz verschwinden. Bedecke deine Augen. Nein, 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 warte. Es hat alles auf Dinky Island begonnen. Ich wusste, dass LeChuck nah war. Ich werde hier verschwinden. Jeden Moment. Okay, okay. Keine Geschichten. Wer bist du und wie konntest du einfach so erscheinen? Die Wer bist du Ich bin hättest mit du dem weglassen. zweiten Gesicht gesegnet. Naja. Erfahren im Umgang mit den Kräften der Natur. Zum Wohle aller, die durch meine Tür treten. Du bist Modeberaterin. Ja, aber das war nicht das, worauf ich mich bezogen habe. Ich bin eine Voodoo-Priesterin. Sie ist eine Voodoo-Priesterin. Du bist ein Herbsttyp, nebenbei bemerkt. Netter Laden. Gefällt mir, wie du ihn eingerichtet hast. Danke.
Du musst es durcheinander entschuldigen. Die Kinder sind vorbeigekommen, um mit ihren Papier-Voodoo-Puppen zu spielen. Es sind so liebenswürdige Kinder. Möchtest du ein paar Bilder sehen? Vielleicht später. Ja, dafür ist jetzt nicht die Zeit. Ich fühle, dass etwas Schreckliches passiert ist. Hey, du bist gut. Etwas Schreckliches ist geschehen. Ich habe Elaine endlich einen Heiratsantrag gemacht. Gratulation. Das klingt nicht so schreck. Und als ich ihr den Verlobungsring auf den Finger steckte, wurde sie mit einem schrecklichen Piratenfluch belegt und für alle Ewigkeit in eine massive Goldstatue verwandelt. Ja. Ach, das erklärt alles. Ich wurde von einer Welle überwältigenden Hasses und Zornes getroffen. Ja, dieser LeChuck war ein ziemlich mieser Kerl. Ich sprach über Elaine. Es bleibt keine Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Wir müssen uns beeilen. Keine Panik, Guybrush. Sie ist sicher, bis wir den Fluch brechen können. Du solltest dir nur Gedanken darüber machen, dass sie gestohlen werden kann. Wo hast du sie versteckt? Versteckt? Du hast sie nicht versteckt? Sie ist eine massive Goldstatue auf einer Insel voller Piraten. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Nee, ich muss noch mal aufs Klo. Magen rumort. Zu viel Kaffee. Bin gleich wieder da. Ui, ui, ui.
I'm back again. Next try. Nächster Versuch ist falsch. So rum. So rum. Nö, hier. So. Geh, Guybrush. Beeil dich, bevor du zu spät kommst. Okay, we will run back. Es war klar. Elaine! Ich muss sie zurückbekommen. Das ist mir so peinlich. Es sieht aus, als bräuchte ich noch ein wenig mehr Hilfe. Jemand hat Elaine gestohlen. Das ist Pech. Es wird schwierig werden, sie zurückzubekommen. Weißt du, wer sie entführt hat? Nicht sicher. Aber ich verdächtige die schäbigen Piraten, die in der Gefahrenbucht ankern. Kannst du mir etwas geben, um den Fluch aufzuheben? Nein. LeChucks Fluch ist sehr mächtig. Genährt von seinem Ärger und der starken Frustration in Bezug auf das andere Geschlecht. Ich habe hier nichts, das einen so mächtigen Fluch aufheben könnte. Ich sehe aber eine Möglichkeit. Toll, welche? Du musst den verfluchten Ring durch einen reinen von gleichem oder höherem Wert ersetzen. Eine gute Richtlinie ist das Gehalt von 2 Monaten. Okay. Ich hätte gedacht, dass dieses ganze Fluchmist so kompliziert ist. Kostengünstiger Weg, Fluch aufsehen, das klingt hoffnungslos. Lassen wir weiter was anderes reden. Na komm. Wo finde ich einen großen, unverfluchten Diamantring? Hallo mein Sohn, wie geht es dir? Schön, dass du vorbeischaust. Großen Diamantring auf Blood Island. Schmerzen in der Hand, sonst ist alles super. Davon habe ich noch nie gehört. Wir sind in Teil 3 angekommen. Insel wirst du bald sehr vertraut sein. Oh, da fällt Aber mir du was musst ein. vorsichtig sein, Ich muss das Guybrush. Spiel noch ändern. Ich habe vorhergesehen, dass deine Reise mit Gefahren und Täuschungen gespickt sein wird. Ich muss das Spiel noch Ich habe auch gesehen, dass Blood weiter Island zuhören. der Ort sein wird, an dem du stirbst. Tja. Ihr könnt schon mal lesen, was wir da an antworten können. Okay. Monkey. The Curse of Monkey Island von 1997 ist das. Okay. So. Was können wir antworten? Ah ja, also gibt es doch noch irgendwelche anderen großen Unfallkriege auf den anderen Inseln. Homeoffice. Nervös wegen Montag? Stirbst. Hast du stirbst gesagt? Ich? Tot? Du sagst, dass der Ort, zu dem ich gehen soll? Gefällt mir kein bisschen. Stirbst? Hast du stirbst gesagt? Ich? Tot? Sei kein Weichei. Gibt es keinen weniger gefährlichen Weg? Nein, der Wert des Ringes auf Blood Island rührt von seiner emotionalen Bedeutung her. Deine Frau war schon da halt. Repräsentiert eine reine, wahre Liebe. Als in der Nacht hat aufstehen müssen. Die größer als alles andere ist. Oh, das ist süß. Ich glaube, ich habe da etwas im Auge. Verspotte die Voodoo-Priesterin nicht. Nun, wie kann ich den Ring auf Blood Island finden? Blood Island klingt gefährlich. Musst du mit mir kommen? So. Wie komme ich nach Blood Island? Du brauchst 3 Dinge. Eine Karte nach Blood Gut so. Island, denn die Reise ist Ändert sich lang auch und nichts. gefährlich. Ein seetüchtiges Schiff, um dich hinzubringen. Und eine erfahrene Mannschaft. Oh Gott. Karte, Schiff und Mannschaft. Alles klar.
Nun, wie kann ich den Ring auf Blood Island finden? Alles, was ich sehen kann, ist eine lange und schmerzvolle Geschichte, die mit dem Ring verbunden ist. Und ich spüre eine große Trauer, die damit verbunden ist. Du wirst mehr erfahren, wenn du erst einmal die Insel gefunden hast. Blood Island klingt gefährlich. Du musst mit mir kommen. Nein, kann ich nicht. Nein, ich habe in den letzten 6 Jahren auf 3 verschiedenen Inseln gelebt. Ich möchte nicht mehr reisen. Sie hat noch was von Teil 2 gesehen. Außerdem ist dieses Wrack noch aber nicht den sind wir auch schon abbezahlt. durch inzwischen. Richtung weisen, wer wird Ungereimtheiten im Drehbuch erklären, wer wird mir die einzige weibliche Charakter im Spiel sein. Aber wer wird mir die richtige Richtung weisen? Du musst mitkommen. Du bist meine einzige Hoffnung. Ja. Nein, Guybrush. Es gibt noch eine andere. Blood Island, ich komme. Danke für deine Hilfe. Muss gehen. So, dann gehen wir mal eine Karte, ein Schiff und eine Mannschaft besorgen. Der kommt aber auch nicht zu, ne? Da ist nichts, das ist Sumpf. Go hier. Erstes Fragezeichen halt. Lemonade. Untersuche. Ne, sprich hier. Na, mein Sohn, hast du schon geöffnet? Oh Junge, oh Junge! Mein erster Kunde! Junge, Junge, und das ist erst der Anfang? Hi, mein Name ist Kenny. Kenny Faulzahn. Es wäre toll, wenn Sie etwas von meiner Limonade kaufen würden. Kostet nur einen Fünfer. Und das Allerbeste ist mein bodenloser Krugtarif. Das klingt nach einem guten Geschäft. Ich würde gerne etwas Limonade kaufen. Sicher. Wir haben einen bodenlosen Krugtarif, wissen Sie? Das macht einen Fünfer. Hey! In diesem Krug ist kein Boden. Gib mir mein Geld zurück. Tut mir leid, ich habe Ihnen von unserem bodenlosen Krugtarif erzählt. Und es gibt keine Rückerstattungen. Du Kleiner. Danke, kommen Sie wieder. Ah, wunderbar. Bottich mit Farbe. Okay, Schild. Bekanntmachung. Guck die Bekanntmachung. Der Chefarzt von Plunder Island warnt, Inhaltsstoffe dieses Produktes können gesundheitsschädlich oder tödlich sein, wenn sie verschluckt werden. Okay. Gefahrenbucht. Gefahr, nicht betreten. Naturpfad der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Willkommen. Hallo? Ich verstehe Sie nicht. Wie bitte? Ah, vergessen Sie's. Okay. Flugblatt. Dein Huhn ward zu Gold. 18 Karat. Im Sumpf hält jemand die Lösung parat. Voodoo und Zeugs. Vormals nur Voodoo. Besuchen Sie unsere neue Filiale auf Plunder Island. Na, da waren wir ja schon, glaube ich. Wir nehmen das mal mit. Den Nagel können wir nicht mitnehmen. Dann gehen wir mal da rein. Haben Sie eine Reservierung?
Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Der ist in der anderen Hose. Kein Reservierungsbeleg, was? Dann raus mit Ihnen. Okay. Hallo. Es ist ein altes Krähennest und jetzt ist es ein Schild für den Hühnerladen. Es ist abgeschlossen. Langsam wird's hart. Handschuh. Taken. Piratenmantel nicht taken. Zum Tragen ist er zu schwer. Ich brauche keine Requisiten. Schauen Sie, wie ich das verschwinden lasse. So viel zu, ich brauche keine Requisiten. Ich will die mystischen Kräfte des Huts nicht stören. Perücke nehmen. Nein, ich mag den natürlichen Look. Okay. Abtupfen oder nicht abtupfen? Nein, das stimmt nicht. Komm schon, Schlappi, du musst es schaffen. Die Show beginnt heute. Dann töte ich Cäsar, gefolgt von einem kleinen, weichen Schuh. Ich erinnere mich nicht mehr. Kommt das Wasserballett vor oder nach meiner verrückten Szene? Okay. Ein Pirat mit einem anderen Namen würde immer noch stinken. Nein, schon. Machen wir nicht. Als nächstes brenne ich Theben nieder, unterwerfe seine Armee, zertrample seine Einwohner. Und dann zerschlage ich die Wassermelone. Ahoi! Was ist das für ein saumäßig dämliches Gefasel, das du da probst? Aber das ist das Meisterstück des Barden. Glaubst du wirklich, dass es so schlecht ist? Ja. Oh, es ist so schlecht. Oh, ich wusste, ich hätte das Material nicht ändern sollen. Wie habe ich nur meine unselige Feder nehmen und sie wie eine Nadel durch die unbefleckte Dichtung des Meisters stoßen können? Du hast Shakespeare umgeschrieben? Ich wurde dazu gezwungen. Nicht eine einzige Person kam zu meinen Aufführungen. Oh, diese dummen, rohen Piraten! Nicht Mann genug, um sich mit ihrem sensiblen Innern auseinanderzusetzen. Also schrieb ich die gesamten Bücher neu. Ich konzentrierte die Brillanz von Jahrzehnten auf eine 45-Minuten-Revue. Spear. Ein Theatermedley. Warum kannst du nicht zum Originaldrehbuch zurückkehren? Oh, die süße, bittere Ironie des Ganzen. Nun, da du bestätigt hast, dass ich nicht wiedergutzumachenden Humbug produziert habe, habe ich mehr oder weniger die Garantie, einen finanziellen Erfolg vor mir zu haben. Warum finde ich das merkwürdigerweise ermutigend? Kann ich bei deiner Show mitmachen? Lass mich offen sein. Du hast einfach nicht die Hände eines Speerträgers. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich das höre.
Bitte, kann ich bei deiner Show mitmachen? In einer Aufführung im Kindergarten habe ich einen Baum gegeben. Stark. Wir haben schon einen Baum. Oh. Schauspielerei ist mein Leben. Lass mich bei deiner Show mitmachen. Tut mir leid, das ist eine Einmannshow. Hey, was bin ich? Gehackte Leber? Nein, keine Leber. Leber hat eine ansprechendere Bühnenpräsenz. Was ich natürlich wirklich will, ist Regie führen. Wieso? Ich habe immer von meiner eigenen Produktion geträumt. Titus Andronicus auf dem Eis. Brillant. Bitte, kann ich bei deiner Show mitmachen? Wird nichts mehr wahrscheinlich. Tut mir leid, das ist eine Einmannshow. Oh, was bin ich? Nein? Warst du auf Blood Island? Aber natürlich. Blood Island war einst der Ort, an dem man als Künstler in der Karibik sein musste. Das waren noch Zeiten. Wir waren jung und wild. Wir setzten neue Maßstäbe für unsere Kunst. Oh, welch riskante, gewagte Darbietungen wir gegeben haben. Wir hatten keine Angst, die zähen, anspruchslosen Sinne unseres Publikums zu schockieren oder zu beleidigen. Oh, was habt ihr gespielt? Hauptsächlich Pippi Langstrumpf. Kannst du mir sagen, wie ich Blood Island finden kann? Mein Agent Placido Domingo kümmerte sich immer um die Reisearrangements. Er wüsste schon, wie man dorthin kommt. Irgendeine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Er ist ein Mitglied des Brimstone Beach Club hier auf Plunder Island. Vielleicht erwischst du ihn da. Leute, ich werde müde. Ich bin ein gefährlicher Pirat. Wer bist du? Cromwell. Schlappi Cromwell. Es ist eigentlich nicht mein richtiger Name. Mein Agent sagte mir, dass mein richtiger Name keine Star-Qualitäten hätte. Wie ist dein richtiger Name? Rex Glückspilz, Abenteuersucher. Aha. Okay. Fahre fort. Welch Dummköpfe diese Männer mit Moral doch sind. Oh, ich werde niemals rechtzeitig für diese Vorführung fertig sein. Okay, da wüsste ich jetzt nicht, was wir noch machen sollen dabei. Barbary Cast. Willkommen, werter Herr, in der Barbierküste. Wo jeder Haarschnitt ein Abenteuer ist. Ei, wenn du ein Haarschnitt willst, dann musst du warten, bis ich mit Captain Richelieu hier fertig bin. Captain Richelieu. Piratenfriseure? Wir bevorzugen den Ausdruck Seeräuber-Haarstylisten. Großartig. Vielleicht könnt ihr mir helfen, diesen riesigen Diamantring zu finden, den ich suche. Diamantring? Ja, er soll enorm sein und er ist auf Blood Island. Blood Island? Nie davon gehört. Das ist echt eine lustige Geschichte. Ich muss den Fluch aufheben, der aus meiner Freundin eine massive Goldstatue gemacht hat. Massives Gold? Wartet eine Sekunde. Habe ich jetzt zu viel verraten? Finger weg von diesem Kamm oder ich knall dir eine, du diebischer Hund. No, jetzt mach doch du erstmal, lege ihn nochmal zur Seite. Finger weg von diesem Kamm oder ich knall dir eine, du diebischer Hund.
Nicht anfassen, du Missgeburt. Oder dieser Affe könnte meinen Arsch nicht ruinieren. Hände weg von den Kämmen. Die gehören uns. Okay. Ich komme nicht ran. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Okay, erstmal die offensichtlichen Sachen machen. Okay. Das will ich nicht herumtragen, es ist kalt. Er ist voll mit schmutzigem Geschirr. Ja, kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pirat. Threepwood? Sie müssen Skip Fahnenmast Rackhams Cousin sein. Wie geht es Muffy und den Zwillingen? Wem? Hey, heute ist ein schöner Nachmittag für den Strand. Noch nicht zu voll. Am Südstrand ist ein Kunstworkshop und ein Miesmuschelketten-Bastelkurs um 2 und 4. Das Wasser ist warm und die Wellen sind nicht zu hoch. Achten Sie nur auf gelegentlich am Ufer angeschwemmte untote Körper. Man sollte die Kinder von verfaulendem Fleisch fernhalten. Im Übrigen sollten Sie sich durch die Belagerung nicht den Tag vermiesen lassen. Unter uns gesagt, die Untoten sind notorische Miesepeter. Ist schon gut, dass Sie die Insel nicht übernommen haben, was? Lassen Sie mich Ihre Mitgliedskarte sehen und Sie werden sofort bedient. Du brauchst meine Papiere nicht zu sehen. Ich brauche Ihre Papiere nicht zu sehen. Ich bin nicht der Pirat, den du suchst. Sie sind nicht der Pirat, den ich suche. Ich kann passieren. Sie können passieren. Weitergehen. Weitergehen. Hey, Moment mal. Die Macht ist nicht mit Ihnen, Mann. So, keine Mitgliedskarte. Ich verstehe. Nun, Sir, Sie sind im Brimstone Beach Club. Teil der Freizeitgruppe für pensionierte Piraten. Es ist sehr exklusiv. Ja. Ich fürchte, wenn Sie keine Mitgliedskarte haben, können Sie keine der Annehmlichkeiten des Clubs nutzen. Ich will keine Annehmlichkeit. Ich musste eine essen, als ich in Seenot war, und es war furchtbar. Lassen Sie mich außerdem betonen, dass Sie ohne eine Mitgliedskarte keinen Zutritt zum Strand haben. Keines unserer Handtücher benutzen und nichts vom Grill haben dürfen. Guten Tag. Diese Handtücher sind nur für Mitglieder. Kann ich bitte etwas von deinem Öl haben? Dieses Öl ist ausschließlich für den Techniker der Frittierstation bestimmt. Hi. Ja? Ich spiele mit dem Gedanken, einem Club für stinkreiche Herrschaften beizutreten. Wo kann ich mich einschreiben? Nun, so einfach ist das nicht. Zuerst werden Sie auf unsere Warteliste gesetzt. Das kann einige Monate dauern. Dann kommen Bonitätsprüfung, Referenzen, Familiengeschichte.
der mündliche Vortrag und die schriftliche Prüfung, die sich hauptsächlich mit spanischen Schätzen, Plünderei und Golf in der Karibik beschäftigt. Und zum Schluss unser Interviewverfahren in 14 Schritten. Und dann gehöre ich zu eurem Club? Nein, ich fürchte, dass ich danach gegen Ihren Beitritt stimmen müsste. Ich gehe dann besser. So weiter darf ich nicht, also zurück. Ach Gottchen, da waren wir schon, da waren wir schon, da waren wir schon, das war's. Also, fangen wir wieder irgendwo an. Was für eine Erleichterung. Okay. Ich auch gleich. Wir haben eine Nadel. Aha. Ist nix. Ne? Ich möchte das nicht feststecken. Hm. Dann geben wir mal Zauberstäbe ein. Hoppa, hammer. Wow, ich habe ein ganzes Paket Kaugummi. Juhu. Maschine. Schaut aber irgendwie. Ist das Papier da unten auch? Zeigt uns nicht. Was machst du da oben?
Stehe hier als ein Zeugnis. Stehe? Hänge hier als ein Zeugnis der Kraft der Mächte des Bösen, die eines Tages den Sieg über die gesamte Erde feiern werden. Ole, ole. Wie lange willst du das noch weitermachen? Solange es denn nötig ist. Muss ganz schön langweilig sein da oben. Niemals! Die Mächte der Dunkelheit sind niemals langweilig. Eines Tages werden wir beweisen, dass... Oh, wen versuche ich für dumm zu verkaufen? Mir ist totlangweilig. Im übertragenen Sinne natürlich. Ich würde gern bleiben und ein bisschen plaudern, aber ich muss gehen. Huh, what we do next? Was können wir noch tun? Da hinten ist nichts, da ist nichts. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Pertubela. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Gleich sind 13 Stunden rum, Kinders. Ich hatte es nicht mehr so schwierig in Erinnerung. Jetzt bin ich wieder da. Was? Er klebt auf dem Koffer. Ich möchte das nicht feststecken. Hey! Es ist ein Aufkleber von Blood Island. Da steht, Blood Island ist für Bluter. Eine Mitteilung der Blood Island Tourismusbehörde. Vielleicht weiß der Besitzer dieses Koffers, wie man nach Blood Island kommt. Oh ja, die ganze leiht mir euer Ohrgeschichte. Entschuldigung. Fahre fort. Ich hoffe, dass ich jemanden finde, der es wirklich macht. Requisitenbaum. Künstliche Bäume dieser Art wurden häufig von den frühen Siedlern für Theaterproduktionen benutzt. Und dann mache ich ein bisschen Requisitenkomödie. Es ist Joriks Grabstein aus Hamlet. Ihr Holzklötze, ihr Steine, ihr altes Fleisch, ihr ungewaschener Haufen! Es wachsen mehr Dinge auf dem Essen in deiner Kombüse, Horatio. Also, wie bist du in dieser Show gelandet? Ich bin eigentlich eher ein Statist. Aber was ich wirklich will, ist Schauspieler. Die Leute nehmen dich einfach nicht ernst, wenn du nur ein Statist bist. Wie überraschend. Ja, nicht wahr? Hals- und Holzbeinbruch. Danke. Dann werde ich den wilden Panther loslassen, der Stew fressen wird. Hey! Stew, wenn du ein Ich will nicht wie ein Depp aussehen. Ja, ich weiß, was du denkst. Also vergiss es.
Göttchen. Nichts in meinem Ärmel. Presto. Hey, es hat geklappt. Da ist etwas drin. Das A, C des Bauchredens. Okay. Puh. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen, wollen, tun. Da können wir dann mal. Vielleicht habe ich noch was übersehen. Ich möchte diese bescheuerte kleine Schere nicht.
Danke für deine Hilfe. Muss gehen. Ups. Grüß dich, Bernhard. Schön, dass du wieder da bist. Ich finde da nichts mehr. Oh, 13 Stunden sind um. Ach ja. Nein. Nein, sagt er. Einfach so, nein. Sie sind noch warm. Sie sind noch warm. Die Piraten der Gefahrenbucht gehen auf ihren Händen? Verrückt. Bin ja wieder raus. Ah Leute, was soll ich denn machen? Das würde meine Finger rot färben. Ipecac, Cephaelis ipecacuana. Eine der überall auf Plunder Island vorkommenden kriechenden Kletterpflanzen. Okay. Ein Sirup, der aus den Ipecac-Blüten gewonnen wurde, diente den frühen Siedlern von Plunder Island als Brechmittel. Ah, super. Wow. Dieser Dschungel ist dicht. Ich werde etwas Scharfes brauchen, wenn ich mir meinen Weg zurechthacken muss. Du hattest mal was Scharfes. Nee, noch nicht gefrühstückt. Ich habe gerade einen Keks gegessen. Aber ja, die Nacht war okay. Die Nacht war wirklich okay. Ich habe die ganze Zeit Gesellschaft gehabt. Da konnten wir ganz viel ratschen.
Jetzt, wo das Reden etwas wegfällt, werde ich doch deutlich müde. Er sieht keine Hühner. So. Haben Sie eine Reservierung? Nein. Nein. Kein Reservierungsbeleg, was? Der Weg muss frei bleiben für zahlende Kunden. Ah ja. Aber ich glaube, ich werde mir jetzt dann was zum Frühstücken machen. So eine Kleinigkeit. Piratenmantel. Guck an. Es wäre ein netter Mantel, ohne diese Schuppen. Nimm. Ich hasse Leute, die einen verachten, nur wegen eines kleinen Problems mit... Hey, das sind keine Schuppen. Sondern... Oh. Er klebt auf dem Koffer. Nein, ich habe nicht die Hände eines Speerträgers. Es ist ein alter Reisekoffer. Er ist bedeckt mit Aufklebern von vielen weit entfernten Orten. Unechtes Gift. Ich brauche keine Requisiten. Du brauchst keine Requisiten. Ich frage mich, ob es in diesem Stück eine Rolle für einen flotten, gaunerischen Piraten gibt. Und dann möchte ich halt noch mitdenken bei dem Spiel. So, wo kommen wir wieder hin, wenn wir da hingehen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich war doch da gerade erst. Sumatra Gummibaum. Gestiftet für Puerto Pollo von unserer Schwesterstadt auf Sumatra, Wackerwil. Dieser Baum ist der einzige seiner Art in der gesamten westlichen Hemisphäre. Und steht als immerwährendes Symbol für die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten. Verständlich, irgendwann kommt dieser tote Punkt, wenn der vorbeigeht, geht's wieder. Richtig. Ich hoffe, dass der bald vorbeigeht. Karibischer Gummibaum. Karibischer Gummibaum. Gummibäume, die in der gesamten Karibik verbreitet sind und als Rohstoff zum Schiffbau benutzt werden. Okay, wieder was gelernt. Take was davon, wahrscheinlich ist dir das aber zu schwer und zu viel. Okay. Also not. Das machen wir jetzt so. Ja. So machen wir das jetzt. Zack. Oh, da muss ich verschieben.
Genau. So. Bin gleich wieder für euch da, ich muss bloß das Wasser aufsetzen. Oh. Ich habe mich dazu entschlossen, es kalt zu essen. Ich muss es ja nicht warm machen. Man kann es auch so essen. Ich werde schon nicht drüber sterben. Bloß Zeitaufwand. Würstel. Knäckebrot. Und keine Katze auf meinem Schoß. Ja. Ach, es sind Läuse. Igitt. Oh. Heilige Pest, Sie sind von den Haardämonen besessen. Wovon redest du? Das verfluchte Kopfungeziefer, die Geißel jedes hygienischen Seemanns auf den 7 Meeren. Habe ich nichts gemacht. Gelogen. So wahr ich hier stehe, sie tummeln sich auf ihrem Skalp wie ein Haufen elender Seelöwen. Guter Vergleich. Das erfordert drastische Maßnahmen. Warum? Ich hol den Kahlmacher. Na, lasst uns nicht zu voreilig sein. Voreilig? Das ist ein schlechtes Zeichen. Es gibt keine Zeit Sag mal, zu Stream verlieren. Element, Ich muss spinnst du? amputieren. Nein, du wirst mein A ruinieren. Sag mal, Stream Element, spinnst du? Hat der einen Schatten? Ahoi da, ich bin Guybrush Threepwood. Hier, um all deine bösen Piratenbedürfnisse zu befriedigen. Ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen, Guybrush. Ich bin Haggis McMutton vom Clan der McMutton. Bernhard, es tut mir leid, ich weiß nicht, was da los ist. Ich könnte schon einen Haarschnitt gebrauchen.
Setz dich, Bürschchen, und ich verpasse dir einen feinen Schnitt. Ich komme nicht ran. Ich stehe zu niedrig. Ich fürchte, er schneidet mir ein Ohr ab, wenn ich aufstehe. Ich fürchte, er schneidet mir ein Ohr ab, wenn ich aufstehe. Ach, hinweg mit diesem untauglichen Briefbeschwerer. Ich muss einen anderen finden. Aber was ist mit meinem Haarschnitt? Ich bin sofort wieder da, Jungchen. Was zum Geier macht Stream Elements hier? Das macht mich gerade fix und fertig jetzt. Ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Ah. Ja, das geht doch noch höher. Schön. Puh. Ich habe die ganze Insel abgesucht und konnte keinen einzigen Stein finden, der als Briefbeschwerer geeignet ist. Ich sollte mir deinen Haarschnitt dann wohl mal näher betrachten. Gerade fällt mir ein, dass ich noch einen Termin habe. Oh, ich wollte dir außerdem gerade einen französischen Zopf machen. Ich warte auf die Verfilmung. Bernhard, es tut mir so leid, ich weiß nicht, was Stream Elements dafür veranstaltet. Absolut nicht nachvollziehbar. Inzwischen ist mein Delay bei fast 2 Minuten. Na wunderbar. Nee. So ein Schmarrn. Warum? Oh! So viel Zeit, euer Spiele haben. Was mag denn das Schild bedeuten? Kreuzende Schlangen. Welchen Schaden könnte denn eine Schlange... Nun, das ist nicht gut. Ich würde ihr gerne eine knallen, aber ich will sie nicht verärgern.
Es ist der furchterregende Kopf der piratenfressenden Schlange. Lerli isst. Eier, Wurst, Pfannkuchen, Kaffee. Oh, wunderbar. Wahnsinn. Es ergibt Ipecac-Sirup. Erscheint logisch. Du hast eine Milchschweiz. Das war aber knapp. Ja, total toll. Als ich von dieser Schlange gefressen wurde, war ich mir sicher, dass es vorbei ist. Gott sei Dank, dass ich jetzt sicher bin. Hey! Warte mal, der Treibsand zieht mir all die tollen Sachen aus der Tasche, die ich in der Schlange gefunden habe. Das ist ja ein seltsames Gefühl. Papapischu-Strauch. Von Plunder Islands Einheimischen entdeckt wurde dieser Strauch nach einem Wort der Eingeborenen benannt, das so viel wie Autsch bedeutet. Ja, Papapischu! Ich habe den Dorn. Ich hoffe, es war die Sache wert. Ich komme nicht dran. Selbst mit dem Skelettarm komme ich nicht dran. Mann, Omega. Ast. Kommst du da an? Nett. Ein Weltklasse-Blasrohr. Juhu. Und was blasen wir damit jetzt an? Die Kletterpflanze zu erschießen bringt nichts. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Selbst wenn ich den Ast damit treffen könnte, würde es nichts nützen. Was haben wir noch? Perfekt. Endlich mal was, das funktioniert. Ah, verdammt. Hey. Dem Himmel sei Dank für diese unvorhersehbaren Passatwinde. Ja, gib mir meine Maus kurz hier fix. Wo ist das blöde Ding da?
Bernhard, es tut mir immer nur leid, falls du da bist. Wenn nicht, tut's mir trotzdem leid. Sieht wasserdicht aus. Ja, so ein Geschmarre. »15 Mann auf des toten Manns.« Was? Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pirat. Nun, wir werden gleich sehen, was mein Kapitän von deinen Drohungen hält. Deinem Kapitän? Ja, Threepwood, du befindest dich an Bord der Seegurke. Ich bin Mr. Fossey, der erste Mart. Und mein Kapitän? Nun, der ist die Geißel der 7 Meere. Der gefürchtete Pirat Lütsch. Ja, Captain, es ist auf dem Tisch, Sir. Lütsche? Genau, Kapitän Lütsch. Ja, Captain? Nur ein Eindringling, Sir. Ich kümmere mich um ihn. Er sagt, du sollst gefoltert werden. Wähle die Art deiner Bestrafung. Du wirst entweder geteert und gefedert, oder du musst über die Planke laufen. Könntest du mich nicht einfach mit einer strengen Verwarnung davonkommen lassen? Nein, tut mir leid. Nun, ich schätze, über die Planke laufen muss dann reichen. Wir versuchen, den Gebrauch von Teer und Federn zu vermeiden. Das gibt immer so eine Sauerei und wir müssen den Teer für Notfälle und Lecks aufsparen. Was sagt ihr, Männer? Sollen wir ihn über die Planke schicken? Irgendwelche letzten Worte, Sweetwood? Ich komme zurück und leg euch alle um. In Ordnung. Hinein mit dir. Das ist komisch. Es hat nicht Platsch gemacht. Platsch! Ah. Es ist die Planke, über die ich gehen musste. Merkwürdig. Der Laderaum ist voll kaputter Ladung. Wer ist da? Du schon wieder. Ich weiß nicht, wie oder warum du wieder an Bord gekommen bist. Aber es wird dir noch leid tun. In Ordnung. Hinein mit dir.
Nein. Komm hier. Es tut mir leid. Ich muss ja mal kurz. So, Ton wieder angemacht. Nein, schon, geh mir nicht auf den Sack ab. Hopp. Ach. Jetzt sind die Haifische hier. Die verfolgen mich. Es sieht aus, als ob es von einem Taifun hierhin geschleudert worden ist. So, ich begebe mich mal wieder auf die Suche. Ich bleib dem Ganzen treu. Ich glaube, hier ist irgendwas noch. Ich weiß aber nicht, was es ist. Das ist ein großes, ausgestopftes Krokodil mit einer ungewöhnlich langen Zunge. Wie niedlich! Eine Voodoo-Puppe aus Papier. Es ist eine Voodoo-Puppe aus Papier. Admiral Süßwasser Groß- und Fruchtig-Kaugummi. 5 Cent. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da noch. Nein, schon. Und das hat sich jetzt in 2 Minuten verändert, oder was? Wenn du jetzt auf mich drauf sitzt, schlaf wie Ei. Du bist zu warm. Ist da heraus? Irgendwas fehlt mir da.
Entschuldigung, ins Mikrofon rübsen ist asozial. Es werden immer mehr Gickerl. Handabdrücke. Das Schild, was ist... Das werden wirklich immer mehr Gickerl. Da ist aber einfach auch nichts. Habe den Ton wieder hoch gemacht. Das war hilfreich. Es werden wirklich immer mehr Gitter. Haben Sie eine Reservierung? Natürlich. Jetzt schon. Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Sehr gut. Suchen Sie sich einen Platz aus, Mr. Verzeihung. Mrs. Kriegwood. Ich brauche keine weiteren Kekse. Hey, Mister! Mister, hören Sie? Ah! Es ist einer aus LeChucks Skeletthorde. Ei! Ich habe mich um sein kleines rotes Beiboot gekümmert, aber ordentlich. Die Untoten, die unter uns wandeln, müssen zweifellos vernichtet werden, damit ihresgleichen nicht die Welt der Lebenden überrennt und verpestet. Ei! Und er hat sich über meine Hühnchen beklagt. Oh. Da steht, fragt mich nach Grim Fandango. Ich will nicht, dass mich die Leute immer nach Grim Fandango fragen. Sparmenü. 2 Hähnchenschenkel plus super Krautsalat. Sieht wie ein gutes Angebot aus, wenn man Krautsalat mag. Wenn euch die Firma einen einfach nicht in Ruhe lässt. Die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten da. Oh.
Noch 10 Stunden, 15 Minuten, Kinders. Dann haben wir die 24 wieder geschafft. Ich brauche die Planke nicht. Wer ist da? Okay. Schon wieder an Bord des Schiffes geschlichen. Ich weiß nicht wie oder warum du wieder an Bord gekommen bist. Aber das nächste Mal, dass du über die Planke läufst, wird dein letztes Mal sein. Wie bitte, Kapitän? Vandalen? Jawohl, Sir. Teer und Federn. Ich weiß, dass es Dreck macht, aber es ist die einzige Folter, die noch übrig ist. Unser berüchtigter Kapitän hat beschlossen, dass du geteert und gefedert wirst. Okay. Das wird dir eine Lehre sein. So, und was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Wir haben das noch nie zuvor gemacht. Fühlst du dich nicht erniedrigt? Schätze schon, aber nicht mehr als gewöhnlich. Nun, dann verschwinde einfach. Gut. Puh. Haben Sie eine Reservi... Madre de Dios. Es ist El Pollo Diablo. Ja, ich habe deine Gefangenen freigelassen und jetzt komme ich, dich zu holen. Du bekommst mich nicht ohne einen Kampf. Dieses Hühnerfett hat alle Federn abgewischt. Huch, ich verhalte mich besser leise. Absolut, Kapitän. Ich beschäftige mich damit sofort, nachdem ich gegessen habe. Wie bitte, Kapitän? Ich esse zu viel gebratene Hühnchen? Nun, ich habe halt eine Schwäche für Hühner. Das ist alles. Ich weiß, dass Sie keine Schwächen haben, Kapitän LeChimp. Sie sind ein Erfolgsmensch, ein Macher. Ich nur eine kleine winzige Fliege. Hallo, Billy. LeChimp? Der Kapitän ist ein Affe? Also wenn der Kapitän ein Affe ist, muss Mr. Fossi... Ei, ei, Kapitän. Frische Bananen für die ganze Mannschaft. Völlig durchgeknallt sein. Wie bitte, Kapitän? Ihre Parasiten ärgern Sie? Natürlich. Nein, dicker Kater. Da die erste Idee. Wissen Sie, Sir, der Fund dieser goldenen Statue ist vielleicht genau der Ansporn, den unsere Crew braucht. Nun, mit solchem Reichtum können wir ein neues und besseres Schiff kaufen und so die Karibik terrorisieren. Billy, wo willst du denn hin?
Das wäre ein einfacher Weg, sich mit dem Papier in den Finger zu schneiden. Okay. Benutze? Es ist an sich interessant zu lesen, aber ich sollte es an jemandem ausprobieren. Mr. Fossi, ich habe nachgedacht. Sind Sie in Ordnung, Kapitän? Sie klingen so anders. Oh, unterbrechen Sie mich nicht. Entschuldigung, Sir. Vielleicht ist es an der Zeit, die Freibeuterei aufzugeben. Ich meine, schauen Sie sich mal um. Ich, der Rest der Besatzung. Wir sind alle Affen. Meinen Sie das im darwinistischen Sinne, Sir? Nein, in einem ziemlich wörtlichen. Ist Ihnen aufgefallen, dass sich die Crew lieber von Mast zu Mast schwingt, als das Deck zu schrubben? Ich will nicht einmal erwähnen, was Sie auf dem Schiff herumgeworfen haben. Spielen Sie darauf an, dass ich die Crew nicht im Griff habe? Nein, nein, ich schlage nur vor, dass wir diese Scharade aufgeben und uns auf die Bäume zurückziehen. Es ist nicht das Leben eines Affen, dieses monatelange Segeln über die Meere. Nun, wenn Ihnen so viel daran liegt, Sir, schätze ich, dass ich mir keine Widerrede erlauben kann. Unsere letzte Amtshandlung sollte sein, dass wir diese Statue ausgraben und... Es wird die Männer hart treffen, aber wenn Sie glauben, es sei das Beste... Okay, aber zuerst sollten wir die Statue ausgraben und sie... Ich werde Ihnen klar machen, dass es nicht Ihr Fehler ist. Sehr gut. Und dann graben wir die Statue aus. Okay, dann eben nicht. Das muss die Karte zu dem Ort sein, an dem sie Elaine vergraben haben. Ich mag dieses steife und überzogene Theaterzeugs nicht sonderlich. Außerdem, wenn ich das Theater betreten will, kann ich immer den Bühneneingang benutzen. Ich glaube, ich lasse das hier. Ich kann mir keinen Verwendungszweck für ein Laib Plünderbrot vorstellen. Ich will kein weiteres Biskuit. Wenn ich die mitnehme, schmilzt sie in meiner Hose. Ich bin momentan nicht sonderlich an Kartoffelbrei interessiert. Mir ist nicht nach Bananen. Ich hasse Porzellan. Es ist eine lange Geschichte. Ich erkläre es später. Okay. Nett. Vielen Dank für 5 Zuschauer und 5 Likes erneut. Dann gehen wir weiter hier. Machen wir wieder so. Okay. Oh. Es geht ja wirklich nach oben.
Es riecht, als würde etwas brennen. Muss wohl diese verkommene Verkabelung aus dem 17. Jahrhundert sein. Warte mal, irgend so ein Affe hat an diesen Schaltern herumgespielt. Ist es. Dort muss Elaine begraben sein. Und jetzt? Ich weiß, darauf habt ihr alle gewartet. Schaust du? Wie wäre Komm, es schau. mit verblüffender Jonglierkunst? Ist dies ein Dolch, den ich vor mir sehe? Nein, es sind 3. Seht, wie ich mit diesen Messern jongliere. Mit hohem persönlichen Risiko für mich selbst. Und für euch, wenn ich abrutsche. Er ist ein großartiger Jongleur, aber ich wünschte, er würde von der Bühne verschwinden, damit ich Elaine ausgraben kann. Ich habe aber gar keine... Wo soll ich die denn herhaben? Oh! Oh, oh. Sieht aus, als kommt er jetzt zu den Kanonenkugeln. Und nun das ultimative Shakespeare-Vergnügen. Die berühmte Kanonenkugel-Jonglierszene aus Romeo und Julia. Wo? Ups. Ich bin froh, dass es ein Happy End gibt und er am Ende das Mädchen bekommt. Elaine sollte oben im Krähennest sicher sein. Fürs Erste. Ein Fass voll Grog und ein Hühnchen. Haha, sieh dir das ganze Zeug an, Kamerad. Das muss eine Schlacht gewesen sein. Anker lichten und auf zur Totenkopfinsel. König André will uns die ganze Beute abkaufen. Warte mal. Da ist noch was. Es ist, sieht aus wie ein paar Schuhe. Hey, das sind richtig schöne Stiefel. Oh, die sind ja noch heiß. Oh, 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 oh. Okay, wir haben wieder was gelernt. Stroh. Teigen. Ich will kein stinkendes altes Stroh.
Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Klar bist du einer. Okay, dann, wer sind Sie? Edward van Helgen. Doch nicht der? Das ist richtig. Mein Name ist der von Piraten am meisten gefürchtete. Edward Kuschelhase van Helgen. Junge! Oh, schon so spät. Ich muss gehen. Nun, es gibt eine Herausforderung. Auf zum Feld der Ehre. Wähle deine Waffe. Ich wähle das Banjo. Akzeptiert. Ehrlich? Da kann ich mich dran erinnern. Du bist ziemlich gut, Junge. Mal sehen, ob du da mitkommst. Er ist gut. Ich werde ihn nie schlagen. Was? Du hast mein Banjo erschossen.
Seien Sie sich da nicht so sicher. Der Schuss könnte von diesem grasbewachsenen Hügel gekommen sein. Bei allen miesen Tricks. Ich habe noch nie von so etwas Niederträchtigem gehört. Ich habe dich völlig falsch beurteilt. Du bist wirklich ein Pirat. Ich wäre stolz, in deiner Mannschaft zu sein. Das ist so schön. Großartig. Ich packe nur diesen Kram ein und mache mich fertig. Und gib mir meine Kanone wieder. Ich brauche noch 2 Seeleute für meine Mannschaft. Sehr schön. Ah. Das haben wir schon gemacht. Ein Kieferknacker nützt dir nicht viel. Hätten Sie gerne diesen Kieferknacker? Ich danke Ihnen. Autsch! Ich glaube, ich habe meinen Goldzahn verloren. Ich wusste, dass Süßigkeiten schlecht für meine Zähne sind. Aber es knackte schön und war ein Fest für den Gaumen. Ab jetzt bleibe ich bei fleischigerem Essen. Etwas Kaubares. Nun auf ein neues. Ich könnte jetzt gut was zum Kauen gebrauchen. Mögen Sie einen Kaugummi? Danke. Das ist wirklich guter Kaugummi mit Steakgeschmack. Von der einen Backe in die andere Backe. Sie kleiner Schlingel. Da haben Sie dem alten Captain Blondbart aber einen lustigen Streich gespielt. Was? Okay. Meine Füße machen mich fertig, Kinders. Meine Füße machen mich fertig. So. Wie ist das? Wo ist das? Das benötigt keinen Goldzahn. Kaugummi nützt dir nichts. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Was? Den Goldzahn nehmen wir und benutzen ihn mit unserem Kaugummi. Das benötigt keinen Goldzahn.
schmeckt wie ein Lendenstück. Den brauche ich nicht. Ich benutze immer Kokosseide im Rahmen meiner umfassenden zahnhygienischen Lebensweise. Das benötigt keinen Goldzahn. Schmeckt wie ein Lendenstück. Berli, da darfst du doch nicht drauf, das weißt du doch. Da darfst du doch nicht drauf, Berli, das weißt du doch. La 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 la. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. So? So nett, Sie kennenzulernen, Mr. Bill. Bill? Ist das Ihr Piratenname? Bill? Halsabschneider Bill. Ah, ja. Das gibt der Sache einen ganz anderen Touch, oder? Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Sieh dir das an. Ist das echtes Gold? Sieht so aus, als könntest du tatsächlich Schätze finden. Also kommen Sie in meine Mannschaft? Sicher, solange meine Partner mitmachen. Ich brauche noch einen Seemann für meine Mannschaft. So, so. Oh, meine Füße. Meine Füße, Füße. Halterung. Wo ist hier eine Halterung? Wenn ich das Fass anschneide, fließt der ganze Rum heraus. Oh, lauf! Oh, in meinem Kopf dreht sich alles. Ich sollte besser die Finger vom Rum lassen.
Würdest du gerne meiner Besatzung beitreten? Du scheinst in Ordnung zu sein, Guybrush. Aber kein Mann kann mir als Captain dienen, bevor er nicht meinen Respekt verdient hat. Und wie könnte ein Mann das anstellen? Indem er mich in einem jahrhundertealten Test der Stärke besiegt. Ein voll aufs Maul ohne Fluchtmöglichkeit im Käfigkampf auf Leben und Tod? Nein, ich rede vom traditionellen Highlander-Test der Stärke und der Männlichkeit. Dem Stammwurf. Klingt toll. Fangen wir an. Hey, ich habe gewonnen. Beim Toupet meines Großonkels McManus. Niemals zuvor habe ich solche Stärke gesehen. Sicher komme ich in deine Mannschaft. Ich warte im Laden, bis du bereit bist zu gehen. So, Sweet. Jetzt ist meine Mannschaft komplett. Jetzt brauchen wir bloß noch die blöde Karte. Schöne Stiefel, was? Entschuldigung. Hey, sieh dir das an. Ich hab echt dicke Knochen. Oh, oh, still! Da ist Captain LeChuck. Na los, da unten, ihr Flaschen! Setzt die Segel, wir fahren jetzt nach Monkey Island! Ich werde meine gesamte Armee der Untoten entfesseln. Und diesmal wird Elaine mir gehören. Oh, Elaine, das wird ein süßer Tag in der Hölle, wenn du den feurigen Atem meines Kusses auf deinen Lippen spürst und meine untote Braut wirst. Jeden, der sich mir dabei in den Weg stellt, werde ich vernichten. Ihr leidenden Seeleute, ist es nicht herrlich, tot zu sein? Die Füße strecken. Oh, ja. So. Da können Sie nicht lang gehen. Das ist wieder die Firma. Das ist nur für Mitglieder.
Hi. Ja? Ton hat gefehlt. Hi, Ton. Gib mir ein Handtuch, junger Mann. Diese Handtücher sind nur für Clubmitglieder. Was ist denn jetzt schon wieder hier? Das Ding vibriert hier. Ich gehe dann besser. Also, irgendwie, ich hab doch eine Clubkarte hier. Entschuldigung. Ja, Sie schmutziger kleiner Mann. Meine Karte. Lassen Sie mich sehen. Oh nein! Um Himmels Willen, die ist in Ordnung. Sie haben eine Mitgliedskarte. Ja. Und ich glaube, ich nehme eins der flauschigen, sauberen Handtücher. Und genieße einen schönen, entspannten Spaziergang am Strand. Nein! Das dürfen Sie nicht. Ich darf und vielleicht sonne ich mich auch nackt. Heilige Mutter der Perlen, nein! Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ganz hinten am anderen Ende des Strands ist's besonders schön. Dahin sollten Sie gehen. Sie sollten jetzt dahin gehen. Nett flauschiges Handtuch. Ich nehme noch eins. Ich habe genug Handtücher. Die Handtücher sind jetzt alle nass. Papa Pichu. Yay, 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 yay. Ach so. Papa Pichu. Mit diesen Löchern in meinen Schuhen schaffe ich es nie über diesen heißen Strand.
Der Krug ist mit roter Farbe gefüllt. Hier haben Sie etwas zu trinken. Lecker. Aber nicht sehr erfrischend. Hast du noch was anderes, Schätzchen? Nein, Schätzchen. Dann bring mir noch so eins. Hey, dieser Krug ist nur für zahlende Kunden. Tschüss, du kleiner Straßenräuber. Wiedersehen, der Herr. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh Junge, oh Junge. Junge, Junge, und das ist erst der Anfang? Hey! Nur weil Sie ein Erwachsener sind, heißt das nicht, dass Sie meine Zeit verschwenden können. Okay. Was ich jetzt als allererstes mache. Gib mir was von der Limonade, du kleiner Gauner. Das macht einen Fünfer. Das war erfrischend wie Morgentau. Hey! Wie haben Sie all die Limonade ausgetrunken? Sie haben die Krüge vertauscht. Sie betrügen. Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden. Sie haben einen aufstrebenden Jungunternehmer aus dem Geschäft gedrängt. Ich brauche ihn nicht mehr. Gott sei Dank ist es kein... Er ist jetzt voller Farbe. Ich habe Ihnen einen neuen Krug geholt. Danke. Hier ist Ihr Drink, Sir. Sehen Sie, Placido, sie brennen. Ah, alle diese Monate in der Sonne und meine Bräune pellt sich einfach ab. Ich drehe mich besser um. Gute Idee.
Das ist echt übel. Oh, das ist echt übel. Ich wünschte, ich müsste das nicht tun. Alter Mo. Tja, Yes, ich habe eine baby. Mannschaft, eine Karte, ein Schiff und endlich Elaine zurück. Also nehmen wir Kurs auf Blood Island. Um den Fluch aufzuheben und Elaine zu retten. Wie wär's, Die dich hasst Leute? wahrscheinlich. Lasst uns zu Blood Island aufbrechen. Lasst uns in See stechen und unser Schicksal in die Hand nehmen. Leute? Das könnte schwieriger werden, als ich dachte. Das kommt mir irgendwie immer bekannt vor. Jedes Mal, wenn du... Wahnsinn. Ah, das Meer. Ei, das Meer. Da freut man sich, am Leben zu sein. Ich glaube, das Schiff folgt uns. Hüllt die salzige Gischt. Im Wasser blinkt das Sonnenlicht. Kein schlechter Tag für einen Seemann, nicht? Es ist ein Piratenschiff. Wir müssen es abhängen. In Ordnung, Männer. Folgt mir. Hey, seht, Leute. Ein Wal. Wo? Das Schiff holt uns ein. Halsabschneider Bill. Hisst das Topsegel. Ist das ein Pottwal? Nee, Jung. Sie entern uns. Mannschaft, helft mir hier heraus. Er ist allerdings ein Exemplar der Ketakia-Unterordnung Mystiketi. Ich glaube, du hast recht. Nun ja, Richelieu, Sie sind es also. Was wollen Sie? Außer einem guten Toupet. ich bin wegen deiner Karte des sagenumwobenen Blood Island gekommen. Und dann werde ich den Diamanten finden, den du erwähnt hast. Der wäre ein prima Briefbeschwerer für mein Schreibpult. Oh, seht! Er bläst! Wissen Sie, Glatzkopf, ich werde Ihnen die Karte niemals geben. Ich brauche sie, um Elaine zu retten. Dann muss ich sie dir eben mit Gewalt abnehmen. Dieser Wal ist bestimmt 100 Fuß lang, 30,5 Meter. Und wiegt bestimmt 200 Tonnen. Du weißt natürlich, dass in einem Schwertkampf ein scharfer Verstand wichtiger ist als eine scharfe Klinge. Natürlich. Jeder weiß das, Fleischmütze. Bringen wir es hinter uns. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ach ja? Nun, du kämpfst wie eine Kuh. Nein, 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 nein. Das ist völlig falsch. Was? Auf dem Meer kämpfen wir ein wenig anders. Auf dem Meer müssen sich alle deine Beleidigungen und Drohungen reimen. Was? Also wenn ich sage, bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Sagst du? Ich habe einst Gold bekommen, aber es war nur Zink legiert? Nein, du sagst, das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Wir versuchen das nochmal, nicht wahr? Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Ich warte. Wie ich mir dachte. Du bist ein Amateur am Schwert. Gib mir die Karte. Hier, nehmen Sie sie. Das ist eine Karte? Ih. Sobald ich mit der Piraterei in diesen Gewässern fertig bin, geht es nach Blood Island. Bis zum nächsten Treffen. Unglaublich. Ich muss diese Karte zurückbekommen, oder wir werden Blood Island niemals finden. Danke, Jungs. Ihr wart mir gerade wirklich eine riesige Hilfe. Kapitän? Ja, Mr. McMutton. Wir fragten uns, was für ein Kapitän du bist. Was meinst du, Haggis? Nun,
Manche Kapitäne sind Männer der Tat. Sie mögen es, völlige Verantwortung und Kontrolle über das Schiff zu haben. Andere Kapitäne bevorzugen es eher, sich auf die geistigen Aspekte des Kapitänseins zu konzentrieren. Der Kapitän, der ein Mann der Tat ist, wird es unzweifelhaft schwerer haben, andere Schurken der See zu schlagen in der schnelllebigen Welt des Schiffskampfes. Dem akademischen Pirat werden Schiffe begegnen, die weniger aggressiv und deshalb einfacher und schneller im Kampf zu schlagen sind. Ich verstehe. Also, Captain Threepwood, welcher Typ von Kapitän bist du? Oh nein, wiederhergestellt. Gut. Guten Morgen. Ah, warte. Warte. War schon soweit. Aber jetzt geht's gerade wieder. Da bin ich wieder. Ach ja. Ui, was ist das? Dieser Wurm. Wo ist zum Essen gut, Kinders? Und es ist kein Knäppchenbrot. Warte, da habe ich noch was ganz Besonderes vorbereitet. Ach, schön. Ich habe noch ein paar andere Sachen für dich mit. Und ein paar andere Sachen. Die Schnitzelsammel. Ja. Sehr schön, sehr schön. Hier soll was zum Wachwerden. Oh, ein Ingwertat. Trinkt dann auch gleich einen mit. Ingwertat mit Apfel und Passionsfrucht und mit Orange, Zitrone und Kurkuma. Aha, kenne ich gar nicht, das Zeug. Ist gesund und macht wach. Macht das wach. Ja. Weil scharf und so. Ah. Hier noch ganz viel. Und wir haben noch Süßkram. Zucker. Zucker. Weil Energie. Bin ja auch ordentlich vorbereitet, wenn ich ehrlich bin, aber. Ja. Und noch mehr Zucker. Oh, sehr gut. Und Eier. Was Gescheites zum Essen. Ja, dachte ich mir. Dass du dich da vielleicht freust. Wir haben ja Knäckebrot vorhin reingepfiffen mit Würstel. Und die Würstel ich kalt aus der Packung gefressen. Ach, das ist gut. Und Streamer der Mensch hat einen meiner Zuschauer einfach mal für 30 Sekunden gekillt. Was hat er denn Also gesagt? für 300 Sekunden. Weil er das Leerzeichen nach dem Punkt vergessen hat und dann hat er gedacht, das sind irgendwelche Links, die er dann Ach so, stark. Und dabei war das ein Lob für das Rezept, was ich mal auf Insta gepostet habe. Ganz toll, weißt du, der lobt dich Ja, einer und dann fliegt er aus. Automoderation kannst du einstellen. Also wie stark die ist und so. Ja, da steht halt drin, dass einer keine... Links posten darf. Ja. Habe ich auch, warum auch immer. Aha. Und da wollte mir einer einen Link schicken, oder einen Link schicken Maus von so einer... runter. Von so, ich muss ich noch Schuhe ausziehen. Von so einer Lauf Map. an. Muss eh Staubsaugen. Da unten liegt eine halbe Fußhaut von mir schon mal. Na Leute. Ja. Es geht ab. Oh. So, noch jemand Wir da? müssen jetzt Seeschlacht lernen. Wir müssen jetzt Seeschlacht lernen. Anspruchsvoller Schiffskampf, wie gewünscht. Du hörst halt nichts, ne? Ja. Dachte ich mir schon. So. Seekarte. Guck die Seekarte an. Yay! Da, greift ihn an. Oh ne, den darf ich nicht angreifen. Dann greifen wir den an. Vierter Versuch schon. Nochmal abgekackt. Ja,
Ja, zwischendrin nochmal. Ich bin während deinem Livestream eingeschlafen. Und bin mit deiner Fresse in der Früh aufgewacht auf 55 Zoll. Das ist schön. Ja. Will auch nichts Schöneres rausstecken. Willst du was Bestimmtes? Willst du was Bestimmtes? Was reimt sich schon auf Bestimmtes? Naja, ich habe aber noch keine Ich bin Antwort. Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache! Oh, das ist scharf. Ernsthaft. Für mich, wenn ich scharfes essen darf. Der das was gar nicht gewöhnt ist. Brutal scharf. Tja, Herr Meier. Servus, Philipp. Herr Meier, ein Ingwer-Shot auf dich. Warte. Das ist gut fürs Immunsystem und das macht wach. Das schmeckt halt nach Ingwer, ne? Ja, aber ist schon hintenrum dezent. Wenn du es nicht gewohnt bist, musst du sagen, ist schon scharf. Ja, es ist halt Ingwer. Ja, aber halt hochkonzentriert. Ja, finde ich gut. Ich will nicht wissen, was die kosten, oder? Willst du wirklich nicht wissen, ne? 3 Euro noch was oder so. Wo, beim Rewe? Ja. Na, will uns wieder mal einer? Komm, ein Geschichte, Die der kannst du, auch, benutzt. kannst du auch geil selber machen. Easy. Ich meine, muss mal meiner Mama Ah. fragen, ein Rezept. Dann trinkst du immer so ein Shotglas in der Früh. Und das ist ja gut, also hast halt viel Vitamin C und alles und bla und fürs gut fürs Du bist so Immunsystem. hässlich wie ein Weil wenn da Affe in bist du einem nicht so krank, Negligé. Grippe und so. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Das war nicht die Antwort, die ich hören wollte. Ich dachte, du hast halt nur Scheiße zu fressen, deswegen dachte ich, bringe dir mal was Gescheites mit. Ja, ich muss mir ja bloß was machen. Ja, aber du kommst ja nicht wirklich dazu, weißt du, deswegen. Warst dachte du ich mal, schon ich bringe dir immer was so mit hässlich hier. oder bist du Danke. Sehr, sehr vielen lieben Dank. Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Oh, der war gereimt, das habe ich verstanden. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Aber das ist ja eigentlich von der Zeit her stehst du richtig gut, dass du 4 Stück schaffst, ne? Plädoyer. Was kommt nach Plädoyer? Pappmaché. Mein liebster Werkstoff ist Pappmaché. Aber die Aussage ist halt keine Beleidigung gewesen. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Einbalsamiert. Ich hoffe, dass sich mein Anlagefonds amortisiert. Wir haben noch keine Antworten, das ist wurscht. Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehmen kann. Schatz? Du willst einen Schatz? Tut mir leid, ich habe gerade keinen. Ich schätze, ich brauche mehr Übung in diesem Schwertkampfzeug. Ja, ach nee. Wenigstens habe ich es Ihnen während der Seeschlacht gezeigt. Und Leute, ist bei euch alles fit? Ja, Herr Meier ist in der Arbeit. Hinten beim Eisweiher. Hat nichts anderes zu tun, das jetzt so. Der andere schwingt sich die ganze Zeit aufs Bild. Ach, ne. Ja, Seekarte. Achso, ich muss das wieder. Ist das der Regisseur? Wirklich nicht furchterregender Pirat. Attacke! Wenn wir Wer bist du? Deinen Schatz oder dein Leben? Nein. Ich nehme deine Beute. Okay. Bis jetzt wurde von mir jeder Gegner Bis jetzt eliminiert. wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ich zittere, ich zittere. Ja, das war falsch. Einbalsamiert. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ach ja? Der kann ja gar nichts. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Ich Für was? zittere, ich zittere. Ich kann sie ja draufstellen. Hatte ich das letzte Mal. Du hast Ich hab's das letzte Mal gewonnen. hier stehen. Und da ging's dann. Gib mir deinen Schatz. Du schmalzgesichtiger Wischmopp. Der konnte wirklich gar Nimm nichts. ihn. Aber einen hat Schatz sowieso haben. nur Platz weggenommen. Wir haben Beute gemacht. Nicht so blöd.
brauchst du nicht so aufwärts. Weißt du? So, wo ist jetzt hier? Da. Hafen von Plundertown, da fahren wir jetzt hin. Aber ich finde schon mal gut, dass du den Chat des Größer hast. Ja, ich bin recht gut. Ja. Du hast das geschafft. Ich schätze, du hast eine wichtige Lektion im Betrügen gelernt. Habe ich bestimmt, Mister. Himmel, ich werde nie mehr jemanden betrügen. Ehrlich. Ich habe ein neues Geschäft und Himmel, es wächst. Ja, bitte? Ich verkaufe Waffen. Sag mir, dass du lügst. Ich lüge nie mehr, Mister. Der Sie kleine haben Scheiße mir das verkauft nicht jetzt gezeigt. Waffen. Kann ich Sie für Schrapnellmunition begeistern, die exquisite Schmerzen und qualvolle Leiden über Ihre Feinde bringt? Was hast du heute im Angebot? Ja, schau mal. Zeig Heute mal. Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush 3. Peter Parker. Naja, fast. Heute, Mr. Triefgut, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben-Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Als Einsteigermodell haben wir das Modell Freibeuters Freund. Wir haben auch folgende Kanonenmodelle lieferbar. Die Ouchmaster, die Lochmacher Deluxe, die Schmerzspender 2000, Mr. Massaker und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destruktomatik T47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Jetzt mal das Gleiche. Fangen wir mit Freibeuters Freund an, oder? Ja. Nein, Ich hier, komm. nehme die Lochmacher Deluxe. Nun, zahlen Sie in Dublonen, Juwelen oder gefangenen Jungfern? Ich zahle gefangenen Jungfern. Mein Schiff ist voller Beute. Tja, der Betrag in Ihrer Schatzkammer reicht nicht für dieses Modell. Selbst wenn ich Ihre alten Kanonen in Zahlung nehme, kann ich Sie für ein preiswerteres Modell interessieren? Ich nehme die Freibeuters Freund. Die Freibeuters Freund soll es also sein. Ich muss Handy gerade dazu mal im geschrieben, Lager weil ich war nachsehen. dumm. Ich habe das geschrieben, hab Ja, gewartet, hier haben Sie. anschaust im Stream. Sie werden nicht enttäuscht sein, Da mein dachte ich mir Freund. so, es vibriert doch gerade. Meine Mama wird Ihnen schnell die neue Und Kanone irgendwann habe ich geschrieben, installieren. Handy, dann merke ich, Wo sie schon einmal dabei ist, lasse ich sie direkt den passenden Betrag aus der Schatzkammer holen. Ja, was hast du denn geschrieben? Und die alten Kanonen abholen. Achso. Haben wir es jetzt dann? Ja? Mistkatzen. Mini-Pops. Ich würde mal so eine kleine Verkostung machen. Wir wollen eine kleine Verkostung machen. Hast du schon probiert, Mini-Pops? Oder ist das Mini-Pops? Heißt das Mini-Pops oder Mini-Pops? Ich sehe es nicht, ob ich es überhaupt reinhalte. Da müssen wir es sehen. Ja, doch, da. Ich guck. Ich halte es perfekt drin in die Kamera. Mini-Pops oder Mini-Pops? Carbonated Bubblegum Flavor Sugar-Free Soft... Sugar-Free Soft Drink with Sweetness Ingredients. So schmeckt es bestimmt. So, ja. Oh, da ist wahnsinnig viel Kohlensäure drin. Oh, doch, da war was. Da war ein Pft. Ich habe ein Pft gehört. Es muss nach Zucker schmecken, es schmeckt nach Bubblegum. Es riecht total scheiße. Und wenn ihr wollt, machen wir mal so eine richtige Verkostung. Da holen wir uns so eine Box. Die habe ich nur leider aufgegessen. Zur Hälfte. Ich sehe bloß keiner weiter. Guck. Achso. Da. Dann machen wir so eine richtige Verkostung. Und bestellen uns mal so eine Süßigkeitenbox. Und dann schauen wir, was es da alles gibt. Achso, wir können jetzt wieder aufs Schiff, glaube ich. Ja, ich habe die ganze Zeit Gesicht nicht verzogen. Purer Zucker. Nobody Games, guten Morgen Rico. Sehr schön, dass du wieder da bist. Es freut mich sehr. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Mal sehen, ob ich fällt doch. Nee, aber nicht. Deinen rechten Arm so. Ja. Linken. Der ist tätowiert.
Nee, ich kann nicht rutschen, da ist das bisschen Tisch, was ich noch habe. FIFA, ne? Steht schon eine neue. Aha, so, Kapitän Richelieu, den nehmen wir nicht. Wir nehmen den da. Ah, danke! Wo ist er denn? Oh, stark. Was ist mit dir los? Scheint zu schmecken, wa? Nö, aber ich habe so eine Hand. Boah, ist das widerlich. Schießen die überhaupt zurück? Ja. Welcher von denen ist das du? Ich bin das da. Oh, starker Schuss. Ah, Wer bist du? es geht dich einen Scheißdreck an. Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Viel Glück, Junge. Neue Waffen? Freut mich sehr. Der andere hat ja gar nichts gewusst vorhin. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Ah, okay. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Das ist bestimmt Valhalla, wa? Weißt du dein Passwort auswendig? Von was? Dein WLAN. Ja, klar. Können wir auch ändern. Kinderbücher gehören meines Erwachsens illustriert. Kinderbücher gehören meiner Ansicht nach illustriert. Ja, für Teufel. Also dieses blaue Zeug schmeckt genauso scheiße, wie man sich vorstellt. Beseitigung. Bah. Beseitigung. Eine ruhige Fahrt gewährt nur eine hydraulische Federung. Geht's in die Arbeit? Gib mir deinen Schatz. Ah, ja. Schatz? Ich hab keinen. Du willst einen Schatz? Das ist der Tut mir Grund, leid, warum ich hab ich gar gerade keinen. in den Hafen gefahren bin. Du Pflaumenschädel. So. Kanonentyp 2. So, dann machen wir das wieder so. Gucken auf die Karte. Nein, den dürfen wir nicht angreifen. Den auch nicht. Runter von meinem Deck, du Seegurke. Warum musst du die jetzt nicht abschießen? Ich bin Weil ich Guybrush mit dem schon mal Threepwood, ein gekämpft mächtiger habe. Pirat. Also, Dass ich nicht lache. Da weiß ich, dass du die Antwort weißt. Die weiß ich ja jetzt auch. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ich zittere, ich zittere. Das mit dem Affen kapieren sie einfach nicht. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Ach ja? Da ist ein Riesenloch im Boden. ja. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ich bin Gummi, du bist Stahl. Du hast Könnten die mir gewonnen. mal eine Antwort auf meine Dinger geben? Gib mir deinen Schatz. Du schmuddeliger Kielwassersäufer. Ich wollte ihn sowieso nicht. Dieser schreckliche Fluch lastet nämlich auf ihm. Kriegst du aber Geld, wenn du Was? Ja, und jetzt fahre ich wieder zurück in den Kleiner Hafen, gebe Scherz. wieder Geld für Kanonen aus und Wir dann fahre ich wieder haben los. Beute gemacht. Damit mir das eben beim nächsten Kampf nicht weggenommen wird. Kenny. Tja. Mal Zeit. Rico von Lips ist asozial. Richtig, Entschuldigung. Schon wieder da, Mister? Ja, give me the next one. Was hast du heute im Angebot? Heute Na, Kundennamen mich würd's hier immer noch von dem Ding einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Peter Threepwood. Pan. Heute, Mr. Triefgut, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs, Baumlange, Bomben, Bumskanonen GmbH und Co. Nein, ich glaube, das anbieten. kann man überspringen. Die Ouch, die Loch, die Schmister, die Destrukt. Also, Dann nehmen wir doch Ich die nehme Ouchmaster die jetzt. Ouchmaster. die Ouchmaster soll es also sein. Mann!
Ab aufs Schiff. Hast du die jetzt? Ja. Eine Wäsche da nicht angreifen. Gegen wen musst du jetzt kämpfen eigentlich? Das war ja dein Bruder war. Wieder Litschak. Es ist immer Litschak. Muss man nicht verstehen, oder? Oh, toll. Schön vorbeigeschossen. Ich habe vibriert. So, Wenn du eine das war schon mal. Treffprügel suchst, bist du hier genau richtig. Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Das wirst du noch bereuen. So, hier das mit dem Negligé-Problem. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ach ja? Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Ich bin Gummi, du bist Stahl. Der weiß ja gar nichts. Die wissen alle nichts. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ich bin Gummi, du bist Stahl. So, Sieg. Ich glaube, das Problem bei so einem 24-Stunden-Stream bei mir, dass ich nicht irgendwann ein Bier Du hast gewonnen. kann. Ich habe bisher genau 1 getrunken. Du Badewannenkapitän. Der Schatz gehört dir. Wir haben Beute gemacht. Trink mal eins, wa? Kalkon? Kalkon? Steht direkt dort. Schon wieder da, Mister? Ja. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Ich nehme die Lochmacher Deluxe. Eine Lochmacher Deluxe? Kommt sofort. Mama! Mama! Läuft doch! Oh, stark. Ja, das meinte ich auch. Na komm, ein Stück noch. Seegurke wurde Wir haben besiegt. eine Seeschlacht verloren. Ja. Wie erniedrigend für einen erfahrenen Piraten meines Kalibers. So. Cheers. Cheers. Ich hoffe, du hast ein volles genommen. Ja. Ich habe da welche draußen stehen, die sind bloß halb voll. So, und dementsprechend schmecken sie. Wer macht denn halb volle Biere? Keine Ahnung. Wer trinkt denn die halb leer? Ja, das ist genau der Punkt. Die sind so im Kasten. Ach so. Die sind noch komplett verschlossen. So. Das ist ja assi. Ganz schön furchterregende Piraten. Dann denken an die Krankenkassenkarte und so. Ja, liegt schon vorne am Tisch alles. Der ist... Yeah!
eine Tracht Prügel suchst, bist du hier genau richtig. Danke. Ja, ja, Schatzhulle leben. Schatz oder dein Leben? Nein. Nein. Ich nehme deine Beute. Ja, ja, kannst du haben, ist nichts da. So. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Hoffentlich zerrst du mich jetzt nicht in Separé. Endlich. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Nochmal was? Dass du die ganzen Angriffssätze schon hast und auch Verteidigungssätze brauchst? Große wolltest du noch. Ja, was hat er gesagt? Ich hab nicht gehört, keine Ahnung. Du hast es jetzt drauf. Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Oh nein, das war's nicht. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Ja, den Satz kenne ich schon. Ich weiß bloß nicht. Plädoyer separé. Ja, aber das ist was. Das ist das Oder mit dem AD. Affen. Oder AD. AD? Dann winke ich artig und sage AD. Ja, das ist Dann aber winke Quatsch. ich artig und sage Ade. Ich glaube, du hast einen Schatz. Nein. Gib ihn her. Ja, geht ihn nicht. Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Wie lange halt weiterredest. Wahrscheinlich schon. Naja, macht nichts. So, aber der kann mir Sachen beibringen. Das ist gut. Wo ist er? Runter von meinem Deck, du Seegurke. Du schon wieder. Dein Schatz oder dein Leben? Das wirst du noch bereuen. Ja, du willst wohl meinen Schatz haben. So. Hatten wir da schon eine Antwort drauf? Ich weiß es nicht. Bis Probieren jetzt wir's. wurde jeder Gegner von mir eliminiert. That's it, guten Morgen! Dein Atem hat sie Na, alter paralysiert. Ficker! Oh, ich habe nicht aufgepasst. Überall in der Karibik Warte. wird mein Name respektiert. Weiß ich nicht. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Keine Antwort. Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehme. Glaubst du? So. Auf ein neues. Ist er das? Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Was geht? Gut geschlafen. Das Mikrofon gibt es immer noch asozial. Ich Im bin Mikrofon gekommen, rülpst deinen das Schatz zu asozial. rauben. Das wirst du noch bereuen. So, den hat er uns gesagt, den hat er uns gesagt. Eliminiert und Negligé wissen wir Das jetzt. freut uns. Dich zu töten wäre eine Ja, legale das freut Beseitigung. uns. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Ah, toll. Was für ein super Reim. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Beleidigung. Dachtest du vielleicht schon mal an eine Beurlaubung? Jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Kapituliert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Das kann wirklich passen. Nein. Gib mir deinen Schatz. Ich habe keinen Schatz. Warum glaubst du, hab... Es ist 11 Uhr, Junge. Die Leute warten auf dein Frühstücksbier, Janik. In einer Stunde macht der Arzt zu. Ich denke, er macht auf von 12 bis 8. Nein, von 8 bis 12 bis 8. 8 Ach so. bis 12 ab 8 habe ich geschrieben. Achso, nee, du hast 12 bis 8 geschrieben. Nein, 12 ab 8. Willst du was Bestimmtes? Ich dachte bis 8 Uhr abends. Nein, nicht wirklich. Gib mir deinen Schatz und ich... Nein, Das ich ist Quatsch, nehme... weil der Janik hat noch kein Auto. Ah. Aber könntet meins nehmen. Beseitigung haben wir, mutiert Warst haben du wir schon noch immer nicht. so hässlich oder bist du mutiert? Gehört, Janik muss jetzt herkommen, muss Bastis Auto nehmen. Ich bin Gummi, du bist stark. Ah, den kannte er nicht. Er kannte einen nicht. Wirst du laut Testament eingeäschert oder Schweizer war einbalsamiert? bestimmt vom Saufen. Sollte Das ich wird in aus- deiner aus- Nähe aus- sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Oh, der ist gut. Du bist so hässlich wie ein Affe im Oh, das weiß Negligé. ich, das weiß ich.
Negligé. Hoffentlich zerrst du mich nicht ins Separé. Haha. Hast du nicht erwartet, mein Freund. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Dass ich nicht lache. Du und welche Armee? Ah, der ist schön. Plädoyer Armee. En garde! Touché! Was? Ist dieser Trail eigentlich noch? Ist dieser Boden aus PVC? Der Trail? Nein, der zwischendurch immer wieder aufgehört. Echt? Ja, der war immer Gib wieder mir da. deinen Schatz! Immer wieder reingeschaut. Schatz? Du willst einen Schatz? Tut mir leid, ich hab... So, aber der bringt uns bei. Das finde ich nicht verkehrt. Da ist er. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Ich piss dir ans Bein. Deinen Schatz oder... Nein! Ich nehme deine Ja, genau. So. Von meiner Schwertkunft hat noch jeder kapituliert. Das weiß ich jetzt. Ich weiß nicht mehr, was ich nehmen soll. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer, den hat er gekontert. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Ich zittere, ich zittere. Ja, den hatte er noch nicht. Oh, ich habe vibriert. Den hat er pariert. Du warst schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Ich zittere, ich zittere. Du Pflaumenschädel. Ja, gibt's wenigstens Geld. Dich zu töten wäre eine legale Nein, den kann er kontern. Ach ja? Was? Hast du ihn vergessen? Vorhin hast du ihn gekontert. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Ich wollte ihn sowieso... Wir haben Beute gemacht. Was für eine Lüge. So, und... Nein. Ach, das ist... Jedes Spiel eine andere Steuerung. Wieder da, Mister? Um 5 aufgewacht, mega Kopfschmerzen, ganze Boden nach Tabletten durchsucht und gefunden. Dan bis jetzt gepennt. Ja, dann zieh dich an. Ich Mach dir auf den Weg her, Kollege. Ich nehme die Schmerzspender 2000. Die Schmerzspender 2000 soll es also sein. Mama! Schüssel! So, jetzt haben wir hier Kanone Typ 5. Was ist du dann alle oder nur eine von den dreien? Alle. Wo ist er denn? Oh. Als ob ich so viel besser gemacht hätte, gell? Och komm. Hallo Ragnar.
Runter von meinem Deck, du Seegurke! So heißt mein Schiff, du Dein Idiot. Schatz oder dein Was Leben? ist los, Knutschbacke? Vorher werde ich dich in Ketten legen. So. Jetzt pass auf. Eliminiert. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Gut, den kannten wir schon. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Mutiert. Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Ja, mutiert reflektiert. Ja, ist ja gut, Knutschi. Ja, ist ja gut. Oh ja. Was Bock war. Oh. Ja, jetzt hängst du fest. Ah, Nippel! Das ist was mit Reinigung. Hast du nicht mutiert und ein Ding aufschreiben? Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ach so, nee, das wissen wir sogar schon. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Aha, kapituliert, kollabiert. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Weißes T-Shirt an. Sterilisiert. Zumindest hat man bei ihnen keine Phrenesie diagnostiziert. Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehme. Ich habe keinen. Warum glaubst du, habe ich... Warum glaubst du, habe ich dich angegriffen? Das finde ich immer gut. Ach, schön. So, wo ist er? Furchterregender Pirat. Wer bist du? Ich bin der Mann, der... Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Vorher werde ich dich in... So, das eliminiert wissen wir. Negligé wissen wir. Beseitigung wissen wir. Mutiert wissen wir. Einbalsamiert wissen wir. Schwertkunst kapituliert. Kapituliert, das wissen wir auch. Wo ist das mit den Eltern? Wo ist das mit den Eltern? Haben deine Eltern sich... Himmel bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht Das eine hatten wir auch noch nicht. Beleidigung. In Formaldehyd aufbewahrt, trügest du bei zu meiner Erheiterung. Ah, sehr faszinierend. Ich werde dich richten und es gibt Das kein weiß ich, Plädoyer. das wissen wir schon. Plädoyer. Plädoyer. Es ist nicht das Separé, das ist der Affe. Kollabiert natürlich auch nicht. Armee. Genau, die Armee. Dass ich war nicht das. lache, du und welche Armee? Ah. So, wo sind die Eltern? Ganz unten. Warte mal. Da. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Zumindest hat man meine identifiziert. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin Oh, ich das in kann ich meinem noch nicht. Metier. Den kannten wir noch gar nicht. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Das reimt sich gar nicht, was ich gerade gesagt habe, ist ja egal. Ah, das war schon. Öffne wieder. deinen Laderaum, damit glaubst du. Als ob ich jetzt auf die Schnelle einen Schatz für dich hergetan hätte, du Spacken, Spacken, Spacken. Spacken, Spacken in den Chat. An Bord eines Eins in den Chat. Piratenschiffs zu gehen, gefährdet die Gesundheit. Gib mir... So. Du bist blöd. Oh, das wissen wir auch noch Niemand kann nicht. mich stoppen, mich, den Schrecken der See. Ich könnte es tun, hättest du nur ein Atemspray. Ach so, es wird dauernd auf Mundgeruch rausgejagt. Wirst du laut Testament eingeäschert oder Oh, einbalsamiert? einbalsamiert weiß ich. Desinfiziert. Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert.
Ja. Also die Eltern wusste er. En garde, touché. Oh, das ist ein solch übles Klischee. Mein Minenspiel zeigt dir meine Kennen wir noch Missbilligung. nicht. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Missbilligung kennen wir noch nicht. Achso, und dann ist gleich Gib vorbei. mir deinen Schatz. Haben wir nicht. Warum glaubst du? Du bist also ein Pirat, sagst du. Ja, immer noch. Das musst du Ups, ich dachte, du wärst jemand. Ups. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe gesagt, ups, ich dachte, du wärst jemand anders. Runter von meinem Deck, du... Ich bin geil. Dass ich... So. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Aha. Ach Gott, da liegt da jetzt was. Fühl ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Metier. Mit deinem Repertoire an Sprüchen wäre ich auf Welttournee. Ich werde dich richten und es gibt kein Ha, Plädoyer. Armee. Armee. Dass ich nicht lache, du und welche Armee? Ups. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Zu schade, dass das hier niemanden tangiert. Das war's. Ah, der bringt uns wenigstens mal das eine oder andere bei. Glaubst du nicht, dass wenn ich ein... wahrscheinlich... Wer bist du? Immer Ich noch bin der Guybrush, gleiche. Dass ich nicht lach. So, dann gehen wir wieder nach unten, relativ weit. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Ah, den hatten wir gerade. Verdammt. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Wird mein Name respektiert? Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Nein. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Reinigung! Reinigung! Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Das ist auch so, das ist so schlecht. Also da waren die im ersten deutlich besser. Okay, wir wissen, da wissen wir die Antwort, da wissen wir die Antwort, da wissen wir sie, da wissen wir sie. Ein Da jeder wissen hat wir vor sie meiner nicht. Schwertkunst kapituliert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Achso, dann wussten wir sie doch. Gib mir deinen Schatz. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Das ist gar nicht mal so ein krasses Delay. 2 Minuten. Rechts Die bei oben. Syphilis sollst du dafür kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist. Oh, das hat sich ganz schön behoben. Hey Dave! Servus! Hallo mein Sohn, da ist er wieder. Ich habe doch nur geguckt, was er geschrieben hat. Ja, deswegen habe ich ja so gemacht. Ich Ja. bin gekommen, deinen Schatz zu... Das wirst du. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier erreichen können. Überall in der Karibik Überall wird in mein der Name Karibik wird respektiert. mein Den hatten Name wir noch nicht. respektiert. Zu schade, dass das hier niemanden tangiert. Doch, kannte ich schon. Oh, Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. dann, den kenne ich nicht. Dass ich nicht lache, du und welche Armee?
Der passt doch wunderbar. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Hoffentlich zerrst du mich nicht ins Separé. Kennst du noch nicht? Nein. Er hat gerade 2 hintereinander gebracht, die wir nicht kannten. Gib mir deinen Schatz. Dritter Teil ist es jetzt. Ne? Ich habe keinen Schatz. Dritter Teil. Warum? Ja. Dann hast du noch ungefähr 3 Stunden für den. Und dann hast du wieder 6 Stunden für den vierten. Du bist also ein Pirat, sagst du. Das. Ich bin das ich nicht. Du hast auch in 7 Stunden geschafft, in 6 Stunden geschafft. Was? Den ersten in 5, den zweiten in 6. Den ersten in 5,5. Oder 5,5. So. Kenn ich. Wenn ich den jetzt wieder nehme, dann weiß ich... Das ist unglaublich. Hintern, Gesicht, Beleidigung, weiß ich. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Den kannte ich noch nicht. Sehr schön. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Den kenne ich auch noch nicht. Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Da kenne ich die Antwort. Die hatten wir schon. See, Armee, See, Erleichterung, See, Varieté, See, Klischee, See, tangiert, See, Begnadigung, See, Atemspray. Ich verspüre einen gewissen Drang. Wo ist das nächste WC? Scheinbar kannte ich den doch noch nicht. Also irgendwas mit See. Ich habe dich geschlagen. Gib mir deinen lass Schatz. dich Lalalala. Ich hab keinen. Runter von meinem Deck, du Seegurken. Deinen Schatz. Sau am Buffet. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Ah, Buffet, Filet. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Reinigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Schlechtester Reim ever. Das ist unglaublich. So. Schrecken der See. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Ich könnte es tun, hättest du nur ein Atemspray. Kannst du doch schon. Doch, kannte ich schon. Ich werde dich richten und es gibt kein Plädoyer. Armee. Ich vibriere die ganze Zeit, ja, das weiß ich. Dass ich nicht lache, du und welche Armee? Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ich zittere, ich zittere. Sieg. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Ich geb dir meinen. Du Nee, ist was. Ich wollte ihn... Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Mama! Ach, wieder. Schon wieder da, Mister? Ja. Und du wirst es nicht glauben, aber Ich möchte möchte ein paar Kanonen für mein kaufen. Und zwar die Ich Mr. nehme die Massaker. Kanone. Eine Mr. Massaker. Mama! Ach ja. Die hat einen Hebel. Ich hab einen Joystick. Ja, Die Waffe. tatsächlich. Und was hat sie hier vorne? Was ist das? Haben die ja auch Hui. Hui. Und er schreit aber Wuhu. Die Übersetzungen sind teilweise so gut. Das ist tragisch. Willst du was Bestimmtes? Ach toll. Du kannst Ich mir nicht habe mehr keinen weiter. OBS wieder verbunden. Ich hab's mir anders überlegt. Ich lass dich am Leben. Ja, den wollte ich auch gar nicht angreifen.
Wie bitte? Hier aushältst. Wir haben schon wieder verloren. Gefühlt 80 Grad hier drin. Was mache ich Findest du? falsch? Ja, ich kann ja. Ja. Kriegst du immer mal so einen Ventilator oder so. Wirklich furchterregender Pirat. Wurscht, dass ich versuche, irgendwie auf die Waldseite zu kommen. Du musst den Unterschied zwischen Rechts- und Linksklick kennen. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Kaffeebrause. Ich bin gekommen, deinen Schatz zu rauben. Viel Glück, Junge. Eliminiert weiß ich, Negligé weiß ich, beseitigt weiß ich, mutiert weiß ich, Buffet weiß ich. Hintern. Himmel bewahre für meinen Hintern. Puh. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. So schade, dass das hier niemanden Kenn ich. tangiert. Ja. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Kennen wir auch. Buffet, Filet. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Ja, kommt mir unbekannt vor. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Der war Läuterung. ganz listneu, jawohl. Fühl ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Den kennen wir schon. Metier. 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 Klischee, oder? Nö. Zu schade, dass das hier niemanden Nein, tangiert. kennen wir nicht. Metier kennen wir nicht. Gib mir da! Gleich nochmal. Metier. Wenn du was um dein Leben gibst, dann... Ich bin Lass ich nicht. Metier. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ach ja? Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Blue Ich Raspberry werde dich Candy richten Cans. und es gibt kein Plädoyer. Ja. Wahrscheinlich wieder mal zurück. Was hat er gesagt? Plädoyer. Plädoyer. Armee. Manchmal ist das Delay echt toll. Habe ich halt schon zwei, dreimal gemerkt. In dem Dass ich nicht lache, du und welche Armee? Das Pulver.
Sagt ihr den Scheiß? Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Es geht. So schade, dass das hier niemanden tangiert. Das habe ich dich vorhin schon mal gefragt, ne? Kollege. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Beseitigung? Kaffee. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Aber wir nicht einfach aufmachen, das Scheißding. Du hast gewonnen. Hast du ein Messer da? Gib mir deinen Schatz. Du Badewannenkapitän. Stimmt. Ich wollte ihn Und sowieso mein ganzes nicht. Werkzeug. Wir Das ist ein Hammer. haben Beute gemacht. So, ich glaube, jetzt können wir dann den anderen angreifen. Muss man neue Kanonen kaufen. Ja, deswegen ja. Wir kaufen nämlich jetzt die letzten. Diesmal richtig klicken. Schon wieder da, Mister? Ja. Vor allem er fragt schon wieder da, Ich Mister, und möchte ein fragt paar dich nach deinem Kanonen Namen. für Oh, Mister! Sie haben soeben das Tor zur gehobenen Piraterie. Sie haben soeben ein Destruktum, ein ziemlich fein... Mama! Das sind jetzt die krassen Motherfucker. Jetzt sind wir oberkrassen Motherfucker, Alter. Mit Satellit. Alles klar. So. Mit Satellit. Ja, du bist eine Pflaume. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. So, du schon wieder. So, jetzt müssen wir aber schätzen, was es sein könnte. Was meinst du? Jetzt müssen wir schätzen, was es sein könnte, wenn der uns jetzt was sagt, weil das ist wie bei der Schwertmeisterin im ersten Teil. Ach so. Dass der andere Fragen oder andere Sachen stellt und aber wir dieselben Antworten geben müssen. Oh, jetzt gibt's Saures aus. Ach komm. Auch wenn du es nicht glaubst, aus dir mache ich Haché. War das schon die Frage, die Aussage, ja? Haché. Haché. Achso, das gucken wir doch. Ja, da schaue ich. Ja, okay. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Ich weiß nicht, welche meiner Eigenschaften dir am meisten imponiert. Ich würde doch nie nachschauen. Nee, das macht mich fertig. Echt, ich sag's euch. Wenn du das 3 Spiele durchziehst, da steht nichts von imponiert. Adoptiert, nee, deletiert, imponiert. Kollabiert. Wir nehmen das mit kollabiert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Ja. Hättest du nicht gedacht, gell? Platzkopf. Jetzt werde ich dich erstechen. Da hilft kein Protégé. Protégé, das ist bestimmt mit Armee. Aber ich würde jetzt das mit der Armee nehmen. Wir sind gar nicht so blöd. Wir müssten gar nicht nachschauen. Guck. Dass ich nicht lache, du und welche Armee? Man gewöhnt sich übrigens an die Grafik. Inzwischen tun meine Augen gar nicht mehr so weh. Ich finde das auch nicht so schlimm. Sacre bleu, ich kann es nicht glauben. Ich wurde im Kampf besiegt. Sag nichts mehr. Also gib mir die Karte, nimm dein Schiff und verdrück dich. Das ist nicht nett, ja. Du hast gewonnen, du kriegst deine Karte zurück. Du warst von Anfang an zum Scheitern verurteilt, du Kleptomane. Ja, ist ja gut, ich gebe schon auf. Kein Wunder, dass du verloren hast bei dem wackeligen Schwert.
Gnade, ich flehe dich an. Keine weiteren Erniedrigungen, bitte. Ein Guss, glaube ich. Dein Gestank und Gesicht erinnern mich an ranzigen Käse. Wir haben die Karte wieder. Jetzt können wir nach Blood Island segeln. Ja, weil ich es voll gesagt habe, da kommt jetzt nichts mehr raus. Wir sind in Part 4, der Barmann, Liebe. Ach ja. Hol mal einen Dosenöffner. Wir müssen unbedingt den Kurs auf Blood Island halten! Van Hagen? Ich tue ja schon alles, was ich kann! Und hier erstmal die Crew, die mitarbeitet. Du musst mir helfen! Ich kann mich selbst kaum halten, Kameraden! Bei Gott, dieser Storm! Den hat der Teufel geschickt! Der heißt Hedison. Den habe ich beim Baumstammwerfen geschlagen. Weil ich einen Gummibaum geworfen habe und der war voll. Und der hat gesagt, oh, solch eine Kraft habe ich noch nie gesehen. Ach, schön. Sie bauen schon wieder am Schiff. Ich glaube, ich war für eine Sekunde ohnmächtig. Ihn habe ich in einem Man-Duell geschlagen. Sie flog ein Er hat kleines gesagt, wähle deine bisschen Waffen. in An den einem Wald, drei als wir Pistolen da und strandet. dahinter ein Banjo. Ich habe das Banjo genommen. Dann lasst uns gehen. Und dann habe ich seins zerschossen. Wir suchen sie und dann durchkämmen wir die Insel nach dem entfluchten Diamantring, der sie wieder zurückverwandelt. Ich glaube nicht, dass wir das tun werden, Kumpel. Was meinst du? Ich meine, was meinst du, Haggis? Dies ist eine Meuterei, Captain. Wir verlassen dich. Habe ich erwähnt, dass ich meiner Mannschaft einen sehr attraktiven Rentenplan anbiete? Grubby, servus. Grubby ist wieder da. Hast du aber nicht lang geschlafen, mein Freund. Aber warum, Haggis? Heute Warum? Nacht war die ganze Zeit jemand da bei mir Nun, und ich ich habe auch gebe gedacht, der zu, geht in noch zur deiner Schule. Piratenmannschaft zu sein, war die Nein, mir ist wahre 40. Freude. Die wahre Freude. Aber wir sind Sag jetzt nichts rastlos Falsches. geworden. Weil wir dann nämlich Wir auch wieder mal können die über mein Stimme Alter der geredet Sirene haben. hören, wie Und sie wir uns uns dann darauf ruft und geeinigt sagt, haben, dass wir ihr die auf Haare den frisieren sollen. Dem wurde übrigens erzählt, ich bin Zurück, 65. um wieder Friseur zu werden? Ei, wir segeln zurück zu Krass, Plunder oder? Island, sobald wir das Schiff repariert Ich hab haben. schon Schlimmeres gefressen als Viel das. Glück, Captain Treibholz. Es war ein Sehr gut. Vergnügen, mit dir auf Beutezug zu gehen. Aber jetzt reicht's auch wieder, das wird zu Ich viel. schätze, ich bin wieder allein. Haggis McMudden. Haggis McMudden, Bill, der irgendwas Bill und noch einer. Namen vergessen. So, kann ich da noch... Oh, warte. Glitschige, fettige Handlotion. Take it. Yeah. Das lässt du am besten. Wieso? Ich Diese bin stärker wie du. Handlotion ist für die raue, trockene Haut, wenn man am Schiff gearbeitet hat. Taken wir die Flasche? Können wir die Flasche taken? Was ist? Der hat den Korken extra. Achso. Flasche ist was drin, oder? Nutze Flasche, ist Flasche. Nutze Flasche mit Handlotion. Was abzufüllen? Ist, könnten wir mal so machen. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Nein. Das hört sich an wie Ping-Pong spielen, was der da macht. Ich hör's nicht. Ja, deswegen sage ich dir ja. That is the ship's wrack. Now we go to the first Fragezeichen. Hashtag mehr Schnaps. Oh nein, Grubby. Da musst du aber mittrinken. Fährlinie des verlorenen Walisers. Muss jetzt Jägermeister sein. Täglich unvergessliche Nein, Kreuzfahrten du und kannst auch einen Wodka haben, Wahlbeobachtungsexkursionen. Den Wodka oder Ist alles warm, Alter. da. Oh ja, Fratelli finde ich gut. Den kann ich nämlich nicht trinken.
Kannst auch einfach das kleine Glas nehmen, da siehst du den Dreck nicht, das ist schwarz. Das habe ich gar nicht gesehen, Joe. Oh, Crappy! Wenn es schon wieder so losgeht, nicht mehr lange alles fertig. Ich muss dann auf meine Arbeit, ne? Du musst auf deine Arbeit? Ja, ich muss meine Sachen abgeben, Arbeitsklamotten, Tablet und so. Fährlinie des verlorenen Ich hab schon gesehen, dass ich ein Visas. Bier trinke. Täglich unvergessliche Kreuzfahrten und Wahlbeobachtungsexkursionen. Aber wir bestimmt anhören. Na? Hast du einen Tag gemacht? So, So, auf meine Eltern. so. Es ist 11:30. Zum Wohl. Hashtag mehr Schnaps. Mach. Okay, ich habe gerade wieder was gelernt. Ich hab noch nie mal was gegessen, Alter. Also außer die Leber. Du bist gerade eben hier gesessen und hast Semmel. vor alle Augen was gegessen. Ja, außer die halt. Ich habe gerade was gelernt. Was hast du denn gelernt? Du. Haggis? Alter. Hi. Hä? Habe ich das gestern 3-mal geschrieben? Du hast gestern öfters mehr Schnaps geschrieben, ja. Und ich habe jetzt mal einen getrunken. So. Meine Güte, das ist eine große Flasche Meine Lotion, Güte, die ihr das da ist eine habt. große Flasche Lotion, die ihr da habt. Oder hast du was getrunken, Das weil ich ist das richtig. Auto geredet habe? Und Ja. wage nicht einmal daran zu denken, sie zu stehlen. Wir brauchen sie ganz bestimmt. Siehst du, Hattest du nicht. Ich weiß, hab ich das Zimmermannshandwerk kann und wird in diesem tropischen Klima die Haut vorzeitig altern Vor allem, lassen. weil die nämlich Schirmchen Dies drin ist nur eine der vielen Härten, denen ein Pirat in diesen barbarischen Zeiten täglich gegenübersteht. Oder ein Glas Ei, Volldreck. und wenn wir Piraten keine Handcreme an Bord mitgeführt hätten, hätten wir Zweiten uns Teil habe ich vielleicht zu einen Eimer voll Tode Schlamm gekratzt. Das ist schon Wow, wenn ich ein Geschichtsreferat über Piraten schreiben und diesen Punkt mit einbringen würde, bekäme ich glatt eine 1+. Gut. Haben wir jetzt was Wir gekriegt? sprechen über eine sichere 1+. Und durch diese 1+ könntest du an der Universität deiner Wahl zugelassen werden. Denk darüber nach. Nein, er will, dass wir das, was wir gerade gelernt haben. Besteht denn keine Möglichkeit, auch nur einen Tropfen Lotion zu bekommen? Nun, vielleicht können wir einen Handel machen. Du siehst, wir müssen das Schiff reparieren. Sie ist undicht wie ein Sieb. Ja. Und aus einem unbekannten Grund sind die Schiffsvorräte an Teer erschöpft. Wie die vorherige Mannschaft ohne Teer an Bord die Segel setzen konnte, kann ich nicht nachvollziehen. Aber Fakt ist, solange wir kein Teer oder Ähnliches bekommen, sind wir dazu verdammt, auf dieser Insel zu bleiben. Okay. Ei, ich gebe dir die ganze verflixte Flasche Lotion. Wenn du etwas findest, womit ich das Schiff wieder zusammenflicken kann, sodass wir nach Hause können. Jawohl. Ich lass dich wieder an die Arbeit. So. Jetzt müssen wir bloß noch Tee oder so einen Scheiß finden, damit er uns da sagt. Das dürfte dann ein Hotel sein. Da gehen wir jetzt hin. 3. Bei 3. Und ich spür's. Das wird so toll heute, das Quiz. Wahrsagerin. Essen. Ich fühle eine dunkle Aura, die mich überkommt. Hallo. Ah! B! Bitte, sei leise. Kein Geschrei. Oh, mein Kopf. Kopfschmerzen. Hi, ich bin Guybrush und du bist? Madame Ich bin Madame Xima, Hüterin der alten Künste des Wahrsagens und des Omendeutens. Herrin der Weissagung. Cool, Sie sind eine Hellseherin. Das und so vieles mehr. Wie auch immer, erzähle mir etwas über meine Zukunft. An das Band Ich glaube nicht, dass du etwas darüber hören möchtest. Finde ich dann immer wieder. Es gibt Dinge, die ein Mensch besser nicht wissen sollte. Aber es gibt schon so viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich will meine Zukunft kennenlernen.
Ich weiß zum Beispiel, mit wem Mimu schon alles verheiratet Du bist war. nicht dazu bestimmt. Ich wette, Leider du nicht kannst das mit gar mir. nicht. Das ist das Problem. Aber da wäre sie auch. Du kannst es nicht und hast Angst, dass jeder herausfinden wird, dass du nur eine Schwindlerin bist. Weißt du, ich könnte dich mit einem Fluch belegen, der jeden Bissen Nahrung, den du zu dir nimmst, in eine ausgehungerte Kakerlake in deinen Gedärmen verwandelt, die dir den qualvollsten Tod bereitet, Vorhin habe ich den einen du den dir Rücken vorstellen geschält, weil kannst. da eine Karte drauf tätowiert war. Also, wirst du mir jetzt mein Schicksal voraussagen oder nicht? Ich scherze nicht. Okay, okay. Ja. Weißt du irgendwas über den verlorenen Ring von Blood Island? Ich spüre großen Kummer in Verbindung mit diesem Ring. Und einen großen Verlust in Form eines wunderschönen Diamantens. Wo ist der Diamant? Ich sehe eine dunkle Höhle voller bösartiger Männer. Und einen Ort des Todes. Eine dunkle Insel in Form eines gigantischen An die Insel kann ich mich Totenkopfes. erinnern. Was steht für mich in den Karten? Ruhm, 3. Glück, eine Romanze? Nun gut, wir werden die Karten befragen. Der Prozess, die Tarotkarten zu lesen, ist sehr kompliziert. Ja. Jede gezogene Karte sagt ein kommendes Ereignis in deinem Leben voraus. Wenn man sie zusammensetzt, erzählen sie die Geschichte deiner Zukunft. Eine Zukunft, gefüllt mit überraschenden Wendungen und... Ah! Ach du meine Güte, hör auf zu schreien. Was ist los? Ist das ein gutes... Ah! Es ist der Tod. Im Tarot bedeutet Tod nur Veränderung, nicht wahr? Ich meine, das ist nichts, was einen beunruhigen sollte, oder? Ja, sicher. Was immer du sagst. Nun gehe bitte. Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir nochmal die Tarotkarte. Und wieder einmal, es ist der Tod. Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Die Karte bedeutet Tod. Gib's mir. Tod. Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? Wie wär's damit, mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Lass mich raten, Tod. Dies ist das Werk des bösen Guybrush. Nur noch einmal? Für Guybrush. Lass mich raten. Tod. Verlasse diesen Ort. Hä? Dämon, Dämon. Okay, du magst mich nicht. Dann reden wir halt mal mit dem Barkeeper. Das ist hier. Hallo Barkeeper. Hi, ich bin Guybrush Threepwood und ich... Hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt, ich habe nur... Oh, ich habe einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme, und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. Okay, aber was bringen wir dem denn? Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Die Familie von Salat. Gut. Da war was. Ich habe noch was gesehen. Da war was. Ich habe noch was gesehen. Ich kann ihn nicht herausziehen. Warum kannst du ihn nicht herausziehen? Mit was kann man denn einen Nagel herausziehen? Mit einem Goldzahn? Nein. Weil es ein Schwächling ist. Ja.
Ich habe nichts, mit dem man den rausziehen Hand. kann. Ja, wahrscheinlich wird das aber nicht funktionieren. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ja, wunderbar. Ich weiß gar nicht, wozu du den dabei hast. Danke, wir nehmen das Kissen. Okay, wir nehmen ein Kissen und ein Rezeptbuch. Wo ist ein Kissen? Da ist das Rezeptbuch, das taken wir schon mal. Kissen. Kissen? Nein, Shawnee, ich mag nicht. Das ist nämlich kein Timing. So, wir gehen. Aber es ist cool, dass ich schon wieder so scheißen muss. Dahin gehen wir. So. Wir haben einen Friedhof gefunden. Johnny, da darfst du nicht drauf. Ihr seid nämlich alle zu schwer und der Tisch ist schon kaputt. Da ist mein Arm schon schwer genug. Katze. Die sind viel zu alt, um je wieder nützlich zu sein. Na toll. Hund, Lagerfeuer, Hunde. Schau mal schauen, das ist ein Hund. Verschiedene Särge. Hammer. Dem kann man bestimmt so wie der ausschaut, kein Nagel rausziehen. Ach, da ist ein Meißel. Den wir auch. Na Leute, was macht ihr so? Erzähl mal. Wir sind bloß zu zweit. Okay, Freundchen, das wird kein bisschen wehtun. Das bin ich. Nein, das bin ich und das ist Streamlabs. Hey, ich glaube, es hat gar kein bisschen wehgetan. Er wechselt wohl gerade das Fell. Sein ist ausgegangen. Nee, der läuft schon seit gestern Abend, wo ich ins Bett gegangen bin. Ach, okay. So. So, jetzt reinzuschauen. So. Hotelstrand. Ist das der Hotelstrand? Das könnte der Hotelstrand sein. Schaut so aus. Yeah! Ja, von Katzen belagert. Baum. Ich kann das Kissen nicht damit benutzen. Ich weiß warum. Das kannst du mit dem Hammer auf den Baum hauen. Und dann fällt das Ei vielleicht runter. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist nämlich ein Gum-Gum-Baum. Hammer mit Gummibaum. Was für ein Zufall. Yeah. Das kannst du dir bestimmt ein Omelette machen. Gegen sein Kabel. Vielleicht. Windmill. Schau einfach mal die Lösung hat, ne? Welche Lösung hat? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Die blöden Haie verfolgen mich aber auch. Egal wo ich bin, sind diese 3 blöden Haie. Da musst du ganz schön den Kopf einziehen. Du musst doof, wenn du gerade rausgehst. Nimm das Fass einsteckt. Nein. Nymphas. Es ist voll mit vergorenem Zuckerwasser, das zur Rumproduktion benötigt wird. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Hä, was eingeseift? Du hast Ist Seife da drin. Seife drin oder sowas? Keine Ahnung. Captain, nix Rasierseife. Ah, Rasierseife. Sie muss aus dem Vorrat des Friseurs gefallen sein, als das Schiff zerschellte. Okay. Haben wir irgendwas, wo wir es einfüllen können? Nein, natürlich nicht. Guck mal in das Rezeptbuch rein. Thermoflasche rumgewärmt, Messglas rum, 3 Schuss rum, ein...
Kein Wermut verfügbar mit Druck übersetzen. Ja, Blätter um. Okay, tust du nicht. Also rum mit rum. Oh doch, hier. Gelbbadspray. Nee, was Gelb, was Baby. Blutige Stumpf. Der Blauwal. Schleim mit Tonic. Aufblitzende Stumpf. Anhang A. Piratenkater. Ein Ei, Pfeffer und Haar des Hundes, der dich gebissen hat. Wir brauchen Pfeffer. Und du brauchst ein Haar des Hundes, du musst dich vor den Hund beißen lassen. Nein, ich habe den. Ah, hast du? Ich habe den Rundhagel rausgelassen. Hm. Also du brauchst Pfeffer. Und was war da drin? Es ist voll mit vergorenem Zuckerwasser, das zur Rumproduktion benötigt wird. Damit machen wir rum. Aber wie zum Geier machen wir da rum draus? Ah ja, das tun wir. Was tun wir? Was Pfeffer? Oh, das nicht aus. Und zweimal schlagen von der Mühle. Ja, so, wir haben Pfeffer. Juhu! So. Na komm, brabbel mit ihm. Was wollte ich gerade... Hol mir einfach die Zutaten für ein Mittel gegen Kater und ich werde mit dir reden. Okay. Was war das? Pfeffer? Ich kann keinen Pfeffer damit benutzen. Ich muss das alles mixen. Hier ist eine wilde Pfefferschote fürs Antikatermittel. Danke. Ei? Ich habe dieses Ei fürs Antikatermittel gefunden. Danke. Hier ist was von den Haaren des Hundes. Hat er dich gebissen? Naja, nicht wirklich, nein. Dann wird das wohl nicht viel nützen, nicht wahr? Oh, klingelt mein Schädel. Was? Dann lassen wir uns halt schnell von dem blöden Hund beißen. Was ist los, Ruby? Drücke, alter Hund. Der Sonnenbrille auf. Ja, wahrscheinlich hat er auch irgendwo eine Blindenbinde. Ich schätze, er ist nicht sehr gesellig. Ja, okay, er ist nicht sehr gesellig.
Okay. Hundeüberraschung. Au! Er hat mich gebissen. Gut, er hat mich gebissen. Was sind die Hunde-ID? Danke. Hier ist etwas Haar von dem Hund, der mich gebissen hat. Danke. Alle Zutaten, die ich benötige. Lass mich leise eine Ladung mischen. Ah, viel besser. Hier, den Rest kannst du behalten. So. Wie läuft das Geschäft? Oh, ich brauche noch etwas zu trinken. Nicht gut, nehme ich an. Sehen Sie sich um. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Nicht einmal die Kannibalen kommen her. Mein einziger Stammkunde ist eine alte, unheimliche Wahrsagerin, die allen einen Schrecken einjagt. Das soll natürlich keine Beleidigung sein, Madame Xima. Dein Erstgeborenes soll die Pocken kriegen. Sehr nett, ja, danke. Ja. Wenn Sie vielleicht mit einem aggressiveren Marketing... Ich habe alles versucht. Pamphlete, Aufkleber, umfassende Printkampagnen. Ich habe sogar versucht, Fläschchen mit meinem eigenen Blut zu verkaufen mit der Aufschrift. Meine Eltern waren auf Blood Island und alles, was sie mitgebracht haben, war diese schäbige Blutprobe. Das ist eklig. Im Nachhinein betrachtet ist es das. Was geschah mit all den Gästen? Als der Ort den Bach runterging, sind alle abgereist. Alle außer einem. Der Gast, der niemals ging. Kommt jetzt was Gruseliges? Ich warne Sie. Jede Nacht hörten wir seltsame Geräusche aus diesem Zimmer kommen. Schreckliche, fürchterliche Geräusche, die das ganze Hotel erschütterten. Jedes gefolgt von schlimmsten Schreien und Flüchen. Dann, eines Nachts, hörten die Geräusche einfach auf. Und ein furchterregendes Jammern und Klagen trat an ihre Stelle. Ich habe das Zimmer verriegelt und geschworen, niemals mehr diesen hasserfüllten Ort zu betreten. Oh, der Herr Meier hat sich jetzt was zum Essen geholt. Oh, verdammt, da komme ich nicht hin. Wir haben ihn so fertig gemacht mit unserer Speiserei. Sehr schlimm. Würden Sie mich in das Gästezimmer im oberen Stockwerk lassen? Nein, er ist aus gutem Grund verschlossen. Niemand darf die dunklen Geister stören, die dieses Zimmer bewohnen. Warum versuchen Sie nicht, dem Ort ein bisschen Leben einzuhauchen? Nun, das ist eine ganz schöne Geschichte. Vor Jahren war dieses Hotel eins der heißesten Reiseziele in der Karibik. Die Leute kamen aus aller Welt, um unsere weltberühmte Abendshow zu sehen. Vielleicht haben Sie den ungewöhnlichen Grill draußen auf der Veranda gesehen. Ja. Nein. Nein. Nun, dieser Grill war Kernstück unserer abendlichen Unterhaltung. Ist ein Grill nicht die zentrale Attraktion der meisten anspruchsvollen Aktivitäten des Nachtlebens? Möglich, aber niemand hatte einen Grill wie diesen. Jeden Abend versammelten sich die Gäste auf der Veranda und genau um 6 Uhr. Haben Sie die Holzkohlenanzünder herausgeholt?
Nein. Wollen Sie die Geschichte hören oder nicht? Entschuldigung, ich bin so fasziniert. Bitte machen Sie weiter. Nun, jeden Abend genau um 6 Uhr brach der Vulkan aus. Und die Lava floss an der Seite des Bergs herab in eine spezielle Rinne, die unter dem Grill verläuft. Die Gäste waren hin und weg. Besteht da nicht eine gewisse Brandgefahr? Nun, wir hatten ab und zu Verbrennungen 3. Grades. Aber alle waren sich einig, dass es das wert war. Dieser Vulkan war ein echter Partyknüller. Eines Tages hörte der Vulkan unerklärlicherweise auf, auszubrechen. Ohne unsere Noch 7 Stunden und 47, Jungs. verlor das Und Mädels. Hotel einfach seine Anziehungskraft. Seitdem ging es bergab. Und der Vulkan ist bis heute Nein, nicht eine mehr Stunde ziehe ich immer noch ab. Achso, Tragisch. 24 angefangen. Ja, musste ich ja, ich konnte es ja nicht ändern. Aber so habe ich es trotzdem im Blick. Das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Und du fährst heute Abend tot ins Bett, wa? Nach dem Quiz dann, ja, was um 22 Uhr startet. Da hätte ich ja richtig Lust drauf. Ja. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Grieswald Meistersuppe. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Es ist dir völlig egal, ob ich das will oder nicht. Ich weiß das. Das war einst unser prächtigster Erholungsort. In den letzten Jahren sind jedoch harte Zeiten über die Familie Meistersuppe hereingebrochen. Und sie haben mich alleine in diesem modrigen Hotel gelassen. Das Meistersuppe Kolonialhotel und Casino. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Ja, Johnny, ich bin doch da. Geben Sie mir etwas, wovon ich Haare auf der Brust bekomme. Du schon Ich wieder. habe genau Mittagspause, das ha? Richtige für Sie. Er ist nicht nur erfrischend, er ist außerdem eine regenerative, alternative Energiequelle. Hey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink? Ich glaube, wir haben keine. Was? Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. Was der alles in der Hosen hat. Und nu? Papa Pichu. Ich denke, Hier ja, hast da du passt deinen die Becher Sam. zurück. Was? Richtig, läuft schon müde? Ja, ich bin müde. Bin ich. Tatsächlich. Nach 12,5 Stunden fast. Darf ich müde sein. Wenn ich nicht schon 3 Stunden zu früh aufgestanden wäre. Puh. Ja, ich krieg's auch nicht mehr alles mit. Was wollte ich denn jetzt gerade tun? Ich weiß nicht, was du tust. Befrei. Das hat sie geöffnet. Ja. Ja. Falsch. Ich
Ich möchte einen Drink, bitte. Hier bitte, Junge. Achso, jetzt habe ich den gleich nochmal gekriegt. Ich dachte, du fragst mich nochmal, was ich für einen haben will. Das macht den Drink umso ansprechender. Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Und jetzt trinken. Wäre ich eine reale Person anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Skol! Sehr gut. Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Ach du Scheiße. Genau Trippy. genommen für... Okay. Sagte also der Leichenbestatter? Ich wollte ein Sargträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzen, Bord. Also was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Mhm. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von LucasArts gar nicht sterben. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ruhe in Frieden und all das. Ende. Du hast 0 von 800 Punkten erreicht. Ich bin nicht wirklich tot. 0 von 800 Punkten ist heute Abend auch so das Ziel. Ah, hör auf damit. So. In welchem Sarg liegen wir denn? Ah, in dem. Das wusste ich nicht. Wo kommt dieses verräterische Hämmern her? Es kommt aus einem der Särge. Von den Toten. Von den Toten, die mich umgeben. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Oh mein Gott. Was ist dein schreckliches Geheimnis? Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Einen Moment mal. Ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. Ach so. Immer einmal drumherum gehen. Welcome back. Warte. Ich wette. Wow. Ich bin froh, dass ich aus der Sache raus bin. Wir Obwohl haben es ihn ein in Teil 2 geräumiges, eingesperrt komfortables und Modell gesagt. mit viel Bewegungsfreiraum war. Hallöchen. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ja, nun... Natürlich, Guybrush Threepwood. Du bist der mich hier eingesperrt hat. Ja, weißt du, ich wollte... Nein, ich will nichts hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Nachzudenken über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe. Riesige menschenfressende Reptilien.
gefährliche Treibsandgruben, schießwütige Duellanten und natürlich diese lästigen Untoten. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinen Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Oder nicht? Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Nein, warst du nicht. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Ein Leben, das sich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Wir könnten mal die Fenster Wenn du in diesen aufmachen. Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen lassen? Also, Jetzt zum ist Kippen nicht die halt. Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Ich weiß nicht, ob ich Jetzt das ist die kann. Zeit, sich zu fragen, bist du versichert? Geh jetzt und lass mich mein Büro einrichten. Wir sitzen hier fest. Die Tür ist verschlossen. Quatsch! Das ist eine von Stans kuscheligen Gruften, ausgestattet mit einem Sicherheitsöffnungsmechanismus. Einfach hier an dem Griff wackeln. Was die... Muss das sein? Ja. Ja! So. Ist da noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ich will nicht wissen, was hier passiert ist. Nein. Körper. Nimm Körper. Ich brauche keine verfaulte Leiche. Okay. Nimm Skelettarm. Ich habe schon einen schönen Skelettarm, danke sehr. Achso, nimm nicht Stan. Viele Särge hier. Ja, es ist eine Gruft. Hallo Leute, ich vermute, ihr fragt euch alle, wie es sein kann, dass ich von den Toten zurückgekehrt bin. Keine Fragen an den toten Typen, der wieder unter den Lebenden wandelt? Keine Fragen wie, ist da ein Leben nach dem Tod oder gibt es einen Himmel? Wird es ausreichend Parkplätze geben? Schön, dann eben nicht. Ich werde euch Kannst nicht auf mal das was über das Pappzeug Jenseits draufstellen. erzählen, wenn ihr mich anflehen würdet. Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Großtante, Minestrone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Ich warte die ganze Zeit auf, dass mein Gesicht einfach so nach vorne auf den Laptop drauf klatscht. Ihrer So auf die Hochzeit Tastatur so. stahl Du er siehst den bloß noch in der Kamera die fantastischen Tasten nicht mehr so Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Das wäre heute Sie Abend sehr trug nett. den leeren Verlobungsring an ihrem Finger, bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, Nicht oder? meine Mod hätte ich noch Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Ich habe auch nicht zugehört. Hau bloß ab, Suppenkasper! Ne, Moment mal, ihr heißt Suppe. Ich dachte, wenn ich sterbe, werde ich bei Ihrer Tante beerdigt. Nun, ist das nicht einleuchtend? Man kann nicht in der Familiengruft der Meistersuppe beerdigt werden, wenn man kein Mitglied der Familie Meistersuppe ist. Ach Ein so. Mitglied der Familie, was?
Onkel Griswold, ich bin es. Erkennst du mich nicht? Sie erkennen? Ich habe Sie noch nie im Leben gesehen. Wie ist Ihr Name? Nett mit Kartoffel. Nett mit Kartoffel. Gemüse. Eintopf mit Schinken. Und Wonton. Wonton nehmen? Wonton. Wonton? Ich habe mehrere Jahre im Orient verbracht. Ich kann mich nicht an Verwandte mit diesem Namen erinnern. Ja, weil du halt keinen Elefantenhahn hast. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Nun, das ist eine wunderbare Gelegenheit für uns, die alten Zeiten nachzuholen, was? Erinnerst du dich, als unsere Familie zum ersten Mal nach Blood Island segelte? Ja, ich krieg jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ach ja, wann war das noch? 14... 8, 7, 3, 30? 1433? 2? Nein. Ich kann nicht glauben, dass einer der Blutsverwandten, derer von Meistersuppe, das Erbe unserer Familie nicht kennt. Was? Hier ist es ja wie ausgestorben. Warte mal. Sie sagen es. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Wenn ich nicht so stinkreich wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Ach so. Das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Ja. Wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Gab es? Ja, in einer kalten Nacht, so erzählt man sich, stach der Waliser in seinem Ruderboot in See. Der dichte Nebel um die Totenkopfinsel verdeckte sogar den Mond. Aber der Waliser konnte das entfernte Licht des Leuchtturms von Blood Island sehen. Als er die halbe Distanz gerudert hatte, zersprang das Licht des Leuchtturms auf mysteriöse Weise. Und der arme Waliser war verloren und wurde beinahe nie mehr gesehen. Beinahe? Nun, es gibt einige, die sagen, dass spät in der Nacht, wenn man lange genug in den Nebel starrt, der fliegende Waliser zu sehen ist, wie er in seinem Ruderboot fährt, verloren bis in alle Ewigkeit. Gruselig. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Jeder Meistersuppe ist bestens über unsere noble Familiengeschichte informiert. Wenn Sie etwas über unsere Familie gewusst hätten, hätte ich Ihnen geglaubt. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Ich weiß es nicht, was ich da klicken soll und ich komme auch aus dem Gespräch gar nicht raus. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Jeder Meistersuppe ist bestens über unsere noble Familiengeschichte informiert. Wenn Sie etwas über unsere Familie gewusst hätten, hätte ich Ihnen geglaubt. Oh ja, genau, da wollte ich hin. Hier ist es ja wie ausgestorben. Sie sagen es. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Wenn ich nicht so stinkreich wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Kein Sinn. Wieso komme ich aus dem Gespräch nicht raus? Das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit an... Erzählen Sie mir noch... Der Verlobte meiner toten Großtante stahl den Diamanten und verkaufte ihn an. Sie trug den Verlobungsring bis zu dem Tag und sie liegt begraben in...
Ich möchte Hier bitte, Jung. So, wunderbar. Öffne die Türe. Nimm das Bild. Ich habe keine Verwendung für die Porträts der Familie van Salat. Okay. Ach, da kommst Ich kann du ihn nicht hin. herausziehen. Aber wir können ihn vielleicht durch die Wand schlagen. Ja, wusste ich doch. Hier, so. Ich kann bloß mit dem Bilderrahmen nichts anfangen. Ich kann den Nagel nehmen. Aber mit dem Bilderrahmen kann ich nichts anfangen. Minervas Drohneheim Meistersuppe. Baronin von Borscht. Baronin von Borscht. Peter und Victoria Soße Meistersuppe. Soße Meistersuppe. Graf und Gräfin von Konsum. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Peter und Victoria Soße Meistersuppe. Graf und... Nachttisch, Porzellankaraffe. Es ist eine altmodische Wasserkaraffe. Malerisch. Er ist so modrig, dass ich ihn lieber nicht öffnen möchte. Aha. Okay, wir haben ein Buch. Ich komme nicht dran. Und so brauchst du bestimmt den Nagel für. Vielleicht brauchen wir dafür den Nagel. Ja. Und dann das und das. Ein Nagel wird niemals reichen, um das Bett unten zu halten. Blöd. Die Meistersuppes. Ein Leben in Bildern von MM Meistersuppe. Ich komme nicht dran. Gut. Irgendwas war mit dem Bilderrahmen. Was war mit dem Bilderrahmen? Wie kriegen wir den denn da oben? Das Porträt heben wir auf. Das versuche ich ja die ganze Zeit. Wieso kann ich das nicht aufheben? Ich möchte das doch aufheben. Ich muss ein anderes aufheben. Aber alles keinen Sinn. Wir müssen uns dann da herstellen und dahin gehen. Sie führt zurück in den Flur. Bestimmt was wieder los. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Ja, das weiß Jeder ich. Meistersuppe, wenn sie...
Wie komme ich... Nun, navigiert. Erzählen Sie mir Der noch... von uns. Hier ist es... Wenn Was war das? es ist Wind. Würden Sie mich... Nein. Ihm. Vielleicht Ich können... habe einige. Wenn Sie... Welche? Die Insel hat... Vielleicht so... Die ich muss... Das ist... Entschuldigung. Nein, ich meinte... Würden Sie... Nein. Was war... Es Wind. Ich komme ja auch nicht mehr raus aus dem Gespräch. Doch, du hast gefallen da unten. Oh. Ich mache mich auf... Take den Spucknapf, komm. Ich Sei schleppe ehrlich. nicht mehr die Spucke anderer Leute. So, jetzt nimm das blöde Ding hier. Er zeigt es mir halt auch gar nicht an, dieses blöde Hotel. So. Es ist bereits ein Nagel in der Tür. Es ist bereits ein Nagel in der Tür? Okay. Dann hätte ich jetzt dann gerne den Bilderrahmen. Geht aber nicht. Es ist an die Wand genagelt. Sie sind an die Wand genagelt. Es ist an die Wand genagelt. Okay. Ich raff's halt echt nicht. Kleiderschrank macht er nicht auf, Bett macht er auf, aber es nützt nichts. Wieder im Flur, das linke Schloss. Ich schnall's wirklich nicht. Oder nicht? Ja. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Käserad. Extra großes Käserad für die ganze Familie. Ich glaube, aus diesem Zeug machen sie Nachos. Es ist mit Meistersuppe Familienaufzeichnungen beschriftet. Okay, super. Ich bin sicher, das ist nur ein Haufen juristisches Zeug, das ich sowieso nicht verstehe. Okay. Ich wette, die ist noch nie gereinigt worden. Bestimmt, weil sie den erstarrten Nacho-Käse nicht rauskratzen konnten. Vielleicht kannst du mit dem Magnet so ein Ding, so einen Nagel rausziehen. Keine Ahnung. Zurück in den Flur, schnappen uns den Nagel und knacken das linke Schloss mit Stens. Nee, so weit sind wir nicht. Wieder im Hotel sprechen wir erneut mit dem Barmann und fragen ihn nach seinem Namen und geben an, wir wären sein Neffe. Er ist noch nicht überzeugt, also gehen wir die Treppe empor und von dort in den linken Raum. Ja. Das haben wir gemacht. Hier benutzen wir den Hammer mit dem hervorstehenden Nagel, sodass das Bild im Flur zu lockern. Das Porträt heben wir auf und benutzen den Rahmen mit dem Fenster an der linken Tür. Es ist eine Tür mit einem Bullauge für die gewisse nautische Note.
du wieder irgendwas Es von ist ein Salat? Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Und ich dachte, die Meistersuppes wären ein unscheinbarer Verein. Ist da jetzt ein Bug im Spiel? Das wäre natürlich grandios. Man kann auf den Friedhof schauen. Ich lasse es lieber offen. Da ist ein eigenartiger Geruch im Flur. Hallo Miezekatze. Ich schnall das nicht. Sofa. Begutachte das Sofa. Bequem. Lege dich aufs Sofa. Geht nicht. Man kann auf den Friedhof hinausschauen. Gruselig. Es ist ein Klappbett. Es ist ein Klappbett. Zurück im Flur schnappen wir uns den Nagel, knacken das linke Schloss mit Stans Visitenkarte. Im Raum selbst ziehen wir am Bett, okay, und nageln es mit dem Hammer und den diversen Nägeln fest. Wir haben noch keine diversen Nägel. Ja, ich weiß auch nicht, wo wir die her haben sollen. Hab ich irgendwas verpasst? Windmühle, Geschäft, Blut, bla bla, Barkeeper, Trink, Schirmchen, bla, Schinken, kein Tod, lange, Meißel, anschließend Sarg, Mitte, Überraschungsvisitenkarte, wir nehmen uns noch Nägel. Grüße von Siebiche. Grüße zurück. Christi Pascal, schön, dass du vorbeischaust. Ich bin nicht mehr ganz fit. So, Friedhof. Irgendwo muss hier eine Handvoll Nägel rumliegen. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Ja, wenigstens nimm wir sie gleich auf einmal mit. Bin eingeschlafen, gesagt, du, ist überhaupt kein Problem. Hast du Da auch? kenne ich mehrere. Nein, ich nicht, danke. Ich hab's doch tatsächlich, ja, ich hatte, wie gesagt, die ganze Nacht Beschäftigung. Die ganze Zeit haben wir über Gott und die Welt geratscht. So. Das ist doch schön. Ja, ist es auch wirklich. Das macht es um einiges einfacher. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, um es zu halten. Könnte sein, dass ich einen weiteren Nagel brauche. Einen weiteren Nagel. Was für ein Zufall. Da, das Bett ist festgenagelt. Aber nachdem ich Das weiß, sollte genügen. wie du Nägel in irgendwo reinhaust, wie die ausschauen danach. Wieso musst du jetzt immer... Ich wette, seine Zimmermiete ist bis heute auf eine gewaltige Summe angewachsen. Okay. Kann ich die Decke, hier kann ich da was nehmen? Iba. Drücke Skelett. Das Klappbett wurde so oft zugeschlagen, dass es ein Loch in die Wand geschlagen hat. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Das gibt nicht genug Hebelwirkung, um die Bretter abzustemmen. Damit kann ich den Regenschirm nicht benutzen. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. War ja nur so eine Idee. Guck mal in das Buch rein. Ja, das ist jetzt das nächste.
Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Und da steht, ich erhalte jeden Monat ein neues Buch oder kündige ohne Kaufzwang und behalte meine Ausgabe von Freibeuter und Fruchtbowle als kostenloses Geschenk. Yeah. Gut. Dann schwall ihn doch noch mal voll. Ich kann das immer noch nicht mehr. Ja, dann schwall ihn doch mal voll. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der... Wie war das noch? Mit der ersten schicksalhaften... Oh, Sie meinen die... Baron Salmon Bisque Meistersuppe 1621 begann. Exakt. Er landete auf Scab Island nur Wie mit einem unauffällig. Löffel und einem Traum. In nur 4 Jahren baute er die größte Suppenrestaurantkette in der westlichen Hemisphäre auf. Bereits 1635 hatte er die ganze Familie Van Salat aus der Karibik vertrieben und besaß ein weltumspannendes Restaurant-Imperium. Streng genommen wurden die Van Salats nicht vor 1637 vertrieben. Und die Kette von Restaurants und Hotels der Meistersuppes wurde im südlichen Pazifik nie beliebt. Ah ja, okay, wie dem auch sei. Nun, mein Sohn, es scheint, als hättest du recht. Willkommen daheim beim glorreichen Namen derer von Meistersuppe. Ich bin geehrt. Und als Meistersuppe steht dir jegliche Vergünstigung zu, die der Name mit sich bringt. Sofortiges Prestige in den Gefilden um Blood Island. Ja. 10% Rabatt in allen Meistersuppe-Feriensiedlungen der Karibik. Hallo nochmal, Gott, wie Und sieht's aus mit der natürlich Müdigkeit? Ja, sie medizinische sowie nimmt zu zahnärztliche und Hilfe. lässt dann wieder nach und nimmt das dann wieder Beste zu. von allem. So wie es halt Für immer den ist. Fall, dass du tot umfällst, Du, wirst wie war's du in der Rennen? extravaganten Meistersuppe-Familiengruft begraben. Es scheint, als wären all meine Träume wahr geworden. Okay, wir können jetzt ganz tolle Sachen. Wir sind jetzt ein Meistersuppe. Von Meistersuppe. Ja. Knacken Nägeln, bla bla bla. Was? Nun trinken wir erneut einen Drink mit Schuss. Und solo gelangen wir in die Gruft. So, okay, das heißt, wir machen jetzt wieder da irgendwas rein. Ein Trink bestellen. Ne, der steht schon da. Schon wieder umgebracht. So ein Müll. Komisch, Oh der mein Typ. Gott, er hatte einen plötzlichen und völlig unerwarteten Rückfall in den Tod. Ah, und das gerade, als wir uns wieder etwas näher kamen. War gut, Platz Als ein 10 mit Alfa Blutsverwandter Romeo, ist erster es Punkt in meine der Reihe. Pflicht, ihm ein Glückwunsch! Sehr angemessenes schön. Begräbnis zukommen zu lassen. Ich schwöre Zeit ist feierlich, geworden, oder? dass Wobei der mit Alfa bedauerte Romeo Punkte machen ist pauschal eigentlich nicht so in logisch. der Aber okay. Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden soll. Sehr schön. Alles klar. Sehr, sehr schön. Oh, jetzt sind wir aber ganz woanders. Jetzt sind wir ja aber auch eine Meistersuppe. Von Meistersuppe. Nein, ich glaube nur Meistersuppe. Sarg. Brüchiges Loch. Die anderen sagen. Ich mag da erstmal reinschauen. Wir gehen erstmal auf die andere Seite. Ominös. Ominös, okay, sehr schön. Das ist nichts, da ist auch nichts. Da ist ein Loch. Servus, Chris. Zombiefucker, Chris, Zombiefucker. Nee, warte. Zombiefucker, Chris, Zombiefucker. Den kann ich auch nicht anschauen, also brüchiges Loch. Hey, da ist ein Loch in der Decke der Gruft. Hat Hey gesagt. Ich glaube, ich könnte mich da durchquetschen. Wollen Wow, wir es da? ist ein Tunnel, der in einen tiefen, dunklen Wald mündet. Der Wald kommt mir unglaublich bekannt vor. Es sieht irgendwie vertraut aus. Als ob ich es schon einmal im Traum gesehen hätte. Ja, absolut, nur im Traum. Oder vielleicht ist es... Ich weiß nicht. Wir kennen uns schon. Große, springende Affen.
Eine furchterregende Horde fantastisch gerenderter, tollwütiger Jaguare. Sie kommen genau auf mich zu. Wie gut, dass ich nicht durch das Loch gepasst habe. Ich wäre erledigt gewesen. In deinem Stream. Chris ist Moderator bei mir. Das wusste ich gar nicht mehr. Sehr schön. Gut, dass ich nicht blöd bin. Ich bin aber auch müde. Ja, genau. Ach, guck mal, Tantchen. Alles klar, vielen Dank. Lass es dir schmecken und viel Spaß in der Arbeit. Einen schönen Stream. Merci, ich wünsche dir viel Spaß in der Arbeit. Lass dich nicht stressen, lass dich nicht ärgern. Hallo. Tante. Oh Gott. Oh, hallo. Rüpft. Entschuldigung, ins Mikrofon rülpsen ist Hier asozial. ins Licht. Das gehört. Hey, schöner Ring. Habe ich etwas Falsches gesagt? Ich hasse diesen Ring. Dann gib ihn mir. Er wurde seit Generationen in der Meistersuppe-Familie von Mutter zu Tochter weitergegeben. Er sollte mein Trauring sein, bis dieser üble Pirat den Diamanten gestohlen und mich verlassen hat. Er ließ mich hier, damit ich an gebrochenem Herzen sterbe. Wo ist der Diamant für deinen Ring? Er ist weg. Er hat ihn genommen. Wer hat ihn genommen? Mein Liebling, mein Honigkuchen, mein Knuddelduddel, mein LeChuck. LeChuck ist dein Knuddelduddel? Er brach den Diamanten während der Totenfeier aus seiner Fassung. Ach, was war ich nur für ein Dummkopf. Er sagte mir, er wolle kurz hinausgehen, ein wenig frische Luft schnappen. Wo hat LeChuck den Diamanten hingebracht? Ja, wo hat er den denn hingebracht? Der Prolet. Der Unhold. Er hat ihn den Schmugglern der Totenkopfinsel verkauft. Es ist so erniedrigend. Ich könnte mich zu Tode ärgern. Bist du schon tot? Wenn du ihn nicht brauchst, kann ich deinen Verlobungsring haben? Dieser Ring bleibt an meinem Finger, bis ich einen Ehering habe, um ihn zu ersetzen. Du musst eine Tote heiraten. Geh ins Licht. Wenn es nur so einfach Geh wäre. ins Licht. Ich fürchte, ich kann diese Gruft nie verlassen, bis ich heirate. Ja. Bist du vergeben? Sogar verlobt. Eine Schande. Du hast wirklich schöne Augen. Du hast so schöne runzliche Haut. Ich glaube, dir ist ein Skelett. Ich glaube, dir gar keine Haut mehr. Wie komme ich aus dieser Gruft heraus? Es gibt für keinen von uns einen Weg aus dieser Gruft. Ich muss in diesem einsamen Grab spuken, bis ich einen Mann heirate, den ich wirklich liebe. Und du kommst nicht raus, weil die Tür abgeschlossen ist. Gut. Dann. Das ist mir eine Spur zu unheimlich. Ich gehe. Jetzt, wo es bei mir wieder geht. Ja, aber ich sehe alles jetzt leer. Stirb! Oh, das mache ich nicht noch einmal. Ich glaube, ich habe mir den Schädel gebrochen, ich Dummkopf. Ja, den Arm bestimmt nicht. Das ist deine eigene Schuld. Hör auf, mich so zu erschrecken. Also habe ich dich erschreckt, oder? Nun ja, eher überrascht. Oh. Aber auf eine Nur noch furchterregende 7 Art und Stunden, Weise 16 überrascht. Stunden sind rum. Du bist Nein, wirklich sehr 17 furchterregend. Rede nicht so herablassend mit mir. Ich habe doch keine andere Wahl. Und 2 Minuten. Ich sah dich aus diesem Sack Sind bloß kommen. noch 7. Heißt das, dass du Bastian Bohm, Mahlzeit. Servus. Basti Bo, grüß dich, servus, schön, dass du vorbeischaust. Verdammt, ich
Ich dachte, wir könnten zusammen rumgeistern und eine Welle des Terrors in der ganzen Karibik verbreiten. Das soll also heißen, dass du mich nur meiner Beine wegen liebst? Dein Wochenende ist gegessen. Das ist nicht gut. Sowas in der Art. Montag, erster Arbeitstag. Ja, das ist schlecht. Nein, ich will die Brechstange, danke. Nimm Familie. Ich will meine Fingerabdrücke nicht darauf hinterlassen. Ich kann die Brechstange nicht damit benutzen. Die Brechstange funktioniert nicht bei massivem Stein. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Aha. Hey, Mister! Hilfe! Was? Mister, wer hat das gesagt? Wer erschreckt hier Mord, den alten Totengräber? Da hat es ein schreckliches Missverständnis gegeben. Ich wurde lebendig in die Meistersuppegruft eingesperrt. In Ordnung. Dieser Scherz ging weit genug. Ihr Kinder solltet euch was schämen. Es ist kein Scherz. Ich bin hier wirklich eingeschlossen. Ja, genau. Ihr verrückten, langhaarigen Belger mit eurer Barockmusik. Habt mich einmal reingelegt. Schämt euch. Ein zweites Mal und ich müsste mich schämen. Du musst Horrorromane ja lieben angesichts dieser Sammlung. Geschichten aus dem Reich der Toten zu lesen, hilft mir, mich von meiner Arbeit abzulenken. Warum verschwendest du dein Geld für solch einen Schund? Wenigstens benötigt mein mieser Schund keine Tausende von Mark teurer Hardware. Das sehe ich ein. Lass mich aus dieser Gruft heraus! Okay, funktioniert. Diesmal falle ich auf eure Tricks nicht herein. Lasst mich einfach in Ruhe meine Horrorromane lesen. Das ist kein fauler Trick. Ich bin wirklich in dieser Gruft eingeschlossen. Ich habe eine spezielle Mixtur getrunken, die mich in ein Koma fallen ließ. Als man dachte, ich sei tot, hat man mich in diese Gruft gebracht. Ja, bestimmt. Das haben sie im Roman Tausch nie dein Essen mit einer Leiche gemacht. Wenn ihr Kinder euch mal was Originelleres einfallen lassen würdet, könnte ich euch vielleicht glauben. Komm und sieh durch den Spalt. Oh, sicher. Ich drehe der Tür den Rücken zu und ihr diebischen kleinen Ganoven schleicht euch von hinten an mich und fesselt mich. Ich habe alles über eure unheimlichen Tricks in meinen Horrorromanen gelesen. Also nichts da. Verdammt, du hast meine Täuschung durchschaut. Ich bin kein Vielen gewöhnlicher, Dank. in einer 6 Gruft Likes. gefangener Mann. Ja, aber das wird wohl Nun, was bist du denn da? Lup. Weil ihre Lichtgeschwindigkeit ist eine Anomalie? Was? Subraumanomalie? Sag ich doch, gefangen. Ich bin auf der Suche nach den goldenen Stäben von Kton, um Frieden ins Reich zu bringen. Ich bin ein wütender, verwirrter Geist, der hier diese Gruft spukt. Das wäre bisher meine... Ich verkaufe diese Lederjacken. Ja. Ich bin ein wütender und verwirrter Geist, welcher in dieser Gruft spukt. Dann mach, dass du vor mir erscheinst. Wie bitte? Wenn du ein echter Geist wärst, könntest du dich in einer geistartigen Form materialisieren. Steht alles in den Büchern. Dann lass mal sehen. Ist der unheilvolle Klang meiner körperlosen Stimme nicht Beweis genug? Anscheinend nicht. Boah, erzittere vor Furcht. Ich bin ein böser Geist. Dann zeige mir deine grässliche Fratze. Geht nicht, ich bin so schüchtern.
Du bist kein Geist. Lass mich aus dieser Gruft heraus! Lasst mich einfach in Ruhe meine Horrorromane lesen. Bei Days kommst du dich wenigstens auf die Couch Komm und sieh durch den Spalt! Was? Bei Days Auf keinen Fall, Freundchen. Ja. Aber wurscht. Lass mich aus dieser Das Gruft wollte ich nicht. heraus! Lasst mich einfach in Ruhe meine Horrorromane. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Viel Spaß noch. Ich komme nicht dran. Hey! Jetzt schmeiß die mal da rein. Wäre eine Option, ja. Gute Suppe ist Essen. Hast du gelesen? Good soup is food. Ja. Sie hilft uns halt auch überhaupt nicht weiter. Open it! Wir gehen jetzt einfach durch die Tür. Sie ist abgeschlossen. Es gibt keinen Weg hinaus. Selbst mit dem Brecheisen kann ich das Gitter nicht aufhebeln. Sie ist abgeschlossen. Es gibt keinen Weg hinaus. Schmeiß doch mal den Totenschädel da rein. Versuch mal die irgendwas zu machen. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ich komme nicht dran. Leider kann ich Mary nicht damit benutzen. Ich komme nicht dran. Damit kann ich den Regenschirm nicht benutzen. Ich habe sie. Hey, was ist mit dem Licht passiert? Hast du schon mal eine Laterne? Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ich wette, es würde ihn wirklich gruseln, aber ich komme nicht dran. Ich bin's nochmal. Der Kerl, der nicht in der Meistersuppe-Gruft eingeschlossen ist. Was willst du? Ich werde dich heimsuchen, bis du mich freilässt. Dann zeige mir deine grässliche Fatze. Jetzt gerade nicht. Du bist kein Kannst Geist. du den Mord aufsetzen? Den Kopf. Nein, die Mary kann ich nicht aufsetzen. Komm und sieh durch den Spalt.
Auf keinen Fall, Freundchen. Lass mich aus dieser Gruft heraus! Lasst mich einfach in Ruhe meine Horrorromane lesen. Ich komme mit dem Arm schon da nicht hin. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Warum machst du das? Dinosaurierpuppe, die ist wichtig. Morbide. Es ist eine Gedenktafel für Mini, Strone, Meistersuppe. Mini, Strone? Ja. Das Loch ist zu klein für mich, um mich durchzuquetschen. Ich sollte lieber... Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ominös. Oh, okay. Was sollen wir denn tun? Hm? Was sollen wir denn tun? Ja, weiß ich nicht, ob wir da hätte drauf kommen können. Mary, zeig, was du kannst. Okay. Oh. Sterblicher Dummkopf, befreie mich aus diesem elenden Grab. Ich muss freigelassen werden, oder ich werde dich ewig verfolgen. Ich werde deine Schlüssel unter den Kissen deiner Polstermöbel verstecken. Und nie mehr wirst du Socken finden, die zusammengehören. Alles klar. Warte, ich komme. Gute Arbeit, Mary. Ich war schrecklich, nicht wahr? Meine dämonischen Kräfte haben mich allmächtig gemacht. Sabine wird mich hassen. Oh oh, sieht aus, als hätte die Laterne Ich kein dachte, Öl ich mehr. muss abfahren. Da, sie ist offen. Jetzt mach dich vom Acker und lass mich in Frieden. Sie ist nutzlos jetzt, wo sie leer ist. Okay. Ich fühle mich nicht gut dabei, den Toten ihre Suppe. Nun, Murray, bist du bereit, unser berauschendes Abenteuer fortzusetzen? Mary? Wo ist der hin? Na gut, Hase. Ja, warte, ich stehe auf. Weil, ganz dringend, kann ich dann auch gleich noch was erledigen. Pipi-Pause. Ja, ich muss es bloß wieder umändern. Gebe alles, was ich hab, für alles, was ich will. Ich will eine ganze
Ach so, ich denke, was ist denn das jetzt hier? Ja. Nix bei dir. Okay, was los? Kurz hier. Das Okay, ist auch, ja, ich guck die nochmal zurück später, ich bin gerade beschäftigt. Alles klar, auch mein Chatter. So. Ganzen Samstag. Ich bin schon wieder da. Kann ich den Schmarrn da schon wieder wegrammen? So. Da rein. Hey, was für eine abgefahrene Geschichte ich zu erzählen habe. Ich war tot, aber ich lebe wieder. Wer will was davon hören? Keiner. Menschen wie ihr. Sind kein dankbares Publikum. So. Oh. Hier. Das ist nämlich unser Toten. Achso, halt, stopp hier. Zack, wieder weg. Ich bin hier schon wieder fleißig am. Grubby ist wieder da! Ich bin auch wieder da. Mit dem Meißel brechen wir jetzt ein Stück Käse aus dem Käse. Koda, was denn? Hm? Da ist irgendwo ein Topf. Hab ich gehört. Bühne, da ist der Topf. Ich benutze einfach etwas von dem Käse hier. Genau. Ich werde den schweren Topf nicht ohne Grund mit mir rumschleppen. Ja. Koda, was ist denn da schon her? Platz. Oh, da ist was runtergefallen. Das muss ich aufhängen. Komm mit hin. Ich hab's gefunden. Du hast das schon wieder runtergeschmissen, gibst du? Gibst du? So, was hat er uns da noch mitgebracht, Tolles? Oh Gott, das wenn ich schon sehe, wird mir äußerst übel. Chupa Chups Cotton Bubblegum. Ja, wir machen wieder mal hier Mörderwerbung. Irgendein amerikanisch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist das denn?
Jetzt weiß ich, was die mit Karten meinten. Das ist ja... Schaut ja aus wie Stoff. Und sowas soll ich mir in den Mund stecken? Also es fühlt sich wirklich an wie Wolle, für Teufel. Gerade auch im Mund am Anfang. Jetzt langsam wird es besser. Langsam kriegt es die Konsistenz eines Kaugummis. Oh. Dieses Dorf ist verlassen. Und trotzdem sieht es so aus, Mal als schauen, würde wie es lange da ein großes bisschen Geschmack Fest drauf geben. ist. Bah. Wie seltsam. Hallo, Lemonhead. Oh, kommst du uns irgendwie bekannt vor? Irgendwie bekannt vor. Vielleicht liegt es dran, dass ich aussehe wie eine große Zitrone. Ja, genau. Aber da ist noch was anderes. Wir haben uns schon mal gesehen. Damals auf Monkey Island. Ah, Monkey Island. Wir hatten da ein nettes Dorf. Hütten mit Mieterschutz, nah an guten Schulen. Das waren sozusagen die Salatzeiten, bis sie diesen verdammten Jahrmarkt errichteten. Jahrmarkt? Ja, Jahrmarkt. Kaum stand das erste Zelt, schwupps, und die ganze Gegend war in. Zu jeder Nachtzeit kamen Seeleute. Die grausame Musik nudelte und nudelte. Und wenn du mich fragst, ich glaube, die ganzen Gewinnspiele waren manipuliert. Ja, ja. Es war des Nachts für einen Kannibalen auf den Straßen nicht mehr sicher. Kannibalen? Du sagst das, als sei es etwas Negatives. Nun, das ist es. Aber wir sind nicht länger brutale und blutdurstige Kannibalen. Nein? Nein. Wir durchlebten vor ein paar Jahren eine gewaltige Veränderung in unserer Glaubensstruktur. Schmeckt nicht. Absolut, jetzt schon Wirklich? absolut Das ist geschmacksneutral. faszinierend. Wir haben beschlossen, uns einem gesünderen Kannibalismus zuzuwenden. Wir haben die komplette Aufnahme von Missionarsfett zurückgeschraubt und wurden alle Vegetarier. Aber es gab da sicherlich eine Zeit, da hätte ich dich gegessen. Junge Kerle wie du, nicht zu viele Muskeln. Hey! Ich hätte dich vermutlich 45 Minuten in Weißwein mariniert. Okay. Dich in einen Hauch Butter gestickt, in Bananenblätter eingewickelt und in einem Loch zusammen mit 100 heißen Kohlen verbuddelt. Dich über Nacht rösten lassen. Dann hätte ich dich auf einem Bett aus Basmati-Reis serviert. Zusammen mit Shiitake-Pilzen und Schalotten. Aber jetzt nicht mehr, oder? Nein, kann man nicht essen. Aber jetzt nicht mehr, oder? Sag jetzt nicht Hä? Oh, genau. Richtig, richtig. Nettes Dorf habt ihr hier. Danke. Es ist nicht viel, aber es ist ein Zuhause. Wir haben unser Bestes gegeben, um den klassischen Charme eines Kopfjägerdorfes anzufangen. Während wir zur gleichen Zeit all die modernen Behaglichkeiten, die uns die europäischen Eroberer brachten, einbezogen. Dir ist vielleicht bereits unser hochmodernes Schlachthaus aufgefallen, welches so geschickt entworfen wurde, dass es nach außen den Anschein der klassischen Schamanhütte weckt. Okay. Wie idyllisch. Bubblegum-Scheiße Ja, finden wir auch.
Das ist irgendwas Russisches. Schwarzbrot-Croutons mit Bacon-Geschmack. Auch nett. Ja, ich muss mich sputen. Du musst mich sputen. Tschüss. So. Es ist eine handgeschnitzte Maske. Sie sieht aus wie Leroy. Der Puddinggott. Der Puddinggott, okay. Ein Tofu-Block. Ein Block Tofu, so groß wie mein Kopf. Das sieht wie eine Maske aus. Igitt. Endlich bist du da. Komm her, wir sind spät dran mit dem Opfer. Gott des Vulkans im Innern des Mount Sodbrand. Nimm dieses Opfer, das wir dir darbringen. In Form von Fleisch mit hohem Anteil an Fasern und bekömmlicher Zellulose. Frei von allem Fett und ungesättigten Fettsäuren. Gravi, treuer Mann dieses Mal hier. Starke Leistung, Gravi. Freue mich sehr. Und danke für 5 Zuschauer und 6 Likes. Okay, Jungs, schmeißt ihn rein. Okay, Jungs, schmeißt ihn rein. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Danke und gute Nacht. Servus. Ihr röstet euch jetzt Marshmallows. Okay. Du Dummkopf! Du hast einem laktoseallergischen Vulkangott Käse gegeben. Weißt du, was das heißt? Du hast den göttlichen Durchfall heraufbeschworen. Rennt um euer Leben! Ah, der göttliche Durchfall! Das hat ja keiner ahnen können. Wundervoll. Puh, das war spektakulärer, als ich gehofft hatte. Dann wollen wir dahin. Ja. Yeah. Auf alle, die seit 19:30 bei mir waren. Danke. Hierher, hierher. Ich schätze, ich schleife das mal runter zu Haggis. Ja, bitte. Hier, Haggis. Dieses Zeug sollte dabei helfen, das Schiff zu flicken. Ei, Jungchen, das sollte es wirklich. Die Konsistenz von Teer, aber mit leichtem Pfeffergeschmack. Nun, kann ich jetzt deine Lotion haben? Ei, Jungchen, schnapp sie dir. Juhu. Bitte wer? Wo haben wir denn die Elaine hin?
War die nicht da oben? Elaine sieht aus, als ob sie in Ordnung wäre. Halte durch, Schatz! Ich werde dich da herausholen! Welcher Arme? Der Vulkangott? Oder... Mal schauen, ob diese glitschige Fettlotion etwas ausrichten kann. Das sollte genügen. Der verfluchte Ring ist explodiert. Na toll. Wieso ist denn der blöde... Da geht's raus. So, dann gehen wir wieder ins Hotel. Das könnte funktionieren. Und jetzt könnten wir doch bestimmt Tut mir leid. Ich habe Sie nicht reinkommen hören. Ich habe gerade... Charles de Goulash? Bist du's wirklich? Minnie, es ist so lange her. Oh, Charles, das ist es. Das ist es. Du siehst so anders aus. Wirklich? Nun, du hast dich kein bisschen verändert. Oh, Charles, du schmeichelst mir. Oh, aber du musst jetzt gehen. Aber warum? Jetzt, wo ich dich nach all den Jahren wiedergefunden habe. Was würden unsere Familien dazu sagen, wenn sie wüssten, dass wir an einem solch romantischen Abend allein beisammen sind? Minnie, dies mag überstürzt klingen, aber ich liebe dich, Mini-Meistersuppe. Oh, Charles, das darfst du nicht. Oh, ich kann nichts dagegen tun. Ich habe dich immer geliebt. Hörst du? Ich habe dich immer geliebt und werde es auf ewig tun. Komm jetzt mit mir. Durchbrennen? Oh, aber Charles, das gehört sich nicht. Denk an den Skandal, den es verursachen würde. Zur Hölle mit dem Skandal, Minnie. Oh! Heirate mich. Oh ja, Charles, ja, 1000-mal ja. Dann küss mich, mein Herz. Ist ja nett, wir sind schon pauschal da. So, dann taken wir mal den Verlobungsring. Das läuft, meine Freunde. Irgendwo unter Monkey Island. Sehr schön, dass wir mal Hast wieder... du sie gefunden, du verrotteter Hundekadaver? Nein. Nein, sie ist nicht auf Plunder Island, Captain LeChuck. Dann durchkämmt die Meere, ihr verknöcherten Ratten. Bringt sie zur Strecke und danach zu mir. Findet Guybrush Threepwood. Durch ihn findet ihr auch Elaine. Brennt jede Insel in der Karibik nieder, wenn es sein muss. Aber bringt mir meine Braut. Und mehr Salat. Aber da sieht man es wieder. Hallo. Sie geben einem nie genug Salat bei diesen Sparmenüs. Okay.
Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Ja. Grüß dich. So, lass mal hören. Du hast mich überzeugt. Ich will eine Versicherung abschließen. Eine kluge Wahl. Und eine, die du nicht so schnell bereuen wirst. Die Frage ist nicht, ob du dir eine Versicherungspolice leisten kannst oder nicht. Sondern ob du es dir leisten kannst, keine zu haben. Wo wir gerade dabei sind. Kannst du dir eine Versicherungspolice leisten? Nun, wie viel kostet sie denn? Oh, das hängt von einer Reihe Faktoren ab. Wie hoch die Deckungssumme sein soll, wie viel du ausgeben willst. All diese hochkomplizierten fließenden Gleichungen und so weiter. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Ich frage dich nur eins. Wie viel Geld hast du? Nun, ich habe dieses Spielgeld. Ja. Vielleicht habe ich dich ein wenig durcheinander gebracht. Obwohl mich nichts mehr erfreuen würde, als dich hier herauszuschicken. Mit dem Seelenfrieden, dass für deine Familie im unwahrscheinlichen Fall deines Todes gesorgt ist. Muss ich hier ein Geschäft führen? Wenn du mir nicht wenigstens eine Bürgschaft vorweisen kannst, kann ich dir keine Police geben. Diesen einzigartigen Big Whoop Kühlschrankmagnet. Von Sammlern begehrt. Du scherzt wohl. Nein. Wie wäre es mit einem enormen, unverfluchten Diamanten? Wie wäre es damit? Hast du einen gewaltigen Diamanten, der nicht mit einem Fluch belegt ist? Nein. Okay, nein. Aber ich bin ungefähr so nah dran, einen zu bekommen. Nun, ich bin nahe daran zu glauben, dass du versuchst, meine Großzügigkeit auszunutzen. Vielleicht möchtest du mir ein ernsthaftes Angebot machen. Hm? Diese antike, mundgeblasene Flasche mit reicher, cremiger Rasierseife. Für die Bestie im Mann. Kein Interesse. Nein, okay. Diesen feinen Regenschirm mit Bambusgriff. Das ist ein großartiges Geschenk. Kein Interesse. Diese seltene Erstausgabe der Meistersuppe Familiengeschichte. Sehr wertvoll, sehr lehrreich. Du scherzt wohl. Okay, Diese höchst präzise Karte von Blood Island. Ich kann garantieren, dass es absolut keine zweite dieser Art gibt. definitiv nicht. Kein Interesse. Ah, Gott zack. Hundeüberraschung. Bekämpft Zahnstein und fördert ein gesundes, glänzendes Fell. Nein? Ja? Du scherzt wohl. Nein, auch nicht. Okay. Authentische Piratenüberbleibsel. Oh, warte mal. Ein originaler Zahn eines echten Piraten. Der ist aus Gold. Einzigartig. Ist das echtes Gold? Ja, natürlich. Das Beste weit und breit. Nicht mal mehr Spucke drauf. Nun fängst du an, meine Sprache zu sprechen. In Ordnung. Lass uns einen umfassenden Plan ausarbeiten, der deinen Bedürfnissen entspricht. Und du kannst sicher sein, dass deine Familie nach deinem bedauerlichen Ableben gut versorgt ist. Was genau sind die Bedingungen dieses Plans? Es ist ganz einfach, mein Sohn. Wenn du stirbst, bekommt der Besitzer dieser Police eine Riesenmenge Geld. Eine Riesenmenge Geld? Puh ist genau das richtige Wort dafür. Nun, ich möchte, dass du da draußen vorsichtig bist. Okay, das bin ich. Danke. Nein, das ist mein Ernst. Ich möchte, dass du sehr, sehr vorsichtig bist.
Werd ich. Ich möchte das Geld für diese Police ausbezahlt bekommen. Gib mir eine Riesenmenge Geld. Aber dies ist eine Lebensversicherungspolice. Du bekommst Geld, wenn der Policeninhaber stirbt. Nein, ehrlich, ich war tot. Richtig lange. Und jetzt geht es dir wieder gut. Nun, ja. Kannst du dieses Wunder irgendwie beweisen? Nun, Herr Neunmal klug. Ich habe den Beweis genau hier. Einen Totenschein. Nun, dies muss irgendein Fehler sein. Es steht genau hier in hochauflösendem Schwarz auf Weiß. Ich bin gestorben. Gib mir jetzt eine Riesenmenge Geld. Es sieht so aus, als ob ich keine andere Wahl hätte, als die Auszahlung zu authentisieren. Nein, du brauchst mir nur mein Geld zu geben. Genau das meine ich. Oh, danke. So, dann geht's mal wieder ins Hotel. So. Da war nichts mehr. Dieses Glas ist für meine Trinkgelder. Stell das zurück. Aber ich wollte gerade eine Menge Geld reintun. Mehr, als ich mit mir rumtragen kann. Deshalb wollte ich es mitnehmen und dann auffüllen. Oh, dann okay. So, dann haben wir hier noch immer den Meißel. Ich will es nicht zerbrechen. Ich muss das Glas irgendwo anders benutzen. So. Now we go to the windmill. Es ist jetzt voller Zuckerwasser.
Ich habe Löcher reingestochen. Es ist voll mit leckerem, köstlichem Zuckerwasser. Wette, das Wasser schmeckt gut. Sie sind da drin gefangen und leuchten wie verrückt. Junge, ist das windig hier oben. Der Leuchtturm funktioniert jetzt. Beautiful. Noch 6 Stunden 15 Minuten. Plus womöglich Überschusszeit. Plus